Yep, für die Milchbuben draußen there and anywhere. Today is actually not actually a special night, but it is. I'm very sorry about. I can tell you. Hold on. The tech again. I tried actually to give you the real link actually in here. And that means the game save link today about the tech game actually itself. I think DE or com. I just sent it wrong. I mean the take. Yeah, by 13 hours actually I was in the community actually sending this, and just decided actually to give you the Mediafire actually link. So tomorrow in the morning I can actually deal done maybe here as well. The link again on the techgame.com or DE side to give you the link to download actually the 2 game saves from the CarX DRO part 2 or part 3 actually accounts from the Teacher Volgin and Dev Nation account CB. The game save, you know, link what you just right are seeing. I prepared actually yesterday afternoon. As I was told, actually, I just will do in deal done in the morning time. At, I think it was 4 o'clock or something. I just uploaded on Mediafire, sent it actually to the tech game at 5 o'clock, and that was for 13 hours, 14 hours ago. And so it takes more than 24 hours. So tomorrow at the night at the same time, I send you actually the real link. Now it's actually a side account link by Mediafire. You can directly download actually these 2 game saves. I hope you enjoyed. Thank you very much. And here we go again. So. I only have to say, well, kind of a, yeah, welcome back to CarX. CarX part 2 on the part 330. It is Wednesday, I should say, right? Yeah, it is. And cooking nearby. What's going on? Too much or is something wrong? Let me guess. It is actually this sign, right? It is that sign. You can actually do on the description actually on YouTube these lesser or more sign. It's nearby on the shift or cap button, right? So actually left on the epsilon button. It's kind of we calling it actually lesser or more button. You know, it's just if you say it's more than 100, you just put on these you know, Grinch signs. It's so fucking crap. Don't like that one. Okay, we got that one. Description saying, go away with this, save it, have fun. Today, actually, I just want to drift a little bit around and having fun, making some cars. My goal is actually 1 billion in here, but I think it's going only to 999 million on dollars. You see already level 27, but it takes forever. Yesterday, I just did actually 1% of these bar. 1% of this bar in 2 hours, and I was actually very glad to play around. I not even was 1 times online, I think, or maybe I was, can't remember. Too many alcohol. Some drinking today, actually the same what I drank yesterday, so tomorrow I don't can remember. I just was coming through with. No, just kidding, but today I was drinking 8 beers already. I was in the compound, was actually chilling around and thinking about the money to just give away actually for diesel, you know, and against actually diesel versus, you know, kind of a what's it calling, windmills? No, wind bars? No, wind. You know, producing energy, power. These things with ventilation system, but actually bigger. I got my English. So whatever. So I came on some ideas and having this fun. I don't know, so that's why I came late today. Promise actually 19 o'clock in European time. The thought actually the fucking thing. Hey, look at that stuff. Maybe in England already may still have only now
coming up 19 o'clock. Maybe only in Germany it's 20 o'clock coming up in 9 minutes, right? So, did I promise something? I say European time on my community, post tomorrow. This tomorrow, I mean, it is morning time. So, all right, man, just 2 hours too late. Can happen as well. So enjoy what I'm doing done in here. I don't want to talk too much today. I'm a little bit disappointed about my link actually, so I'm sorry for that one. That is not was actually full, but 13, 14 hours, what the fuck? I totally idiot. I'm an idiot. 24 hours to need actually deal done with these game save to upload that on the techgame.com or DE, so sorry for that one. My mistake on the community post. Alright, watching my food, going to pee, be right back. Thank you very much to have you, and I think that's all, right? Let's just see. Oh, 360, not good. Datenspeichermodus. That is fine as well. I think nobody's watching anyway today. Yay! And you know why? I forgot something. Here we go. Hello all. Be right back, alright? There's Spotify in here. God damn it. Let's watch the food. The sun comes out. Yes. Glory, 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 glory. Food in the... fuck this shit. First I say 2 packages today, right? I did too much water in there to just cook up. So I did a third package in there. Since for 2 days it was the same. As I was saying today, 1 package like yesterday as well. For some... instant food, or better be saying actually for the freezer out. That did already 3 package it in there because there was too much water in there. God damn it. It's Mexican food and these so actually kind of these you have fish with noodles in there and some other stuff. I don't know anymore because tomatoes. Here we go. Tomatoes. Here we go. So I mixed it up with 2 times actually Mexican food, kind of potatoes, beans, paprika, more beans, and there are some patties actually from cow. Say today actually I feel very well from yesterday. The 1 package only by 450 grams and my kind of 12 beers and a half liter of tequila, and I was really feeling good. Now I have too much food baked up. I say to myself, please understand yourself, eat it tomorrow at night, the half of it then. Normally more should exist than in the pan. Never will happen. Never will happen. I think I'm eating everything today. I'm an idiot. Because tomorrow I'm sweating very much because we have dealing done, not work. It is a hard work to actually getting the material into actually where we just today prepared on the gardening. So I will sweat because it's going up and down the mountain or the hill, let's say, in the garden, and I should not actually eat very much today to feel a little bit lighter to be done with this powerful work then, I was saying, alright, that's 8 spoons of water. That is maybe 8 spoons of water. The pan was filling in with water. Now it's 8. Okay, we need actually 2 packages, 16 liters, 16 spoons of water. Did they just saying small or big one of the spoons? And so I filled it up actually perfectly for 3 packages. Wonderful, you fool. And so, just how am I actually progress of cooking right now? And still standing in front of the toilet and trying to pee. I'm very disappointed on myself as well. But I cleaned already my apartment. Was going through with the water, sanitizer, floor is actually cleaned.
I think I was on the shower as well. I'm not sure about that one especially. Of course, I was firstly showering. Food is done. Ready for drifting. That taste is so good. Oh, perfect. What's the other? Pepperoni. I forgot that all times. And the Mexican food is a little bit pepperoni as well. Always forgetting this. Yeah, cook by yourself. Get the rest of a little drip of water off. And tadaimasu again. After 9 minutes. Hey, 9 minutes. Hey, hello. Yeah. Perfect. Okie dokie. Still one watcher. Everything's fine as. So, music up in my ears and catch you later then, guys. Thank you very much for watching. Goodbye. Still the music pushing in from the earplugs. What the hell, that was fast. See, da komme ich gar nicht hin mit meinen fettigen, langen Wurstringen. Is that the maximum? Equalizer drin. Ich könnte doch mal Komplettversiegelung machen, wenn dir das besser gefällt. Ja, passt. Alright, let's keep it moving. Turn up here. A little bit of wiper. What in the hell? I'm not a quitter. Let's keep it moving. What's the record? 90k. I'm excited. Oh. Tempos sind ausgegangen. Da habe ich noch eins. Hey, 2000 Tücher. Die müssen dann eigentlich 2 Stunden müssen die lang, oder? Das glaube ich weniger. Da werde ich öfters mal in die Armbeuge reinschneuzen müssen. Just up campaign Strawberry Salute Gold gespielt. Yeah, well, I captured actually a lot of... Oh, come stay in there. A lot of tequila hots actually, and I think there's double times more under the chair. So, yeah. Here we go. I think there's 17 of them, so, yeah. Let's say a salute as well from Garvin Mac and Nitro the Bad. Here we go. Game's on. Good morning, sunshine. How you feeling? Boney? I'm sorry for that one. Just happened. Just up campaign Strawberry Salute called Person next game. Welcome back to CarX Part 2. Part 330. We're promised actually to get a save link in here. It comes definitely tomorrow. If you follow me a little while in the community already, you have a pre-day actually version of it. You still can now actually download it. If you're watching the community's update from tomorrow, this morning, better say. So enjoy. And I think I just get it with actually in the description down below if you have or want to actually download it immediately. Is that tomorrow actually the tech game then, presenting this game save? Enjoy. Have fun. There was actually 1,034 downloaders the last half year. So for the progress number 5. And just enjoy. Sorry my English about this reading text document and all this stuff, you know. Oh, I forgot actually to link this to Facebook. God damn it, I hate that. I mean, face dude. Boo face. Whatever. Face dude. Boo. Boo book. What? Never thought about that one. Boo book. Gibt's gewiss. Sorry, I just coughed a little bit.
Ja, sagt da nichts, ne? Gestern das mit China, das war ja fürchterlich. Ich hab nur über diese Spionage geredet, über China. Also ganz kurzer, das war nicht mal ein halber Satz. Das war ja fürchterlich. Und es wurde gepostet und nix war's. What in the mother in hell, you know? That was just stupid. It doesn't matter what I'm posting, but that was actually Chinese espionage, and that was actually, I don't know. No, I got actually a girlfriend from China. Oh gosh, we in a conflict in here. Alright, I'm done in here. Are we live in here, you know? Let's see, you installed Conan Exiles. A player has reacted to your shared contract. Oh, let's see what's going on in here. That was at 13 o'clock 44. Oh, that's actually Russian. I don't speak Russian. Metallic. Sorry, I don't understand what that means. Let's drink. I get soda burn. Yep, you're definitely in. Number 3 here right now. In the trance. Hau rein, Junge. Jetzt mal rauchen. Tequila trinken. Irgendwas stimmt mit meinem Holz nicht. Da ist so viel Schleim drin heute. Brain soup. Tasty. Ist aber schon gewaltig bassvoll, Alter. Müssen wir weiterlaufen. Oh, das war davor Ding. Jetzt ist laut. Oh, Hallöchen. Jetzt ist brutal laut. Ja, Wahnsinn. Na, hau rein. Jetzt kommt wieder dieser dämliche Sound, Alter. Von den Afrikanern. Könnten auch mal gescheit unten zusammenkehren. War das rassistisch? Nah. The Africans should actually a little bit brush more because everything on the sand comes over here to Europe, right? Just kidding. Coming with the clouds, you know, the sand. You can see it actually in the clouds. It's actually red. So what the hell? First I was saying actually for 20 years ago the ice time is coming to Europe. Nah, I think more actually the south or the the North Africa is coming to us. So the heat and not the ice time to Europe. Cheers auf Campana Stro, hvis jeg lyser lysgold på sådan en next stream. Ganbarimasu. Junge. 23.000 will ich sehen. Jawohl.
besser hätte ich nicht schaffen können. Ich sagte 24.000. I was saying 24k. Let's just get a 32k. Nice one. Top score. It's just little Viper's a little beast. Has little problems with these small corner stuff. The short corners. But hey, hey, it's Mio. Yamamoto Yunijiro. Einmal long, einmal kurz, einmal Nylon. Happy. Jetzt muss ich wirklich schauen, ob das eigentlich wirklich die Platte ausgeschaltet ist. It says the oven is actually cut it off. Yeah, it is. Alright, everything's good. No. Just gave me the perfume. Holy shit. Come in the side. I found him good. I think the wind is coming actually into my window, in my room. Coming forceful somehow back. Kommt da noch was? Okay. But sometimes it's Larry actually watching me all the times. Not sure about that one. East Tug. Still done with this crack. What's the record? I don't can see it. 25k? What the hell is wrong with him? Audrey. Kernkraft 400. Was Beruhigerendes. Was Sanftes. Was Sanftes. This one is the loudest tracks, oder? CarXDRO. OST from Deaf Nation at Spotify. URL. Ah, da ist mehr Bass drin. Der macht das automatisch, Alter. Gamarimasu. Gamate.
irgendwas genommen oder was, Alter? Hab ich heute jetzt wirklich gesehen oder nicht? Aber RE 67, oder? Aber das sind wir wohl sogar 58 gewesen. Das gibt doch die, oder? Dafür habe ich jetzt 623k gekriegt, ne? Das wäre jetzt, wenn ich es online fahren würde, würde ich da auch 623k bekommen. Ich habe jetzt mal ein Bild gemacht. Schauen wir mal. Need to call my mother, man. Talk about that stuff. Hold on a sec. Unsympathisches Live. I don't care. Ja, er ist mir zu unsympathisch. Wie war deine Autonummer nochmal? CO12. Ah, natürlich. Ah. Verstanden, jetzt sind wir halt vom Braun zurückgekommen, vom Backerweiher da draußen, wo wir waren. Der Braun hat ja dann immer Kieswerk und da habe ich was gesehen. Aber das ist dann so antimäßig, die Anti-Farbe ist. Auf jeden Fall ist da gestanden, Ingolstadt RE 67. Ah, aber RE war immer unsicher. Schon, gell? Dann ich hab an Julian das 1000-mal gesagt, dass 67, passt das nie. Haut das nie, wird die dann 58 oder so eine Art, also haut das, kann schon sein, gell? Aber dann, ach, du hast ja 10, oh, genau, aber 12, okay, das war, aber ich hab den Colt gesehen, hab ich mir gedacht, der Mitsubishi, so, kann jetzt Mann sein, hab ich nachgelesen, die RE, egal, aber das 67, die waren also, ja, kann ich eigentlich mit B hinten aus, aber so wurscht, der A, B eigentlich dann, was 1, 2, ist ja wurscht. Ah, okay, aber du hast dann silbernen, oder? Nicht so einen dunkel Aquamarin oder so ein Schmarrn da, die komische beige Querfarbe da mit blau und so mit, ja, passt schon. Aber Tante hat die Farbe gehabt, ja schon von dem Auto. Ich glaube, meine Mama ist vorbeigefahren, habe ich nachgerechnet, Ingolstadt RE 67. 67 RE war so, wo ich stutzig geworden bin und dann die Farbe dann noch, aber 67 klingt, glaube ich, hin. Ja, genau. Das ist ja Christopher Berg, ne? Da müsste der WB eigentlich heißen. Ach so, der Walter. Warum nicht das? Also du, also jetzt, ja. Das steht übrigens auch auf den Flaschen drauf, wie, egal, Sanitizer würde ich schon sagen, ja, die, ist ja wurscht. Ja, deine Flaschen halt, was du hernimmst für deine Schminke oder sonst was, da steht doch das Eimer drauf, weißt du, das CB und das ist jetzt mal nicht. Gut, aber ich habe recht damit. Halt, am Boden steht auch nicht. Also schau einfach bitte einfach mal nach deinen Cremeflaschen nach, da steht ganz viel drauf, oder einfach an anderen Produkten. Da steht immer CB drauf und seitdem ich weiß, das CB, aha, schön, dass ich da auch mit dabei bin. Da steht ja so eine Serialnummer danach noch hin, oder so achtstellige, mein Wurscht. Mhm. Okay. Ja. Schon, gell? Um Gottes Willen, lebt er überhaupt noch mit seinen 90 Jahren? Der muss schon so bald so alt sein. Ja. Ja. Warte. Du redest aber schon von der Oma draußen, oder? Ja, da passt schon. Mhm. Ja. Brigitte Berger ist ja dann Baby. Ich hab noch nie was mit aha, Baby. Ja, die Creme. Das hat ja mal. Ach so, ja, das ist natürlich. Aber BB, weißt du schon, ist ja dann, habe ich noch nirgendwo gesehen. Aber wenn du das so ausredest, BB, ist ja BB Care Creme oder so, weißt du, wo sie immer Nivea hat mehr. Ja,
der leichte Sommerregen und so, ist ja wurscht. Ja, das war's ja immer. Es hat jetzt bei uns alle geschneit. Also so flocker, weißt du schon, die letzten 3 Tage. Genau. Siehst, habe ich auch gesagt zum Julian, ist aber kein Graupel in dem Sinn, habe ich gesagt, weil das ist ja, als hat der Baum die Kirschblüten runterfallen lassen, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. So, es ist halt kein Graupeln in dem Sinne, aber ja, echt. Am Sonntag, ja. Mhm. Mhm. Hm. Sonntagabend, da hat schon ein wenig geschneit. Da hat man das Blechdach, da war schon halt der Zentimeter drauf. Am Blechdach oder am Autodach, ja. Sie kennen den Herrn Alexander Seidel, der auch in Ingolstadt lebt. Damals bei der DEVK ziemlich nah bei dir dran. Ja, den hast du gewiss einmal mal gesehen, im Ernstgarten, glaube ich, wo wir das Gemeindehaus gebaut haben, wo du mal einen aufbläht hast. Deine Freundin ist da. Sag ich, was, ich hab doch keine Freundin nicht. Ja, da ist halt eine Frau da und die möchte das sortiert. Das weiß ich noch, wo du mal vorbeigekommen bist. Aber egal. Und der kriegt das dritte Kinderlein. Das ist halt letztes Jahr passiert so, hat er gesagt. War auch eine schöne Sommernacht und das. Und ja, jetzt ist eine Woche das Kinderlein drüber. Das wird halt ein Bur. Mal schauen. Sie ist ein Jahr älter, ist eher eine Woche lang jetzt, ja, so gesehen. Das gesagt dann. Und dann hat sie mich mit der Glocken geholt, oder wie? Um 6:20 Uhr. Das habe ich an Julian halt gesagt. Ach so. Ja, aber ich hab doch gesagt, ich bin doch mit der Glocken geholt worden. Also mit dem Saugnapf da, oder wie? Also schon, gell? Ja, dann passt schon. Mhm. Margit hat immer gesagt, 6:20 Uhr in der Früh war's. Und seitdem ich weiß, ich habe einen Geburtstag um 6:20 Uhr, da trinke ich halb in der Früh, weißt du schon. Und dann gehe ich auch zu Bauleute und sage, was geschehen ist und das. Und dann, du hast dein Geburtstag. Und so kommen sie dann auch drauf langsam, weißt du schon. Gut, der Bauleiter weiß jetzt seit ein paar Jahren schon, dass ich da Geburtstag habe am 18. Ich vergesse auch sein nicht, weißt du schon und so. Aber die haben jahrelang, haben sie immer nicht gewusst, wann hat er Geburtstag. Oh, die haben doch die Daten von mir. Aber ist egal. Und selbst der Chef hat mir gratuliert, aber das tut er jetzt auch schon seit 2 Jahren. Und heute hat ja die Chefin Geburtstag gehabt, Renate, also, aber egal, um das geht's mir jetzt nicht. Nochmal zurückzukommen, also der Auto, das warst du nicht, und dann wird irgendwas anderes noch sagen, ach Gott, das wäre ja gut, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Oh mei. Na. Und was tut Barbara eigentlich so, weil irgendwie meine Arbeitskollegen, was tut deine Schwester eigentlich so? Da sage ich, ja, die wird irgendwo so in Aldi, Lidl sein und vielleicht nur Eirammer oder Kassiererin vielleicht sein, notfalls. Man weiß es nicht. Genau. Echt? So schlimm? Ja, okay. Hm. Ja, körperlich machst du dann eigentlich, also wegen deinen Innereien, darf ich das so sagen? Innereien? Ja, ja gut, das gibt's natürlich bei euch auch. Ja, mhm. Auf der Baustelle sind es 4 Stunden. Nächste Woche dann 6 Stunden. Und dann 9 Stunden. Ja, nein. Blaue Flecken, Gluterguss. Oh, die habe ich fast jeden zweiten Tag. Gerade der 2 Vollmond ist. Ja, natürlich. Ja, ich tue ja. Geil. Moment. Warst du auf dem Bett dann auch so? Oder wie, dass du gestanden bist? Was? Was ist denn da los? Ach so. Was ist da los? Ist dein Raum groß? Ist dein Raum groß, dass du auch nicht gegen die Mauer mit deinem Kopf und so, weißt du, ich mein, dass das Bett so groß ist, dass dann, okay. Ja, Jesus Christ, was war denn das denn wieder?
Mann, das war ja Februar. Jesus. Jetzt höre ich die wieder besser. Ich muss kurz unterbrechen. Ich habe gerade eine Verbindung gehabt von, keine Ahnung, 90 kb, jetzt habe ich 320 wieder mit dir. Weil letztens haben wir uns nicht mehr verstanden. Du hast mir nur angeredet, ich habe die verstanden, aber ich habe nichts mehr sagen anscheinend können, obwohl ich was gesagt habe allerweil. Ich wollte das bloß sagen, nicht, dass die Chinesen uns übernehmen, weißt du schon, mit dem Verbindungsscheiß Netz 5G. Nein, ohne Scheiß, kein Witz. Möchte ich bloß darauf hinweisen. Bitte reden Sie weiter. Schulterproblem? Sie wissen nicht, Band, Dämpferriss. Ja, das, wo wir schon mal aufgebaut haben mit der Barbara. Da bist du doch seitlich rausgefallen. Also du bist nicht gesprungen, sondern seitlich dann, oder? Ja dann, ja. Das kannst du nicht wissen, wenn du tramst. Ja, wie denn? Reflexe. Ja. Mhm. Ja, 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 kenne ich, ja. Ja, krass. Ja, bei mir knackert es halt dann immer, was du, das halt der Knoa selber, was du, dass er dann sagt, er möchte sich aus oder einringen. Ja, das ist scheiße dann, ja. Was hat der Therapeut gesagt? Machen Sie bitte jeden Tag 10 Liegestützen. Mhm. Ja, aber genau, ja. Die Verbindung ist jetzt wieder bei 92 kb. Weißt du, ich höre die trotz alledem noch. Du hast Monoton. Ah, vielleicht liegt, du hast das Handy, gell? Du hast das Handy, gell? Ja. Machst du WLAN oder bist du über Satellit dann verbunden? WLAN oder Satellit? Also Internet oder WLAN? WLAN. Ja, vielleicht liegt es wegen deinem Mauern dann. Das kann auch sein. Oh mei. Egal. Aber dieses Rotationsding, wie schaut das aus? Ist das praktisch, wo du auf den anderen Seiten vom Arm, also, ach so, das ist in der Haut. Oder wie? Wo, ist jetzt das außerhalb von deiner Haut oder ist das schon, hä? Nein, ich sag das, was hast jetzt du da gekriegt? Ist das jetzt so, wo du umschneiden musst, das Zeug? Oder, ach so. Also, das ist die Bezeichnung dafür. Oder, Rotation, Rotation, oder? Jetzt, dachte mir jetzt gerade was anderes, was ich immer bei Videos sehe. Dass das hilft für die Armstütze und das, dass man jetzt, wenn man das so Muskeln hat in der Schulter und das, jetzt, ja, genau, sowas, was man umbinden kann. Mhm. Was wollen Sie da operieren? Orthopäde? Na, muss doch Orthopädie sein, oder? Tja, was du als Ärzte kennst, kenne ich als Brauereien. War immer schon. Ach so, ist das. Ja, äh,
Mhm. Wow. Aha. Im Monat. Im, ha? Ach so, ja, man denkt, du zahlst 10 Euro im Monat so in die Richtung und du wirst bloß einmal behandelt und das langt ja schon so in die Richtung. Ah, okay. Ja. Mhm. Wie macht man das mit dem Bluttest oder wie ist das dann? Ah, okay, ja. Verstehe schon. Ja, genau. Oha. Tja, ich könnte dir schon sagen, wer es war. Na, ich dachte eher so ans Blut abnehmen, Plasma abnehmen, weißt du, dass die da Informationen weitergegeben hätten. Weil die untersuchen das ja streng, weißt du, was du da abgibst. Denke ich mal, hoffe ich doch. Ja. Hm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Lecker! Na, ich is nicht. Ich bin beim Livestream. Alles gut. Alles gut. Was, du hast gebrauchte Schuhe gekauft? Du bist da. Was ist denn da los? Okay. Oh, Jesus. Mhm. Was ist denn da los? Ja, das denke ich mir. Wo arbeitest du dann nochmal? Und Staat zahlt dir dann im Monat so 2000 Euro netto? Echt? Ein Schmarrn. Kriegst du wenigstens ein 13. Gehalt? Genau, okay. Mhm. Ja, ist schon klar. Ach, das geht uns auch nicht anders. Ja. Wir haben nicht einmal Weihnachtsfeier gekriegt. So geht schon mal los. Da warten wir immer da drauf und der Hans lacht uns immer da so. Machen wir es im Sommer. Ja, ja. Hm. Und vom Staat sind halt die Corona-bezüglichen und das sind ja uns gezahlt worden. Die, ich weiß gar nicht mehr, was waren. 50 Euro oder 200 Euro. Irgendwie so. Und das hat er als Weihnachtsgeld dann, Dankeschön, das hat er uns dann als Weihnachtsgeld gegeben, also eigentlich überwiesen und hat uns eigentlich gar nichts dazu gesagt. Ausgeschammt. Wo ist unser Weihnachtsgeld von der Firma eigentlich? Ja, ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja. Ja, dann körperlich, bei dir schaut's aus. Du bist eigentlich am Computer, oder? So gesehen. Die meiste Zeit. Vielleicht noch Akten rumtragen, wenn es es überhaupt noch gibt. Keine Ahnung. Oder Stick rumtragen in dem Sinne. Okay. Ja, ich muss mir das ja ein bisschen vorstellen. Du kennst ja den Philipp Rösler. Okay, sagen wir es anders. Du kennst, wie heißt unser Finanzminister? Na, Herr Lindner. Ja. Also, ich hab heute Gaudi habe, weil ich immer ein bisschen Zeit gehabt habe, einfach nur da hier sturt und der Georg hat an Burg gesagt, weil er heute wieder mal unterwegs war nach einer Woche mit ihm und haben halt pflastert und das und Rabatten gesetzt. Da hat er mal unterwegs gesagt, nach Pfaffenhofer hat er so gesagt, die Windräder, wenn stillstehen, die dürfen nicht stillstehen. Weil dann kriegen sie einen Schaden und das kostet ein Haufen Kohle, auch ein Steuerzahler natürlich. Und da muss ein Generator, ein Dieselgenerator praktisch aktiviert werden. Da ist höchstwahrscheinlich ein Dieseltanker da mit 500 Liter oder so. Das wo auf 100 Jahre, wenn es einmal stillsteht, dass das gespeist wird, dass das Windrad ein bisschen draht, damit die Bewegung da ist, dass wenn der Körper jetzt einmal, keine Ahnung, 50 Tage im Krankenhaus liegt, ein bisschen kaputt und du musst halt einmal schauen, dass das Gift rausbricht und was der Teufel. Und so geht's dem Windradl ja auch. Wir zahlen ja einen Haufen Geld, ein paar Millionen fürs Windradl und da bin ich so draufgekommen, 2010 war so der Preis beim Diesel so 1,40 Euro oder sogar weniger.
sogar vielleicht weniger 2010. Was haben wir jetzt? 2023, 2024, 1,77 Euro, 80, je nachdem schwankt er immer. Ich bin von 1,70 mehr ausgegangen. Das sind 30 Cent in diesen 13 Jahren. Bla 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 etc. Und weil es ja immer heißt, Bayern macht das so wenig wegen die Windräder. Ne? Und im Pfaffenhofen, wenn du reinfährst, da siehst du 3 Windräder, die drehen sie jetzt nicht. Orts dreht sie von den 4 eigentlich, aber das ist ja schon seit 10 Jahren gebaut worden oder so. Und die anderen 3, die wo jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr gebaut worden sind, die wo wir jetzt nicht bewegbar sehen, da sind sie halt nur dahinter wahrscheinlich. Der Fakt ist bloß, weil der Georg, als ich ihm das gesagt habe, ich schicke einfach nach das Battle, du musst nicht drüber schauen, aber es ist nicht einmal chaotisch. Berechnung von allem Möglichen, was die Firma verdient hat, wenn wir jetzt in einem Jahr 22 Windräder, Fundamente bauen, dann darf man eigentlich jeden Monat, jedes Jahr, kein Scherz, pro Arbeiter 450.000 Euro verdienen. Ein Arbeiter. In einem Jahr. Wenn wir nur den Sockel machen, das Eisenbieren und betonieren. Und 3 Windradl in einem Monat schaffen wir dann. Mit 10 Arbeitern. Da ist der Vorarbeiter, da spricht der Georg, also der Bauleiter mit eingerechnet. Aber ohne Scheiß, als ich ihm das so gesagt habe und geredet habe, weil ja der Georg zum Burg gesagt hat, dass der Dieselgenerator laufen muss, also ein Haufen Emission schon wieder, ein Haufen Dieselverschwendung, ein Haufen Erdöl auf gut Deutsch, damit das Windradl sich ein bisschen weiter bewegt, dass einfach in einem Flow ist, oder wie man das sagt. Und dann habe ich mir gedacht, das kann jetzt, dann sage ich am Georg das so 1 Minuten lang, habe aber davor 15 Minuten dafür braucht, den ganzen Zettelwisch auszufüllen, was ich 2 Minuten noch überlegt habe, soll ich's mal, soll ich's nicht mal, gib mir so ein Schmierblatt leer, habe ich mir gedacht. Dann habe ich das A4-Blatt genommen, habe alles vollgeschmiert, was alles kostet, was alles dranhängt, an Wegvorbereitung, Schutzgebiet, etc., bla bla bla. Wie lange hätte der Lindner braucht, um sowas zu schreiben? Und ich bin ziemlich kalkulativ, das heißt 80% von dem, was auf dem Zettel steht, stimmt. Der Lindner hätte höchstwahrscheinlich 2 Wochen gebraucht, da jede Firma angerufen hat, wie lang und etc., was kostet das Schutzgebiet, ob jetzt 250.000 oder 350.000 oder vielleicht 1 Million oder so, damit man da Windradl aufstehen kann. Wie ist das mit dem Weg? Bla bla bla. Ich habe 15 Minuten gebraucht. Dann habe ich am Georg das ganz kurz verzeiht, 1 Minute, dann hat er gesagt, na war eigentlich jeder von uns Arbeitern schon reich. Und jetzt war ich gerade vorher daheim, wo ich heimgekommen bin, habe am Boden sauber gemacht, mein Essen vorbereitet, Wäsche vorbereitet, alles schon, weißt du schon. Und da sage ich selber zu mir, jetzt muss ich doch mal ausrechnen, was jeder Arbeiter eigentlich bekommt von den einem Fundament, sondern von den 22 Fundamenten in einem Jahr. Es dauert. Der erste Monat wären es bloß 2 Fundamente, das zweite Monat sind es 3. Und so geht's weiter. Du ziehst mit deiner Schalung weiter, mit der Spreizen und alles. Aber das waren 22 Windräder statt 24. Bei 52 Monate. Eigentlich normal 8 Monate lang, aber ist ja wurscht. Und also wie ich so draufgekommen, der Georg hat fast recht gehabt. Da waren wir schon Multimillionäre, hat er gesagt. Wir sind bei dann je Arbeiter abzüglich 3 bis 4 Millionen, der Chef selber, der zählt ja nicht als die 10 Arbeiter, da hat er eigentlich kriegen. Bei Windräder sind was anderes, nicht wie Baugewährleistung bei 30 Jahren oder 5 Jahren oder 6 Jahren. Und die sind vielleicht bei 50 Jahren. Das entscheidet halt die Politik. Da weiß ich jetzt auch nichts. Von was? Das ist staatlich. Die Windräder sind staatlich. Nein, das geht nur, die Baufirmen sind ja dann staatlich praktisch involviert damit. Das heißt, du laufst über den Staat. Na, ich hab bloß gesagt, wenn wir jetzt einmal einfach nur 1 oder 2 Jahre so Windräder bauen, dann in einem Jahr da der Arbeiter 450.000 Euro verdienen. Was wir normalerweise 23.000 bis 30.000 Euro netto auf die Hand kriegen im Jahr. Da hat der Georg mir spontan gleich die Antwort gegeben. Na, da waren wir ja eigentlich schon Multimillionäre so in der Richtung. Da habe ich nachrechnen wollen daheim, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Da komme ich wirklich auf 450.000 Euro bei 10 Arbeitern. Das gibt's nicht. Da hat echt fast recht gehabt. Hälfte recht, aber trotzdem. Brutal. Aber die spontane Antwort zu ihm, das war einfach krass. Das macht schon viel aus. Nein, wenn du Solar, also wenn du 2 Solarzellen hinstellen darfst an deinem Balkon, die liefern da schon bis zu 850 Watt, weißt du schon? Ob das jetzt pro Stunde oder pro Tag ist, das kommt ja drauf an. Im Internet, bei YouTube, bei den Short-Videos habe ich viele schon gesehen, die das einfach gemacht haben, weil sie grüne sind, weißt du schon. Ist wirklich so, ich denke, du darfst das schon machen. Du musst das halt bloß eigentlich mit deiner Mieterin absprechen und mit der Gemeinde und das war's. Und die haben nichts dagegen. Außer, es geht halt um dieses Art von, fällt das runter oder wie gefährlich ist, wenn ein Sturm kommt, ist es richtig gesichert. Und das geht's vielleicht noch. Da musst du ein bisschen was zahlen. Dann lohnt es bei dir nicht, weil die Sonne nicht so richtig hinkommt, oder? Kann das sein? Ja.
Der Markus hat zu mir gesagt, wir haben ja die zwei Parzellen aufgemacht, nochmal zusätzlich zu seinen anderen, dass nur diese zwei 750 Watt liefern. An guten Tag halt 800 bis 900 Watt. Also das ist schon fein. Und da kannst du einen Computer betreiben über den ganzen Tag. Und da kannst du sogar noch einen Fernseher laufen lassen. Das war's jetzt nicht. Und da kennst du, der Markus darf sich jetzt da auskennen, der darf mit dir reden wollen. Das war ganz, also ist wirklich, also ich denke, das kann, was du kannst das ja bei Amazon auch kaufen, die kleinen Dinger, weißt du schon. Also dann ist schon erlaubt. Und ich habe im Fachhofer so viel schon gesehen, dass am Balkon so kleine Dinger draußen haben. Also die, wo auch ein bisschen blenden. Du darfst da auch kein Chrom nicht am Auto drauf haben. Das habe ich heute vom Arbeitskollegen erfahren auf dem Auto, weil das so blendet einfach. Irritiert die Autofahrer an das. Und so ist es mit den Solaranlagen ja natürlich auch, mit dem Winkel oder so. Ja. Und das ist halt ein Speicher, der wo der neu speichert. Und wenn du selber was machst, brauchst du halt selber der Batterie, die dann irgendwie eingespeist wird in deinen Strom wieder. Dann muss der Staat wieder schauen, wie viel Strom kriegst denn du. Und der Reststrom, der wo dir überbleibt, muss leider dem Staat umsonst geben. Der geht in den Strom. Ja, und du zahlst dafür auch noch. An guten Tagen kriegt er zwar, aber ich sag mal, der Rest Strom, was überbleibt, mit dem Speicher, mit dem Puffer da auf gut Deutsch, wie ich das nenne, der geht da automatisch in deinen Strom mit rein, aber der wird nicht gerechnet. Das heißt, du schenkst an Staat das Geld, was an dir an Energie, an dieser Sonnenenergie praktisch überbleibt. Und das ist ziemlich unfair. Ja. Aber das ist halt ein bürokratischer Scheißaufwand, dass du das nachweisen kannst, dass du jetzt so viel jetzt neu gespeichert hast und dir einen Start geben hast, dass er dir wieder das Geld zurückzahlt pro Kilowatt 20 Cent oder so ein Schmarrn. Das ist zwei Aufwand, denke ich. Deswegen haben sie das einfach so in Decken geschmissen. Oh ja. Aber das schaffst du nicht. Beim Tommy draußen, das wirst du niemals schaffen. Denke ich, das wird nicht funktionieren. Dass jetzt nur diese Parzellen, was er jetzt da hinten draußen, was sind 24 oder 32 sein, sind es glaube ich 64. Ich weiß gar nicht, wie viel er nochmal hinten hat. Das wird er nicht schaffen. Schon, okay, Hopferzupfer brauchen wir nicht reden, aber ich meine jetzt unter dem Tag warst du gerade noch, gibt's dann Stromausfälle, aber du kannst ja nicht, du musst ja am Netz sein, weißt du musst am Stromnetz vom Staat sein, damit das funktioniert. Genau, ja. Aber was da wirklich ist, das ist ein Dunkelziffer-Scheißdreck wieder und hey. Es lohnt sich, natürlich, klar. Subvention am Anfang, aber dann stehst du halt irgendwann nach, keine Ahnung, 6 Jahren oder wie viel ist das dann? Stehst halt allein dann da und dann der Strom möchtest du ihn halten oder verkaufst ihn. Eine ganz verreckte Geschichte. Deswegen, das ist, wenn du mit Markus reden darfst, der darf so viel Information kriegen, weil der hat ja selber so viel, und der hat sich so beschäftigt damit und der redet ja fast jeden zweiten Tag damit und jetzt fährt er nur ein Windradl, hat er gesagt. Ja, du, dann sind wir so weit wie beim Sturberg draußen in Abhausen, wo ich gearbeitet habe für 3 Monate. Der hat auch Windradl gehabt. Da ist nicht mehr so gegangen mit den Solaranlagen oder aufgehört, aber jetzt mittlerweile gibt's ihn ja wieder. Naja, egal. Genau, ja. Glaubst du wirklich daran mit den Windrädern, dass du Krebs kriegst, dass du irgendwelche Psychosen kriegst wegen dem Schmarrn? Ha, das ist doch nicht einmal so schlimm wie 3G, oder? Mit dem Handynetz. Ist doch, ja, hm, verstehe ich schon, ja. Dass du Sausen in deinem Ohr hast und dann halt, wie nennt man das, wenn man permanent den Sound hat, im Ohr, na, da gibt's, du hörst immer so ein Piepen, weißt du, piep, die ganze Zeit. Ja, ja. Tinnitus, Tinnitus. Der Hörsturz ist ja ganz schlimm. Ah, das ist ja blöd. Da hörst du, ja, was heißt dann Hörsturz, dass du ab und zu dann einfach, du hörst dann nicht mehr, oder wie, oder cool ist dann, oder permanent. Es kommt und kommt. Also es ist nicht permanent da, sondern es kommt und kommt, oder wie? Dass dann auf einmal, piep, nichts mehr hörst dann. Hm. Wow. Ich habe jetzt seit mehr als 10 Jahren habe ich das ab und zu, dass ich dann einmal für 1 Minuten und das rafft sich dann auf, weil man denkt, ach, das geht wieder weg auf der rechten oder linken Ohr. Macht einfach. Denke mir, okay, hat das. Ich höre zwar noch alles von draußen, aber es ist halt da. Und dann auf einmal geht's wieder weg. Nein, es ist kein Stress. Nein.
Es ist, wenn ich daheim hocke, beispielsweise am Computer hocke oder was. Schaut so wie im Bildschirm rein oder was. Ah, das ist dann meistens ohne Kopfhörer, wo ich das dann kriege. Aber es ist nicht schlimm, wo ich sage, das ist permanent oder jeden Tag oder so. Das kommt ab und zu und es hat auch mit Stress nichts zum Tor. Bluthochdruck, ja. Ja, dann ist glaube ich normal. Aber Gehörsturz, ich denke mal, dass das immer wieder kommt und dann hörst du dann mal auf dem Ohr nichts, dann 4 Stunden vielleicht einmal. Oh, Ohrmuscheln. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, genau, ja, korrekt, ja. Hm. Ja. Du bist ja teilweise angewiesen eigentlich auf einen zweiten Partner, der dich dann mal stützt und nicht einfach, dass du umfällst und so. Krass. Also Autofahren ist dann auch scheiße, weil du lenkst auf einmal auf rechts, weil du links das hast oder sowas schon. Irgendwie. Hm. La Pampa 50 Euro, wenn es überhaupt noch stimmt, 50 Euro, das war immer Mainburg-Freising. Aber das wird jetzt auch schon 100 Euro kosten wegen. Hm. Ich bin froh, dass ich Continuous gut. Ich sehe so viele Arbeiter, auch wenn ich mit der Fleck schneide oder große Sachen schneide oder was, ab und zu weiß ich, der Hochtun, der tut mir nicht gut. Dann tue ich Kaffee rauf. Wie beim Mauertrockenlegen zum Beispiel, die Platten einschlagen. Okay, da lasse ich mir eingehen, auch gerade im Innenraum. Aber ansonsten habe ich die nie auf, weil man denkt, warum hat es, ich bin's gewohnt, dank schön, wieder, das geht immer auf den Bauernhof zurück. Muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht nur die Gene, also die Vorbereitung vor allein, dass ich mit 5 Jahren auch beim Nachbarn im Orgelsport drin mal ein paar Storner geschnitten habe, einfach was mich interessiert hat. Ich bin nicht deswegen auf den Bau gekommen, das war in der Pflegefamilie, wo der Nachbar gebaut hat. Aber wo es dann gefragt hat, was möchten werden, natürlich, ich natürlich geistlich natürlich, in Klammern, Feuerwehrmann. Aber das war Blödsinn natürlich, da habe ich nicht gewusst, dass es berufliche gibt und die freiwillige. Und seitdem weiß ich, okay, ich halte es halt aus. Das ist genauso mit der Käten. Heute war ich nicht mit der Jacken, ich habe die Jacken ausgezogen um 8 Uhr schon in der Früh. Da war es wirklich bei plus 2 Grad oder so, plus 4 Grad war es im Fachhofer. Und ich bin das gewohnt. Ich arbeite dahin. Ich habe auch nicht geschwitzt und so. Aber die anderen natürlich immer mit den Jacken und so. Heute waren wir ja bloß zu zweit, gestern waren wir noch zu sechs. Aber das ist so, ich halte nein. Ich bin 37, der Jüngste ist jetzt 27. Oder werde 27, Entschuldigung. Werd noch 27 im Oktober. Ich hab's gern vom Bauernhof. Das war so schön. Ich weiß nicht warum. Diese Gene. Darf ich sagen, dass du halt weiblich bist? Entschuldigung, ist nicht best gemeint. Dann, wenn Barbara so arbeiten darf wie du, oder hätte gearbeitet so wie du, dass sie das aber auch. Aber die Oma, also, ja, ja, Schwester und Schwester natürlich, klar, aber, hm, habt ihr das gehabt? Das hat Zucker drin gehabt. Immer den Karotten. Echt? Krass. Ach so. Aber da wo der Häcksler aber meistens gestanden ist, da ist doch auch so ein Brunnenrohr gegangen. Da hat er mal immer gesagt, da waren Karotten drin oder so, oder Kartoffeln. Kartoffeln. Ah, okay. Ja. Ja, genau, ich weiß schon. Du, wo damals der Bulldog noch drin gestanden ist. Ja. Echt? Krass. Mhm. Kann sein, dass das in der kleinen Schupfer, die wo eigentlich einfallen darf, dass die da nochmals noch oben drin steht, was schon im Speicher, also ist es ja kein Speicher nicht. Da wo hinten das Auffangbecken ist, das Ding. Es kann sein, dass das oben drin steht, was schon auf die wankeligen Bretter, was immer nur, ja, ja, dann ist es schon, ja, genau. Barbara und ich haben immer nach Termiten gesucht, weil wir immer gehört haben, at Nacht und das, dann haben wir immer hingehört, dann haben sie knappert und das an dem Holz, dann haben wir schon gewusst, und darum haben wir immer gefragt, das fällt doch bald ein, das ganze Gedöns. Ah, sagt er, na, die haben schon richtig knappert. Also wir haben ja da immer hingehört, da sind wir abends in den Ausgang am Samstag und das, ja.
Ah, jetzt verstehe ich schon. Ah, okay, dann, wir haben es immer so gesagt, aber verstehe ich schon. Ja, echt. Danke weiter, tut mir leid. Werwolffilme, Vampirfilme, also Schmarrn. VHS. Aber in VHS, ja, ja. Der Georg hat gesagt, er wird jetzt bald operiert, also im Gebiss. Das heißt, da wird was rausgenommen im Kiefer und er hat heute einen Termin im Fachhof oben gehabt und da habe ich gesagt, du bist aber schnell wieder da. Ja, war bloß ein Gespräch. Ah, ich hab mir gedacht, weil du hast gesagt, eigentlich du fährst jetzt zum Zahnarzt und der Lehrer ist dann nicht gekommen. Jetzt haben wir gedacht, da lass dich operieren. Das ist ja so wie bei dir mit McDrive. Du fährst zu McDrive, kriegst dein Zeug und fährst wieder. Und so kam mir das vor und da hat er schon lachen müssen. Er hat gesagt, aber dann ist ja das Lachen vergangen, als er gesagt hat, im Juni oder Juli, am 27, 17. Muss er zum Zahnarzt und da kriegt er Vollnarkose. Er hat gesagt, das ist so, ja, ja, Frontzahn, glaube ich, ist, was er gesagt hat. Und da wird noch Zeug rausgeholt. Und das hat irgendwas mit dem Kiefer noch einen Haufen zum Tor. Und na, ich höre die schon noch. Alles gut. Und das ging mir vorher so, was schon, dieses Und da habe ich gesagt, Vollnarkose? Ja, leck mir am Arsch. Also ich krieg's ja Zeit von der Ergo, was schon, wenn ihr Vollnarkose wegen der Kiefer kriegt. Aber so schlimm. Und er hat gesagt, ja, also er kann schon bald nicht mehr richtig schlafen. Er hat mir das ja schon vor ein paar Monaten gesagt, dass er im Vorderzahn, dass das halt so Art die Spacks rauskehrt, oder was das halt ist, was reingebaut ist. Und da haben sie irgendwie noch was gefunden und das gehört nochmal neu gemacht und dann hat er gesagt, Vollnarkose. Sag ich, wow. Also örtliche darf bei mir noch gehen, aber dann ist schon schlimm. Und jetzt meine ich, mit 62, glaube ich, ist er jetzt, und das ist auch nicht schön. Und, oh. Ja, okay, das war so, wenn man gedacht habe, krass. Also ich bin jetzt mit der Ergo versichert, komplett 100%, ich muss nichts mehr zahlen. Ich muss halt vorausstrecken. Das heißt, wenn ich 300 Euro zahlen muss vom Zahnarzt, zahle ich die 300 Euro, nach einem Monat oder anderthalb Monat kriege ich das Geld wieder zurück. Aber von der Krankenkasse, Vollkasko eher, ja, so in Art. Ich krieg, so gesehen, Krankenkasse übernimmt ja eh schon, sag ich mal, was sind 40% oder so, 37 Euro oder so ein Schmarrn. Das ist schon fair jetzt. Bei der Barmer bin ich schon lang, die hat ja früher das anders da wieder geheißen und ich weiß schon gar nicht, wie es geheißen hat. Ich müsste dir mal die Zettel anschauen. Genau, ja. Rezeption. Ja, das habe ich eben nie gemacht. Da hat mir die Oma immer vorgewarnt, Margit halt. Aber das ist ja wurscht. Ich krieg trotzdem meine 37 oder 40%, was sind, die übernehmen wir wirklich frei. Das waren 528 Euro auf der Deutsch. Und die haben schon 200 noch irgendwas überwiesen gehabt bei mir. Und diese 320, glaube ich, waren es noch. Da waren es 208 Euro. Diese 320 Euro, die habe ich dann vorstrecken müssen und die habe ich mittlerweile schon von der Barmer sag ich schon, von der Ergo wieder zurückgekriegt. Das ist der Dental 100. Ja. Mhm. Hausratsversicherung habe ich seit 4 Jahren jetzt mittlerweile bei der Ergo. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ich habe es zwar eingetragen in meinem Passwortding, meinem Textdokument, aber das habe ich erst gesehen. Die Hausratsversicherung. Das heißt, wenn jetzt ein Freund kommt, saufer gescheit und hauen mir Möbel kaputt, dann kriege ich das. Das ist aber nicht die Hausratsversicherung, die heißt anders. Ja, da zahle ich 7 Euro na, das sind 27 Euro im Monat. 27 Euro im Jahr. So, Entschuldigung. Hm, ja. Das ist ja Haftpflicht, oder? Oder das ist ja dann Haftpflicht, so gesehen. Schon, gell. Ja, die habe ich auch, so ist nicht. Aber Hausratsversicherung, oder? Heißt das Hausratsversicherung? Wenn Möbels da vermöbelt werden von, oder mir fällt was roh und das war nicht Absicht. Ja gut, wir müssen halt erst einmal nachweisen, wie es der Lord auch am liebsten. Ja. Und das ist ja dann, das geht auch. Ah, okay. Mhm. Ah, okay. Ich hab das anders verstanden. Ich hab mir gedacht, wenn die jetzt kommen, ja, und du kannst das nachweisen, weil es irgendwie dann nur neu fotografiert werden und keine Ahnung, müssen sie da zur Rechenschaft irgendwie Unterschrift und ah, okay. Mhm. Na, das ist
bisschen suspekt. Das ist so suspekt, weißt du schon. Oh, ja. Ja, dann bumm. Das kann Verbundsglas nicht, ja. Mhm. So, so. Ja. Mhm. Was ist los? So, so. Ja. Wir sind mal bei Moorburg unten, der Türk heißt Mikko Golari und ich kenne ja die meisten Türken da unten und da sagt er beim ersten Tag so in der Richtung von, weil wir alles schwer gekriegt haben mit Isolierung, außenrum gesteift, Kellerbewährung und das, da sagt er, so, und morgen geht es dann volle Pulle. Jetzt sage ich, volle Pulle ist ja schon mal gar nichts. Jetzt muss erst einmal das Eisen eingepflegt werden, dann kommt der Beton und dann können wir mit volle Pulle rechnen, weil wir dann erst einmal mauern. Aber das hat er nicht so ganz kapiert, was ich gemeint habe mit volle Pulle. Volle Pulle ist ein volle Bier und ich weiß, dass der Türk kein Bier nicht trinkt. Aber der hat ja gemeint, morgen geht's volle Pulle, weißt du, so in der Richtung von, da können wir ja morgen saufen und arbeiten gleichzeitig. Das hat er aber nicht kapiert. Ja, na, dann habe ich schon in der Zeit kapiert, der Türk weiß ja gar nicht, was eine volle Pulle eigentlich ist und eine lache Pulle, weißt du, so in der Art. Das war lustig. Seitdem sind wir gut beieinander und ja, super Kerl. Ja, na, naja, so sind's drauf. Na, sie ist Rechtsanwalt, Gehilfin und lässt sich ein Haus bauen, Dreifamilienhaus hinten rein ins Familienhaus. Und er ist halt BMW-Arbeiter, kriegt halt auch ein bisschen Geld. Und der Vater war auch Bauarbeiter und das ist schon lustig eigentlich. Ja, jetzt stehe ich schon wieder vorm Klo. Jetzt schauen schon wieder so viele Leute zu, die verstehen ja eh kein Deutsch nicht. Weil die meisten sind ja sowieso Amerikaner oder Japaner, deswegen ich verstehe das manchmal nicht. Entweder der Dialekt oder so macht das aus. Ich hab kein, naja, ich hab kein Handy nicht in der Hand, aber ich verstehe die schon. Ich verstehe. Manche sagen, der Markus ist immer so einer, oder der Alex war es früher immer so, klatsch schon mal ein Tent, wo ich immer bieseln war, was steht, ein Container oder so, jetzt klatsch schon mal ein Tent. Das schaffe ich ja, aber es gibt auch Hoden, wenn man drauf war, weißt du schon, aber das ist so, aber mit dem Handy, wie soll denn das funktionieren? Hä? Ich habe ja bloß zwei Arme. Wieso denn? Ich kann es ja ins Bein nehmen, das Handy, aber dann da ich auf irgendwas tippen, was du nebenbei, das haut nicht. Das liegt vorm Keyboard, zwei Handys. Eins für Spotify, eins für YouTube. Hä? Aber wie war das? Das geht nicht, Mann. Ja, natürlich darf's gehen, aber es macht doch keinen Sinn nicht. Ich livestreame ja nicht selber, mein Gesicht. Das ist jetzt über Spotify, da wo nochmal Spotify meine Ohren laufen hat. Das ist jetzt das andere Handy, das 0179, das läuft jetzt praktisch über die Kopfhörer, dass ich die Ohren habe. Das ist händefrei. Ach so, hast du das gemeint? Jetzt kapiere ich das. Nicht wegen einem Livestream, sondern wegen wie die Ohren. Das mache ich schon seit Jahren, glaube ich jetzt schon. Auch mit dem Tomi und das. Das haut super immer hin, weißt du schon. Keine Ahnung. Du brauchst bloß Bluetooth. Das ist alles. Hau rein, hau raus. Dauert ein bisschen. Musst halt bloß das Bluetooth einschalten. Und dann muss es erkennen. Musst länger draufdrücken auf das Bluetooth-Dings da. Ich bin noch da. Schokolade. So daiji. Senjuk Chuchu Karaide. Oh, ich muss ja das höher sprechen, ne? Ah, Karaide. So daiji. Ja, so in der Richtung, ich verarsche dich so, als war schon ein chinesischer Spion schon drin, weißt du schon? Ja, ja. Aber Mann, das stimmt, die hört sich jetzt ganz verzogen an. Also das ist weit weg und dumpf. Na, als dass du auf dem Klo hocker und ich hör die von draußen im Flur drin.
Das hört sich ganz komisch an. Also die Stimme ist unklar, ich höre die zwar noch mit der Barbara etc., aber es ist so bei 56 Kilobyte jetzt noch, statt eine am Telefon 320. Na, na, ist gut. Passt schon. Warum liegt das am Fensterbrett? Was ist denn da los? Ja, warum nach draußen? Du hast doch WLAN. Also der Stimme ist jetzt ungefähr 8-mal schlechter als am Telefon. Ja, ist so. Ich muss was so sagen. 8-mal schlimmer. Nein, nein, noch nicht, nein, nein. Immer noch am Headset oder so. Ja, immer noch so schlimm. Genau dieselbe Situation. Oh mei, die Dinger kosten ja nicht viel. Und so telefonierst du mit deinem Freund oder wie? Okay. Sei gewarnt. Hier ist der Testanruf. Nein, funktioniert nicht. Sonst 48 bis 56 Kilobyte pro Sekunde sei. Das haut nicht hin. Das ist so, als das eigentlich, das hat nicht einmal mit der Wählscheibe war das früher gegangen. Nicht einmal da hast du einen klaren Ton gehabt. Das ist halt digital, ne? Jetzt, das sind schon 240 Kilobyte pro Sekunde. Jetzt wird's immer besser. Jetzt werden wir bald bei 320 wieder. Here we go. Was hast denn du da für Klump? Na, wie gesagt, also so Ding, das kostet 40 Euro. Die 48 Stunden braucht das bei mir, bis la wird. Ich kann da sogar was schenken, weil ich hab sogar noch zwei da. Wie gesagt, ein Link. Ja, du mit den ganzen Tabletten, mit den Krankheiten, irgendwann schaut das Auge dann einmal, sagt, gute Nacht einmal schnell, ich möchte jetzt schlafen gehen. Ich verstehe das. Das ist nicht so 24/7 und ich kann durchhalten und das. Das Geilste finde ich immer, wenn ich am Freitag, Samstag sauf und Samstag vielleicht noch den Sonntag rein. Am Sonntag ist dann halt, mir ist kalt, mir ist warm, ich zieh da, wie so Parkinson, nicht so wie Parkinson, aber schon wo ich sag, jetzt halt er mit der Hand grad, da zieht das da wegen der Vergiftung, weißt du schon. Ich denke, oh Gottes Willen, mach das noch so weiter so. Aber das Gute ist, also das habe ich ja Dr. Eberle auch gesagt, mein Hausarzt, dass ich gesagt habe, weil wir waren drin beim Putzen bei ihm, ich gesagt, ich habe ja als Maurer so nicht kennt. Und er hat gesagt, so Herr Lorenz, er hat gesagt, heute nicht Blut messen, weil wir, Blut messen soll schon, Puls messen, weil jetzt sind wir erst beim Arbeiten. Und es ist sehr stickig und ist sehr warm drin. Da dann es mindestens bei 200 am Puls kriegen. Und da hat er schon lachen müssen. Da hat er mir langsam erkannt, wegen der Arbeitskleidung und das. Und privat kennt er mich halt anders, da bin ich vorbeigekommen. Aber ich wollte aber sagen, wenn du was bestellen möchtest, dann Soundcore. 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 Sound, genau. Das habe ich jetzt schon mindestens seit 8 Jahren. Kaufe ich ungefähr jetzt 2 Jahre nach, weil manchmal ist der Bass nicht so gut und dann möchte ich die nächste Generation haben und eher zwar war das, aber wirklich, na, Mann, ich schenke dir das, was, das ist, aber um das geht's mir nicht. Was hast du da auf? Ein Kopfhörer? Ist das ein Headset oder so Kopfhörer wie wenn's im Telefonat-Dingsbums arbeitest? Also so wie, nicht Headset, sondern Earplugs. Earplugs. Ohrkopfhörer, also Earplugs, weißt du das? Ist es dann wie im Telefonstudio, da wo du ein Mikrofon praktisch zu deinem Mund hast, aber hast bloß auf einer Seite, weißt du wie ich meine, da gibt's ja das, da wo du an der rechten oder linken Seite eintust und dann geht so ein Mikrofon praktisch zu deinem Mund hin.
Ah, okay. Ja, die sind eigentlich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das war so ungefähr unter 56 Kilobyte. Das war schlimmere Qualität, als ich gesagt habe, der Chines hört uns ab. Ja, wirklich. Deswegen habe ich gesagt, achtmal schlimmer. Ja, du, ich rufe mich auch nicht selber und überprüfe mich, aber ich kann mich überprüfen über PlayStation Network. Dass ich mir ganz kurz reinschaue bei Sound Device und dann sage ich, oh scheiße, ich bin halt zu laut oder so. Aber bei dir ist halt das geht halt nicht. Du musst halt irgendwie so ein Programm noch haben, dass du überprüfen kannst. Ich weiß schon, was du meinst. Rechte Seite am Desktop normalerweise, wo du dann Audio aufrufen kannst, mit deinem Mikrofon dann. Genau. Ach, passt schon. Ich sag ja gar nichts. Aber wenn ich die so her, das ist so, als war ich vor 10 Jahren, da ich dasselbe, was du jetzt redest, da die auch so reden, was schon vor 10 Jahren. Aber die Technik, die geht ja so schnell voran, was schon, deswegen schauen die doch um den Scheißdreck doch nicht. Du, ja. Ja, da gehst du jetzt noch, oder wie? Ja, bitte nicht. Das ist schon nein. Hm. Ja. Also wenn das Handy das nicht nimmt, ich gebe dir bloß einen Tipp, dann bleibst einfach auf Bluetooth auf dem Handy länger drauf, auf dem Zeichen. Bleibst länger drauf, und dann möchte das wieder finden. Dann gibt er da Listen von deinen Nachbarn, wo dann Bluetooth auch haben. Ah, okay. Jesus. Technik. Ich verstehe. Krieg jetzt schon Harz draußen. Da, wie gesagt, der Georg Ernstraße, also unser Bauleiter, der Bruder, der arbeitet jetzt auch schon bei uns. Und ich weiß nicht, was Schürzenjäger heißt. Ist das sowas wie Jägermeister? Schürzenjäger? Sagt aber Schürzenjäger, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber das hat irgendwas mit alten Musikstil oder so zum da, oder 80er, 90er, keine Ahnung. Ist das so Jägermeisterart oder so? Da hat er einen Schal drin liegen vorne, war schon bei unserem Bauauto. Da steht drauf Schürzenjäger. Das hat doch, ha? Hallo? Also, aber Schürzenjäger kenne ich irgendwo her. Das ist ja wie Jägermeister. Das hat mit dem Alkohol nichts zu tun, sondern das ist irgendwie so, ist das so ein Gruppen dann oder was sowas wie die, ja, Nazi-Bazis oder so. Und, ja, ja. Ah, okay. Weil jetzt mal, wir fahren mal immer durchs Dorf und dann hupen wir mal einen Kurfer Stefan wieder, unser ehemaliger Baggerfahrer, und dann lacht er dann zuerst, das war das erste Mal, dann hat er gemeint, der Stani hockt drin, fahr bitte in mein Auto rein, das ist auch nichts mehr wert, es ist auch nichts mehr wert so in der Richtung, und dabei ist halt der Bruder vom Georg drin, von unserem Bauleiter. Aber, wegen der Technik und der, ich sag mal, was man jedes Mal, jetzt muss ich unbedingt das iPhone 15 kaufen, oder ich glaube, das 15 ist neu oder so, aber ist ja wurscht. Ich kenne mich da nicht aus mit iPhone, ich glaube, das 15 ist neu. Und er hat einen DVD-Player drin, einen uralten, von 2005 oder so, mit Bildschirm, den du aufklappen kannst auf gut Deutsch, wo du halt selber schauen kannst. Und er hat zwei Versionen, egal. Aber er hat halt CDs von Bravo Hits und von Mega Dance Hits. Nein, der ist so einer, der hört sich, wie du gesagt hast, Andy Berg, glaube ich, war mal vorher, oder Andrea Berg, aber er hört sich auch die Christi Berg oder Ricky Martin, Enrique Iglesias, Britney Spears und so, was halt so damals halt so 90er, 2000er und so war. Und das Lustige ist halt, er hat das am Beifahrersitz und es sind ja zwei Beifahrersitz und in der Mitte ist das Ding. Und der hat mich jetzt schon zweimal heimgefahren und er lässt halt raus. Ich sag ja nichts, das ist ein cooler Kerl, der ist 3 Jahre älter als der Bauleiter und so, ist halt sein Bruder. Und ich hab überhaupt nichts gegen ihn, ist ein super Kerl. Aber wenn das Ding läuft, der war jetzt bloß zweimal dabei, das kratzt, das schäbert, dann hörst du da selber die Scheiben innen drin und sage ich, und du sagst, das ist das neuere Modell von dir, was du damals gekauft hast, wo du sagst, das läuft besser als der andere DVD-Player, was du von deinem Cousin irgendwie gekriegt hast. Dann sagt er, von seinem Enkel, Entschuldigung. Und dann sage ich, okay, aber das Ding, was du, wenn wir unter der Fahrt sind und dann Ende. Mhm. Habe ich ihm schon gesagt, genau. Sagt, die CDs sind gut, aber der Laser mal nicht spinnt. Aber er ist halt auch nur so 20 Jahre zurück, weißt du schon. Er ist halt nicht stehen geblieben in dem Sinne, aber ich möchte kein Handy, kein neues nicht haben, er möchte mit WhatsApp nichts zum da haben, mit Facebook oder so. Er ist halt so einer, er hat zwar einen Computer da vielleicht, aber nicht wirklich das Neueste, wie der Malta, wo immer schimpft, ja,
du, in 10 Jahren kaufe ich mir einen neuen Computer, da ist er besser benannt für Eier und das hat er das halt nicht da. Aber ist halt ein lustiger Kerl. Warum soll man mit der Technologie immer mitgehen, weißt du? Deswegen habe ich einen hohen Respekt vor ihm. Das muss nicht sein. Ich bin bloß aufgewachsen mit dem und ich habe mich interessiert. Mittlerweile weiß ich nicht einmal, was die neueste Grafikkarte seit 10 Jahren ist, weißt du? Das ist mir scheißegal. Amazon-Computer kauft, fertig aus. Der kümmert sich mehr um Touren, glaube ich. Also Uhren. Das war sein letzter Spiel noch irgendwie. Ja. Der Pflegevater, der von der BMW auf gut Deutsch, der wo da gearbeitet hat, jetzt ist er Rentner. Der Tommy, der hat mit Hardware gelernt, mit dem Pflegevater, und Software hat man da weiter gelernt. Weißt, so bin ich aufgewachsen. Das war toll. Und die VHS-Kassetten, ja. Bloß das Einzige, was ich gehasst habe, ist immer, wenn du selber aufgenommen hast, weil der Vater das hingestellt hat, das Mikrofongerät, das war ein riesengroßer Kasten, wo du selber aufnehmen hast können, wie so als warst du auf der Bühne und kannst praktisch mit dem Kabel mitlaufen mit dem Mikrofon und redst rein. Das war halt mit der Stiefmam. Aber da habe ich so viele Kassetten, habe ich da noch. So viele Kassetten, was ich aufgenommen habe, und hier kommt die Wand und so, und hier ist ihr Liebespartner, hier ist ihr Herzblatt, hier ist ihr Herzblatt, und da Orgelsprach so Kollege, also Freund halt damals in der Grundschule noch, und da haben wir so viel Scherze gemacht und das, und dann kommt halt das Schweinchen und Hühnchen, und das hast du halt auf der Kassetten dann. Genau, ja. Das war's, genau. So, gerade so müssen imitieren, aber es war eine Frau war auch dabei, die wo das moderiert hat. Da war 2 Jahre, war eine Frau, glaube ich, hat das moderiert. Aber wie gesagt, das ist ja wurscht. Aber ich habe das immer auf Kassetten gehabt, und bei der Tante, wenn ich in Unterbinert war, bei der Schal, da haben wir dann auch immer ein bisschen was aufgenommen. Magst du nicht was reden, Sandra, und so, und was schon. Das ist dann mit dem Gameboy aufgekommen, 1996, dann ist mit der Playstation 1 aufgekommen, wo es dann Formel 1 dann ein bisschen gespielt hat, sich selber, weil es ja mit dem Massa da immer so, ja, so ein Spielen gehabt hat, weißt schon, ach, so Sachen. Ja, und jetzt sind wir so alt schon. Toll. Ich habe jetzt, wie hat er gesagt, eine Verfärbung an der Haut, aber das ist die rechte Seite, wie nennt sie das Ding nochmal? Ja, da oder den Wadel. Und das ist ja, wenn du von vorn her schaust, siehst du das ist halt eine Verfärbung dunkelrot. Manchmal geht's weg, dann ist so, ja, siehst du nur die Punkte von die Schweißdrüsen, oder wie man das sagt, dann auf der Haut. Aber manchmal juckt's, dann ist halt wieder rot am nächsten Tag, und das ist halt so, was haben sie gesagt, irgendwie, das hat mit der Haut was zum tun. Und ich sage allerweil, das kann jetzt, nein, das kann was sein zum da haben, weil, sage ich mal, sehr viel sauf, auf gut Deutsch, wegen dem Zucker. Also ich sauf ja nicht so viel wie damals jetzt, aber ich sauf halt, wie ich halt lustig bin. Jetzt sauf ich jetzt auch gerade nicht, ich rauche nicht einmal gerade. Ich sag, glaube ich, 1 Stunde oder so ein Schmarrn. Ich gehe halt bloß ständig zum Pinkeln, ja, das ist das andere. Aber es ist, wo ich gesagt habe, auch zum Dr. Eberle, wann muss das mir abgenommen werden? Wann wird das durchtrennt? Sagt der Herr Bergmann, soll keine Gedanken machen, das hat was mit der Haut zu tun. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der Marino Zettolini, der hat Adern gehabt, Blutadern gehabt, weil er sehr viel geraucht hat, der war Kettenraucher, Bayer, halb Italiener. Und der hat mit 36, hat er damals immer kurze Hosen noch gehabt, und der hat das auch immer gehabt, der hat so schwarze Flecken gehabt, vom Raucher, hat er mir immer gesagt. Aber das, was ich jetzt so hab, den sag ich jetzt mal 5 auf 10 Zentimeter, den Pfleg, wenn's juckt, dann juckt's, am nächsten Tag ist er dann rot, und 2 Wochen später kann es auch verschwunden wieder sein. Aber das ist so, wo ich mir denke, was ist das dann? Hat das irgendwas? Ich schicke dir nachher ein Bettel und das entscheidest selber, aber es tut nicht weh. Es tut gar nichts an dem Knie, aber das ist das Unfallknie. Ich habe, glaube ich, mehr als 3 Unfälle schon gehabt, wo ich mir die 2,5 Bandel gerissen habe, wo ich hängen geblieben bin, weil mit dem Knie, da komme ich immer zuerst auf, wenn ich springe oder vor irgendwas rausspringe. Komme ich immer zuerst mit dem auf, und dann komme ich erst mit dem linken Knie auf, weißt du? Und es ist dieses auch vom Fahrradfahren, auch, wo ich oft gestolpert oder so mal gestürzt bin, weil es Schneeeis war und so ein Scheiß, oder am Dingens im Maisfeld draußen, wo ich zuerst mit dem Knie umknickt bin. Also mit dem Knie, auf der rechten Seite habe ich mehrere also mehr als 90% durchgemacht als mit dem linken Knie, bevor dem was passiert ist. Da habe ich bloß einen Unfall einmal gehabt. Da hat es mir immer gescheit hingelassen auf der Treppen. Und das ist schon lange her, 4 Jahre. Aber auf dem Knie habe ich wirklich viel durchgemacht, auch beim Finsterer schon. Und da muss ich sagen, für das, dass das andere keine schwarzen Flecken hat, also die wusst echt, wenn du näher hinschaust, dann siehst du das, wo ich das aufs Raucher schirben darf. Aber das, so Gürtelrose habe ich gesagt, aber die Gürtelrose schaut ganz anders aus. Die sagen, das ist, und die habe ich nicht. Ich habe keine Schmerzen. Es ist dasselbe wie am linken Knie, dasselbe Schmerz, und das hat einfach nur mit dem Meniskus was zu tun und mit dem Kniescheiben ein bisschen was, wegen am schwer heben und weil halt immer Radl fahre und weil halt die Muskeln immer so da sind halt,
dass ich was aufhebe. Aber ich weiß, ich kann halt einfach 100 Kilo auf der Schulter tragen und dann ist das meistens immer auf der rechten Seite. Und wenn es auf der rechten Seite ist, geht es auch richtig nie auf mehrere. Und das hat schon, Ich schicke dann aber Battle, es schaut nicht schlimm aus, aber wenn man denkt, wenn der Hausarzt sagt, das ist nicht so zu bedenken, das hatte ja was mit dem Hautarzt was zum tun, dann muss ich mir leider entschuldigen, weil ich krieg nicht einmal Pickel, wenn ich, sag jetzt mal, mit dem chemischen Scheißdreck vom B03, also Beton oder wie sagt man, ja, Verputz oder so, dass ich da in Berührung kommt, dass ich da gleich Ausschläge kriege ich nicht. Und vielleicht einmal ein Wasserpickel da und hier, weil einfach die Haut sagt, okay, ich muss reagieren. Aber das ist so, wenn man denkt, das hat doch was mit dem Raucher, mit dem Saufer und mit dem Zucker was zu tun. Punkt. Weil Market hab ich schon. Hab ich schon. Die meinen Diabetes. Aber ich hab kein Diabetes, hat der Arzt gesagt. Ich hab kein Diabetes A oder B. Man, das liegt am Saufer. Das ist was anderes. Ich war, ja, Ali, weißt du, muss ein Muslime sein, was trinkt der Bier, weißt du, das war mein erster Gedanke. Oha, aber Cholesterin hat doch mit dem Bier nichts zu tun, oder? Das hat ja mit dem Fett was zu tun. Ach so, die Verfettung. Genau, das geht in die Leber. Und das ist dann, okay, das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, man, du meinst, das ist ein A4-Blattl, das sind zwei Seiten. Das kriege ich jedes Jahr vom Eberle. Da sind alle Werte drauf, auch von, na, wie heißt das in der Blasen drin, die Pipi-Werte, sag ich jetzt schon. Ah, mit der Gicht, jetzt habe ich es wieder, wo ich da Gicht gehabt habe vor 2 Jahren. Eigentlich vor 3 Jahren habe ich es gekriegt, aber vor 2 Jahren geht, vor 2 Jahren war's. Letztes Jahr habe ich es noch einmal gehabt, 2 Tage lang, mit dem C, warst du schon, mit dem großen C, auf der rechten Seite. Und da wo ich gesagt habe, aber der Christian hat mir, also der, wie heißt das der wieder, ist ja wurscht, auch so ein Arzt, der wo wenn der Eberle nicht da ist, habe ich zu ihm gegangen, und dann hat er gesagt, du hast Gicht, das war vor 2 Jahren, da haben wir ausgebaut beim Wolfgang Reisinger da oben, beim Fuchs in Geisenfeld. Und da habe ich echt, wo ich gesagt habe, Stani, mir geht's halt nicht gut, mir ist schwindelig, und am nächsten Tag habe ich Gicht gekriegt, und dann, gerade, dass ich so zum Arzt, zum Fleige, Christian Fleige heißt er. Und da bin ich so hingegangen, und da war auch der Ludwig Bauer, war danach dann da, wo ich da gewartet habe und das. Und wie gesagt, dann hat er gesagt, du hast Gicht. Dann hat er mir Tabletten gegeben, und als ich dann 6 Wochen später zum Eberle gegangen bin, hat er gesagt, du hast keine Gicht. Das hat mit deinem Bluthochdruck was zu tun, das hat auch mit dem Saufer was zu tun, das hat auch mit deinem, weil mein Blut also nicht richtig dickflüssig ist, wie es normalerweise sein sollte, das ist halt höchstwahrscheinlich durch den Alkoholkonsum. Und dann hat er gesagt, du hast keine Gicht, setz sofort die Tabletten ab, du musst was fürs Herz nehmen. Du musst auf 150 Impuls kommen. Und diese Herztabletten haben mein Herz zwickt, obwohl ich nichts mehr getrunken habe. Ich habe 1 Woche lang das abgesetzt mit dem Saufer, bin auf Baustelle gegangen, habe das einen Tag, also in der Früh muss das nehmen. Normalerweise so um 1 oder was sollte das auch nehmen, aber dann war eh schon Schluss um 13, um 15 Uhr oder was. Dann habe ich seit daheim genommen, sprich um 18 Uhr eigentlich dann. Also eigentlich 5 Stunden verzögert danach, aber egal. Ich habe dann einfach Herzschmerzen in der Nacht gekriegt, und am Arbeitsbeginn um 9 Uhr habe ich einen Nasenbluten gekriegt. Ich bin auch zum Eberle gegangen nach 3 Wochen. Der hat mir ein 4-Packi, an Weihnachten hat er mir einfach mitgegeben. Hat gesagt, nehmen Sie das ist jetzt das beste Zeug, ich gebe es Ihnen gratis, probieren Sie es aus und etc. Aber das war, wo ich eher gesagt habe, das geht nicht. Du hast permanent 180, das ist bei mir, ich wette auch drauf, auch wenn ich 160 oder 170 damals vielleicht gehabt habe, schon als Kind. Aber dass ich dann bei 180 und dann soll ich bei 150 soll ich nachgehen, soll ich auf der Baustelle arbeiten, und da brauche ich halt nicht den Puls, aber den Druck irgendwie. Und wo kommt der Druck her? Also muss das Herz arbeiten. Und wenn ich jetzt Tabletten nimmt, dass der Puls auf 150 nachgehen soll, das kann ja bloß weh tun, das kann ja bloß irgendwas tun. Und das hat ständig, genau. Ich brauche ja irgendwie den Pressure, also den Druck, dass ich dann arbeiten kann, dass ich schwere Sachen wieder nehmen kann, so wie es mir halt kennen. Na, Adrenalin ist was anderes da. Das stoßt ja bloß deine Freude aus. So in der Richtung von, haha, schau mal her, ich trage 100 und was tragst du? Ein Kiwi oder was? Ich trage 2 Kiwi auf einer Schulter, so eine Gaudi halber, weißt du, wie ich mein? Oder kurz vorm Tod. Ja, wenn du jetzt gerade von der Brücke runterspringst und auf der Seil dran. Ja, genau. Ja, ich weiß schon, aber das wollte ich jetzt bloß so sagen. So, ja. Da kein so ein Autounfall. Keine Ahnung. Das Beste war unser Autounfall damals, wo wir zum Griechen gegangen sind. Die, wo es jetzt nicht mehr gibt, da wo es jetzt dabei, eigentlich seit 4 Jahren schon bayerisches Schmankerl nicht machen wollten. Dann sind wir die letzten eigentlich gewesen beim Griechen, wo wir mir einen Unfall gehabt haben, wo du mir 2016 vom Furt im Wald abgeholt hast.
die wo schwanger war, wo wir erst dann festgestellt haben, wo es aufgelöst war. Und dann habe ich dann gesagt, Mom, jetzt Obacht, jetzt passiert was. Und dann ist das Kumpel, und ich habe das live gesehen, wie es reingefahren ist, weißt du schon. Das war so, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt eigentlich der Fakt, wo ich mir gedacht habe, puh, das ist Adrenalin, oder wie? Ja, ja. Aber ich war voll da, weißt du. Ja, von den Brüdern. Ja, genau. Ja, die kenne ich, die waren mal in der Werbung. Und so habe ich es kennengelernt. Oh, das ist ja scheiße. Das sind Zwillinge gewesen, nicht Brüder. Ja. Na, selber aufpushen. Aber um das geht's mir nicht. Um das Adrenalin ist ja auch, ich meine, das findest du ja überall, wo du gerade sagst, jetzt habe ich Bock drauf, sondern irgendwann wandelt sich das um. Das ist ja sowas wie ein Zuckerflash. Wenn du jetzt ein Jahr lang nichts mit Zucker zum Tor gehabt hast, so ungefähr. Aber der Körper macht einfach das. Der Körper sagt dir, was das Gehirn zum Tor hat. Und nicht das Gehirn, was der Körper zum Tor hat. Das glaube ich ist eben, ich bin kein Doktor nicht, aber sehr fix bin ich mal gut drauf. Ja, so geil. Äh, hm, ja, das geht nicht. Mom, das war dann Traubenzucker, oder? Traubenzucker war das dann. Das war besser, ja. Dextrose, oder wie das geheißen hat damals. Das hast du mir damals einmal bei der Oma immer gebraucht oder das Oma immer gekauft. Das waren ja so Backe, so viereckige Dinger, weißt du schon. Hat nix gebracht. Null. Genau. Ja, ja. Hm. Ja. Klinik von Furt im Wald oder Danubius Klinik. Ja, ja. Du, ein Schwan. Äh. Na gut, Kekse ist in Ordnung. Das mischt ja mit dem Zucker und mit dem Vollkorn und das aber. Weizenmilch, Entschuldigung. Ja. Hast du sowas oder wie? Hast du so Ohrläppchen oder wie? Oder wie ist es dann bei dir? Nein, nein, ich sag, wie messt du das? Ohrläppchen oder Daumen? Wo? Ohrläppchen bei dir oder Finger dann eher? Mhm. So ist das. Mhm. Mhm. Glaub mir, da läuft Fehlblut durch. Du kannst immer bluten. Also, da ist schon viel passiert bei mir. Wie ich gesagt habe, sie fixt das halt einfach nicht auf. Ja. Wie die Sportler. Ja, ist schon klar. Die lassen sich, glaube ich, hinterm Ohrläppchen sogar, also hinterm Ohr selber irgendwie reinstechen. Weil es hat ja die Ader besser finden, weil weniger Fett ist und das, dann sieht man es besser. Ja. Dopingtest, here we go. Entschuldigung, das wollte ich sagen. Ja. Ja. Also du hast so ein Gerät. Du stichst die damit. Na, hier? Also du hast es gar nicht. Ach so, ja, man denkt, du hast was. Ja, das gibt's ja. Du kannst es ja frei kaufen. Ja, weil du von Cholesterin immer redest, was schon, dachte ich mir, okay, du hast sowas. Korrekt. Und warum kaufst du dir sowas nicht? Weil ist es dann Cholesterin? Ja. Mhm. Ja, deswegen, ich überlege gerade, was jetzt das sein kann mit dem Bein, was schon. Und das ist jetzt so, wenn man denkt, okay, Diabetes habe ich ja nicht. Diabetes A oder B, glaube ich, hat es auch nicht so was noch anders, oder?
Das heißt nicht Diabetes A oder B. Also gibt es. Ah, okay, das. Hm. Nicht Hepatitis. Diabetes habe ich gesagt. Nicht Hepatitis. Diabetes, Mom. Mit Hepatitis wäre ich wohl kaum was zum haben. Wenn ich, du weißt ja selber. Musst du das jetzt sagen? Schmarrn. Ja. Ja, das darfst du nicht vergessen, was du damals verarbeitet hast, schon. Was dann auch vom Darm aus wieder ins Blut reingeht. Das ist krass. Also der Körper ist. Ja. Ja, als Bauarbeiter weiß man alles von seinem Körper. Das ist Wahnsinn. Also, nein, ist wirklich so. Ob der Arschbacken wieder besser geworden sind, muskulär oder fetter geworden sind, ob die Beinmuskulatur wieder funktioniert oder jetzt mittlerweile bin ich wie Popeye jetzt wieder mit die Armen, weißt du, das ist brutal, also das geht schnell. Aber das ist halt, umso mehr Muskelaufbau du wieder jedes Jahr hast, im Frühjahr dann schon, wenn es schon losgeht, und dann wird's wieder sau heiß, dann kann es sein, dass ja die Verfettung eigentlich nicht von den Armen, die wandern entweder auch irgendwo anders hin, die Verfettung, die möchte er weggehen, er möchte Aufbau, Muskelaufbau, also geht's Fett irgendwo anders hin. Wo möcht's dann ausschwitzen? Geht's in den Darm rein oder bleibt's irgendwo hängen? Und das heißt, du kannst wie beim Tomi-Enten, dass du mal dann halt in deiner Blase dann ein paar Steinchen drin hast. Kann sein. So hat es mir, und das glaube ich auch. Das ist irgendwie, ja genau. Und das ist nicht schön. Wenn du dann immer noch beim Pieseln stehst und es tut dann weh, weil so Split rauskommt. Okay. Nein, ich hab das nicht, aber ich sag das nur. Ich stell mir das vor, weil der Tomi hat mir das damals so geschildert, wenn man gedacht hab, Alter, du wirst mal leid wegen dem Scheiß und das kostet du eigentlich, warum isst du denn dann immer so schnell? Hör doch mal auf. Das habe ich ihm immer prangert, wo ich gesagt habe, weil du so schnell isst und nichts neu trinkst. Du rauchst immer gleich, dann hockst du hier und schlafst dann oder so, weißt du? Ah, Wasser, nicht Cola. Ja. Also die Mix, im Mezzo-Mix würde ich schon sagen, die Spezies vom Fuchs, du weißt das selber. Richtig. Ich bin nicht stolz, aber manchmal trinke ich auch Tequila, wie jetzt gerade. Tequila hat keinen Zucker. Tequila ist wie Obstler. Ist wirklich so, ne? Es ist, ja, natürlich ist da Zucker drin. Es mag schon sein vom Obst halt, aber weil es halt 10-mal Brand ist so in der Richtung. Ah, Mann. Deswegen, deswegen bin ich ja weg vom Rum, weißt du, weil Rum hat ja genauso viel Zucker drin wie Cola. 2 Liter Flaschen, das ist ja brutal. Und ich habe ja das Cola mit Rum gesoffen. Dann kannst du dir vorstellen, dass da in 2 Liter eigentlich das Doppelte eigentlich von Zucker, was eigentlich nicht möglich ist technisch, aber da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, weil am nächsten Tag, da zieht es da gleich so drauf und du hast vielleicht einmal 2 Tassen davon getrunken und da geht's mir einfach gar nicht anders da. Nein, nein. Und Tequila ist so, wo ich mir denke, so fix, du wirst nicht besoffen am nächsten Tag, du hast keinen Kopf nicht auf, das ist alles schön, weißt du. Schmeckt auch wie Obstler. Es heißt halt Tequila. Es gibt 3 verschiedene Sorten, aber die haben bloß einen anderen Geschmack, weil da der Apfel nicht reingekommen ist, weil da die Bier nicht reingekommen ist oder was weiß ich was rein haben. Oh, nein. Es gibt weiß-rot und es gibt den goldenen Hut. Okay, geiler Mac. Ich sauf eigentlich nur den goldenen. Ich habe jetzt letztens habe ich mir den weißen, den weißen habe ich mir noch nicht geholt. Aber den roten habe ich mir geholt und der Geschmack ist wirklich anders da. Der ist ein bisschen, man denkt, der ist hochprozentig, aber es hat genauso 38%. Aber das ist, als da irgendeine Frucht, eine süße Frucht rausgenommen haben. Der goldene, der hat irgendwie alles drin. Wie heißt der? Repasado. Es gibt keinen Unterschied. Ich kann die Flaschen nochmal rausholen. Wie gesagt, vom Mackerl her alles dasselbe, dieselben Zutaten irgendwie, aber das schmeckt ganz anders. Also, als wenn es Birne raus tue oder so. Ein bisschen schärfer als der, aber hat selber 38% und ist genauso gefiltert wie der andere. Es steht nur drauf, dass, hm, äh, das war das Spiel, wo ich angefangen habe vor 2 Jahren. Viel Teufel, da habe ich Limette immer geholt, Zitrone und Salz immer auf der Handflächen drauf. Das war ekelhaft im Livestream. Blah. Das ist so bitter dann und so versäut. Du verbrennst dir deine Zunge mit dem Salz, weißt du? Das ist, na. Da habe ich gesagt, das kann ich im Livestream nicht bringen. Ich möchte auch ein bisschen Bierchen nebenbei trinken, aber schon, das haut überhaupt nicht hin. Ja, nein, 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 nein. Und mittlerweile habe ich jetzt ja schon 42 Kapperl oder was habe ich schon gesammelt, weil das wirf ich immer auf mein Skelett immer drauf. So in der Richtung von, na, wie geht's dir dem Guyver Mac und Nitro the Bad und also Schmarrn, weißt du schon. Das ist halt so der Livestream-Gag. Schauen immer nur 3 Leute so. Was ist los mit euch? Ah, die hören die nicht, gell? Nicht, dass du meinst. Die haben die bloß. Ja, die denken halt schon wieder, ich rat schon wieder mit mir selber. Einstein-Theorie, oder? Hallo? Mann?
Oh oh, Mom ist gut. Frau Berger. Das ist wirklich gut, oder wie? Ja, die ist noch da. Was, seit einer Viertelstunde warten wir schon? Jesus, Maria. Jetzt bist du wieder da. Wo warst du jetzt? Ja, du warst jetzt ungefähr 20 Sekunden nicht da. Das habe ich nicht gehört. Und das ist das, was ja letztens bei uns war, wo ich dir immer geredet habe und ich habe dir auch gehört, aber du mich nicht. Wenn es dann so bist, das tut mir leid. Ich habe keine Verkabelung nicht. Ich habe ein Handy und da läuft. Ja, nein, ich verstehe schon. Ja, wir sind nicht 1980 oder so. Ich kapiere schon. Wann? Ach so, wo ich einen Tommy versprochen habe. Nein, ich habe einen Tommy angerufen. Am Walter habe ich gratuliert, übrigens, im März. War der 20. März. Wo der Ludwig ja auch Geburtstag. Und deswegen habe ich auch, das war das letzte Mal. Das tut der Walter auch nicht. Das macht der Walter auch nicht. Der ruft auch keiner an oder so. Aber der Walter war gerade schlafen, weil er irgendwie ab Nacht wieder was, ach so, wegen der Pflege von der Oma, weißt du schon. Der Walter, der schlaft, wie war das nochmal? Ab 9 Uhr hat er bis um 6 Uhr in der Früh hat er Wachdienst in Richtung für die Oma. So haben sie mir verzeiht. Na, weil das ist ja so, dass die Dame, die arbeitet von 6 Uhr bis um 12 Uhr und dann von 1 bis um 18, 19 Uhr und dann ist halt der Walter dann, schaut halt auf die Oma. Also wenn ihr was feiert, zum Toilette gehe oder so, das habe ich ja gehört, weil die wird bloß, die wird ja nicht 40, nein, das sowieso nicht. Aber 24/7 ist ja die Dame nicht da, weißt du schon. Und die wird ja auch jetzt dritte oder vierten Monat, glaube ich, wechseln so oder was. Die haben ja auch Familie, weißt du schon. Und ja, na so läuft es halt. Oder Walter ist halt eigentlich über die Nacht, ist eigentlich für Thomas da dann, also für seine Mom, ja, dein Mann. Ja. Ja, das weiß ich bloß. Und ich habe etwas angerufen, das war der letzte Kontakt, heute ist der 24. April. Und am 21. hat er Geburtstag, mit Ludwig natürlich, mit dem Bauer Ludwig. Und so sind wir drauf gekommen. Der Tommy dann so, was? Hat der Walter Geburtstag heute? Sag ich, das ist dein Bruder, du musst doch wissen, wann der Geburtstag hat. Selbst der Ludwig hat einen Geburtstag. Und da steht oben drin, du kennst doch oben ihre kleinen Kalender. Da wo drin steht, wann jeder, wie heißt das jetzt wieder, Namenstag hat. Und da hat's einmal die Sachen drin, der Christoph oder so, das Christoph immer nur mit 2F schreiben darf. Die weiß immer noch nicht, dass ich mit PH, aber Christoph Fähre halt, das ist ja wurscht. Wurscht. Oder Barbara, oder Sand, Barbara, glaube ich, heißt das dann, und da hat sie das immer drin. Und der Tommy, und das hat's anscheinend immer noch vorbereitet. Und der Tommy so nimmt den Kalender, oh, der Walter hat jetzt wirklich Geburtstag. Also du, es ist 19 Uhr, da kannst du ihm noch gratulieren. Ja, der schlaft jetzt, aber der muss jetzt bald wieder aufstehen und sich halt für Thomas kümmern. Da habe ich es kapiert. Dann hat er mir das so verzeiht. Oh, jetzt hab ich nicht gewusst, dass der heute Geburtstag hat. Du bist ja freilich, immer. Bei dir drin, also bei der, wo du mit deiner Schwester drin warst, oder ich mit meiner Schwester und ich allein dann und dann Barbara da zum Schluss noch und da lebt die drin und raucht aber, jetzt kommt ja auch die Person drauf, wo Balkon ist, Raucherecke so in der Richtung und geht's halt auf. Ja, kennst du, ich hab mir gedacht, wie lange warst du dann nicht mehr draußen bei der Oma? 2 Jahre? Hahaha. Ja, schau her, du musst es doch wissen. Die waren ja schon letztes Jahr, waren ja schon 3 oder 4 Pflegerinnen da. Na, ich sag bloß, ich war ja damals mit dem Radl, das war im November oder so, oder ja, November, glaube ich, war's. Heute, das war Hopferzupfer war das, glaube ich, wo ich rausgefahren bin. Einmal Hopferzupfer, 3 Wochen später war ich dann zweimal in einer Woche draußen mit dem Radl. Wie ich gesagt habe, sie fix, ich rauch so viel und ich kann fahren, wie ich möchte. Ich krieg immer noch meine 25 Kilometer am Bergen auf. Scheiß drauf, das ist Wahnsinn. Ich hab nicht einmal geschwitzt. Na, der Tommy hat ja gerade das Gartelfahren gemacht, also bei der Hauptstraße, also nicht gegenüber, der große Garten, sondern dann hat er gesagt, was tust denn du da? Also, ja, mal. Und dann bin ich vorbeigefahren, einmal Runden gemacht, habe ich nicht einmal schnaufen müssen. Dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt durchschnittlich 25 Kilometer pro Stunde gefahren im Mountainbike. Mir fällt genauso wie vor 8 Jahren, wo ich damals bei euch noch war und fällt gar nichts. Ich habe gesagt, schau her. Aber ich rauche so viel. Aber es sind halt Zigarillos ohne Filter und ich weiß nicht, wie das die Lunge annimmt. Das ist halt wahrscheinlich ein Schlatz, der die Lunge immer dünner, also kleiner macht, aber nicht so wie Nikotin das vielleicht, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich muss nicht einmal in der Früh husten, weißt du schon. Ich habe trotz alledem immer noch den Effekt, dass ich sage, ich habe halt die Power in der Lunge da, ich kann halt reden und etc. Es funktioniert.
ab und zu tut's Herzstechen, aber das ist halt am Bau erst schon, wo ich sage, oh, jetzt haben wir so viel Storner schon gelangt und das, möchte man dann mal kurz Pause machen. Das ist, ich denke mal, das ist, aber die Storner werden auch nicht immer leichter, die werden immer schwerer. 42,5, dann geht's auf 50er, weißt du, und schon früher ist einfach die 24er Stor. Und das sind teilweise die 24er Stor, die haben jetzt ja schon einen Durchmesser von der Lambda-Wert und das, die sind doppelt so schwer wie früher, weißt du, wegen dem blöden Lambda-Wert, wegen diesen Isolierwert und den Schmarrn. Also das kann ich nicht vergleichen, wie damals beim Ethnova, wo ich angefangen habe. Das ist schon was anderes, der jetzt geworden. Jetzt bist du wieder da. Ja, vorher hast du wieder diese komischen chinesischen Kilobytes gehabt. Wie gesagt, also bei mir funktioniert alles gut, aber wir können nicht streiten. Ich bin nicht der Andreas Berg, weil der da darüber streiten. Ei, ei, ei. Das war mit Corona war das Schlimmste, was ich mit dem durchgemacht habe. Also ein Andreas so getroffen hat, Margit und Sandra haben sie weggesperrt wegen Corona und die gingen bloß noch raus, wenn sie zu zweit dann einkaufen gingen. Und der hat ja von Corona das ist das Schlimmste und ja, der hat mir so einen Vorwurf gemacht und das, warum gehst du auf Baustellen und so? Und ich sage, du Onkel, ich muss mein Geld verdienen. Da haben wir eigentlich einen Kontakt mit dem seitdem abgeschlossen vor 4 Jahren. Wirklich, ist so. Seit dem Vater seinen 60. Geburtstag, danach war einfach Feierabend. Komplett Feierabend eigentlich. Ich mag Elke sehr gern, ich mag einen Andreas wirklich sehr gern. Er hat auch gesagt, du kannst bei mir oben einziehen, wenn es einmal so weit ist, wenn es so schlimm kommt, mit der Störfmann, da wo er bis heute noch nicht verputzt hat und das, und Ernst Gron halt, und, nein. Aber das ist nur wegen dem Corona-Scheiß. Wahnsinn. Weil er einfach so sittenmäßig, jetzt arbeitet er trotzdem bei der BR weiter, aber schon, weil wir haben keinen Kontakt mehr. Das ist super Onkel gewesen. Tja, verkackt. Natürlich. Ach, klar. Korrekt. Der ist halt mehr auf der Market-Seite, weißt du schon. Zwar nicht auf den Pub-Seiten, der Andreas hat mir immer gewarnt, der Pub war sehr ausgiebig. Der hat immer, wenn er das Geld gehabt hat, hat er das eigentlich gern rausgeben. Jetzt kann ich dir was fragen. Der Markus, mir, also eigentlich, sag jetzt einmal, wir wissen mal, dass in Eigelsbach im Burgweg, du kennst die noch. Du hast mir ab und zu der Evi oder zu der Eva oder wie es geheißen hat, hast mich ab und zu als kleines Kind dann aufgeschickt und sie war schon, glaube ich, 10 Jahre älter oder so. Und das ist, was da war doch eine freie Wiese vor unserem Haus in Orgelsbach. Und eigentlich gegenüber vis-à-vis, über der Wiesen war so ein Haus mit großem Grundstück. Also ein Bungalow kann man eigentlich sagen, oder? War nicht halb. Na, das ist was anderes. Das haben sie dazu gebaut. Das ist einmal neu gebaut worden. Aber ich meine jetzt oberhalb. Die hat Eva oder Evi oder Evelyn vielleicht auch geheißen. Das war eine gute Freundin von dir. Die war sehr, oder sagen wir mal jüngere Freundin definitiv von dir, weil beim Stadler hast du auch eine Freundin gehabt, glaube ich. Ja, das war was anderes, weil ich damals, die Frau damals, also die Dame, derer Zeit war es ein Mädchen, weil es vielleicht 15 Jahre schon war oder 16 Jahre alt, die hat immer ab und zu auf mich aufgepasst. Das war für ein paar Stunden oder was. Wenn du unter Binnert reingefahren bist, ja, wurscht. Aber ich bin gerne aufgegangen zu ihrer. Das Haus wird verkauft. Und dann haben sie halt so geredet gehabt. Ja, genau, okay. Jetzt bin ich durcheinander, jetzt auf mich wieder. Und zurückwirkend jetzt auf die Burgweg 8, da war ja so, hat der Vater Schulden gehabt beim Hildebrand, beim Bürgermeister damals? Ich habt ja das Haus gebaut, oder? War das schon da? Mhm. Wie seid ihr auf das Haus dann gekommen? Vollweg, sagt mal was. Mhm, ja. Aber du hast ja gesagt, es habt ja noch Taschen deckt und das und, oder wie war das? Dachtaschen deckt. Dachtaschen. Na? Hm. Ja. Verputzt auch schon. Innen verputzt? Na. Außen verputzt? Ja. Mhm. Was auch echt schön war. Das werde ich nie vergessen. Aber ich werde niemals auf Fußbodenheizung einbauen. In meinem eigenen Haus, weißt du. Es ist sinnlos. Aber um das geht's mir nicht. Ist der Hillerbrand, ist der Senninger, der hat ja damals Senninger vielleicht auch noch geheißen, wie jetzt auch, die Baufirma.
Warst du die Baufirma dann noch? Nein, nicht. Hm. Weil, wie gesagt, der Pap hat ja immer Probleme gehabt mit dem Hillerbrand, mit dem Bürgermeister. Was geschuld? Ah, okay. Ja. Mhm. Na, alles gut. Na, passt schon. Ja. Ja, weil er hat ja damals irgendwie seine eigene, nicht GmbH gehabt, sondern er hat sein eigenes Ding gehabt, wo dann Stiefmann dazugekommen ist. Dann haben sie dann gesagt, machen wir GmbH draus, wie der Stiefmann, als Bürodame so in der Richtung. Und da bin ich irgendwie draufgekommen, dass er immer mit dem Hildebrand was dann da gehabt hat. Da war mal Überflutung unten drin im Keller. Und da ist der Hildebrand mit der Feuerwehr und das und ja, aber, genau, ja, passt genau. Ah, nicht nur einmal, Mom, da warst du schon gar nicht mehr da. Da haben wir schon selber dann, ja, ja, nein. Aber irgendwas hat er immer mit dem Hildebrand zum Tag gehabt, als hätte ich mir als Kind schon gedacht, dass er irgendwie irgendwas schüttet oder so. Als hätte er irgendwie was nicht zahlt, dass er Raten zahlen muss beim Hildebrand und korrekt, korrekt. Also hat er Ratenzahlung bei ihm eigentlich gehabt, weil der Hildebrand war ja eigentlich der für der Sänger, ja, hm, den kenne ich ja. Krass. Ja, hm, ja. Du warst ja, glaube ich, mit 6, 7 Jahren, wo ich alt war, warst du eigentlich schon in deiner eigenen Wohnung. Und da wo ich dann auch zu Barbara gesagt habe, vielleicht kannst du bei der Mama aufkommen. Du hast immer gesagt, du hast einen kleinen Raum und das und ein kleines Apartment und das darf nicht funktionieren. Aber Barbara hat gesagt, geh einfach da rein, bevor die Stiefmutter dann noch weitermacht mit dem Blödsinn da, dass du dein Zimmer nicht aufräumst und unordentlich bist und sie hat alles umgeworfen. Aber das hat er eigentlich Stiefmutter gemacht, bevor sie nach Hause gekommen ist von der Schule, aber das ganze Zimmer unordentlich. Das war unser Spielezimmer eigentlich. Ja. Die hat zweimal versucht, zu Oma zu ziehen. Blaue Säcknummer und wollte zu Oma gehen. Die Polizei hat's aufgeklappt. Das weil die Stiefmann gemacht hat, so in der Richtung, wir können uns so auch rausekeln, weißt du schon. Aber das ist halt früher gewesen. Aber ich möchte jetzt nicht drüber weggehen. Das ist immer scheiße, ne, wenn ich drüber rede. Aber ich weiß halt das noch, weißt du schon. Ich komme von der Schule heim und dann hast du schon so in der Richtung, Barbara hat eine Unordnung in ihrem Zimmer gemacht, wo unser Spielezimmer damals war. Und so ist halt, und dann habe ich gesagt, irgendwann mal, geh zum Mann, ey. Ich hoffe, dass ein großes Apartment und das, ich habe ja nicht gewusst, dass Apartment heißt, eine große Wohnung oder so, wie ich gesagt habe. Das hat dann irgendwann Gott sei Dank auch hingehauen. Mir war das wurscht mit ihrer blöden Mom da, aber hm, ja. Nicht nur bei dir, auch bei der Rosa. Ja, Bullshit. Ich bin mit der Lampe hinterher gerannt, ja. Wo sie dann gesagt hat, Polizei rufe ich gleich an. Da war 11 Jahre alt. Wo ich gesagt habe, da kann man Polizei gar nichts machen, wenn ich die eine drüber schlagen darf. Passt, da reden wir weiter. Ja, krass. Mhm. Ja, krass. Ja, ja, warum nicht? Hat der Pappen unterschreiben müssen für den Schmarrn dann? Du hast du einfach recht gekriegt. Eigentlich solltest du sofort recht kriegen, weil du bist ja eigentlich Mann. Aha. Also hat er schon gewusst, was los ist eigentlich da oben. Mhm. Ja, ja. Die leichte Schulter nehmen. Ja. Oh Mann.
damals hat es die Nummerblockierung noch nicht gegeben. Ha, ha, ha. Aber ich wollte bloß was sagen. Ah, weißt du, ich hatte Margit, Sandra, ich hatte die zwei Onkels, Doma hatte ich. Deswegen, ich bin dir niemals böse, wenn es um so ein Thema geht. Hat. Ich habe einfach bloß gesagt, schau, dass Barbara einfach, und ich habe sie ihrer, kennst du die Bank noch, da wo unten drin Schuhe drin waren, du kommst in den Flur rein, da ist die Bank da gestanden und unten sind Schuhe immer drin gewesen, wo ich mir geglaubt habe, dass da Schuhe drin sind. Und da haben wir uns hingeguckt an Barbara und die, wo sie nervlich fertig war. Dann habe ich ihr gesagt, wie schaut's mit der Mom aus? Meinst nicht, dass sie einen Platz hat? Und so sind wir drauf gekommen, weißt du schon. Aber die blöde Matze, dann, wo ich 12 Jahre alt war, kurz vor 12 Jahren war ich da, 2000 war das ja dann, und dann hat sie mir, wo ich abgespielt habe und das mit dem Stiefbruder, ist der Stiefbruder mal weggegangen, weil ich gesagt habe, ich muss mal schauen, was im Fernsehen läuft, haben einen Sherry, bla bla bla. Dann kommt die Stiefmutter hinter mir her und dann sagt sie einfach so, es gibt eine, sie hat damals Patchwork-Familie zu mir gesagt, nicht Pflegefamilie, sondern Patchwork-Familie. Da kann das T gehen. Der Vater da gewiss zustimmen. Dann habe ich schon langsam begriffen, die möchte uns einfach bloß loskriegen. Ah, nein, ich habe einiges durchgemacht mit der. Ob die Wellensittiche verreckt sind, weil sie Spülwasser nicht noch hat ins Wasserbad oder so, wenn du daheim kommst von der Grundschule und das und oder Hauptschule geworden ist in der Zeit mit Stefan Raab, wo es aufgekommen ist, aber das war so wohl wieder da. Und ich habe auch sehr viel mit den Arbeiter geredet, wo ich mit dem Vater auch mitgefahren bin, Freitag, Samstag, Sonntag. Ob ich jetzt Graz, Linz oder Wien oder sonst wo war oder Ried oder was. Ich habe die Arbeiter, der Amelie viel erzählt, an Schmidt Andreas damals auch viel erzählt und die haben mir das auch geglaubt und der Andreas natürlich auch. Aber der Vater, auch wenn der Andreas, der eigene Bruder mit ihm geredet hat, der hat einfach verweigert. Der wollte mit dem Scheißthema daheim nichts wissen. Der Sonntag war immer daheim und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich meine Runden dran, weil mir das schon wieder alles zwei werden, dann dreht er seine Runden mit seinem Auto, kommt wieder heim und dann geht er ins Büro noch und das war's. Das war halt so die Taktik. Okay, ich verstehe meinen Vater, aber er hat mir auch immer klipp und klar gesagt, er ist derjenige, der das Geld verdienen möchte. Er möchte das Geld schauen, dass es gut verpflegt seid, oder wie er da immer gesagt hat. Das habe ich immer verstanden. Das habe ich auch verstanden, weißt du. Aber was da immer, das, hm, das hat aber der Opa damals auch schon gemacht, ne. Vom Pferdesattler würde ich schon sagen, und das, dann Ü-Wagen. Und der Föhring oder so, ja. Ah, das war in Orgelspach, gell? Da hat er, ich glaube, der hat einen Rüstwagen oder Ü-Wagen auch mal gehabt. Da haben sie einen Bus einmal reingefahren. Ich weiß das noch, weil da hat er mir das erste Radl gegeben, weißt du, wo er versteckt hat im Keller, da hat es einen Schrank gehabt, wenn du nachgegangen bist, da hat er gleich einen Schrank gehabt auf der rechten Seite. Da hat er mein erstes kleines Radl mit Stützen, wo ich gesagt habe, die Stützen die brauche ich eigentlich nicht. Aber das hat er mir dann 2 Tage oder was zutraut und dann habe ich ohne Stützen gefahren. Spätestens bei der Oma war das draußen. Entschuldige, das waren nicht 2 Tage, sondern 2 Wochen oder was da später noch. Und da hat er es versteckt gehabt. Das weiß ich noch. Und dann hat er es mir gegeben und da war der Ü-Wagen draußen. Der Ü1 hat es immer geheißen, Ü2 und Rüstwagen. Da war der lange Bus einmal da. Da hat er es mir gegeben, zu Geburtstag. Da war ich 6 Jahre, glaube ich. Ja, das war die Zeit. Nein, passt schon. Aber, wie gesagt, er hat zu mir immer gesagt, ja, er hat immer zu mir gesagt, er muss das Geld verdienen zwischen 5 und 6 Jahren. Ja. Ich hab das auch verstanden, Mann, weil du hast mich mit der Schwester eingesperrt, weil du gesagt hast, du musst unter Bienen Kartoffel kaufen. Und ich kenne ja jetzt mittlerweile, du hast damals, du bist mit dem Radl übergefahren, du hast ja keinen Autoführerschein nicht gehabt, oder war das? Oder du hast einen Autoführerschein gehabt, aber du hast kein Auto nicht gehabt, sowas. Nein, du hast einen Autoführerschein gehabt, aber du hast kein Auto nicht gehabt in der Zeit. Da bist du mit dem Radl immer übergefahren in die Kartoffeln. Ach, Schmarrn, was ist da du für uns gehabt? Äh, echt? Du warst ja nicht lang weg. Hm. Dann habe ich da was durcheinander gebracht. Aber du bist ja unter Bindet gefahren, oder? Gegenüber von der Sandra damals. Da hast du immer Kartoffeln geholt. Da war's in Orgelsprach. Mhm. Was? Also bist du jetzt unter Bindet zu dem einer Bauer hingefahren, oder? Ah, okay. Ach, Schmarrn, die hat noch Kartoffeln gehabt. Ja. Hö.
Den Elektro, ja, das macht schon Sinn dann auch, weil, ja, ich muss das verarbeiten erst, weißt du, ich erzähle das kann, aber ich sag's dir jetzt gerade, weißt du, und jetzt mal denken wir darüber nach. Teike ist da niemals unter Binder gefahren, die ist niemals mit dem Radl unter, die hat einen Roller damals gehabt, aber weißt du. Du warst halt einmal weg, das weiß ich noch, wo ich einen Elektrostoß gekriegt habe, wo ich gesagt habe, was ist denn das für eine Sicherung in der Steckdose drin. Dann habe ich mit zwei Fingern umeinander geholt, dann habe ich einen Schock gekriegt, bin ich so ein paar Meter zurückgeflogen und die Schwester hat dann gehauen und gelehrt und das. Einmal bin ich da ausgekommen, aber das um das, wo du, das war so 1,5 Stunden, warst du dann einmal weg. Und man dachte, die muss irgendwie unterwegs sein. Ich bin nicht drauf gekommen. Vielleicht hat sich das eingebrandmarkt, mit dem, dass man im Radl fährt und da bin ich die Kartoffeln. Okay, das kommt vielleicht. Okay. Wir haben zwei Autos gehabt? Ach, Schmarrn. Die kenne ich gar nicht. Aber der Papa hat doch einen Manta gehabt, oder? Das war in Engelsbrechtsmünster, oder? Wussten. Ja, genau. Da kenne ich die Fotos. Ja, ja wunderbar. Das nennt sich Driften. Ja. War der Manta ein Zweisitzer? Schon, oder? Ein Zweisitzer. Das sind vier, fünf Türe, oder? GT? Na? Wir? Ja, den kenne ich. Der war so dunkelrot, oder? Kann das sein? Ja, also ich nenne es, entschuldige Mom, Menstruationsrot. Entschuldigung. Okay. Aber du verstehst, was ich gar nicht aber sagen wollte. Ja, okay. Mhm. Oh. Dann ist ja die Berger-Familie eigentlich eine Opel-Familie. 3000 war's. Ja. Man hat ihn auch Opel Kadett oder GTE eigentlich genannt. GTE, glaube ich, hat das geheißen. Es war zur Opel-Familie. Ja, schau her. Okay. Das hat nichts mit Nazis zu tun. Respekt. Ja. Mhm. Und da sind wir leider in Geisenfeld gegen ein Paletten gefahren. Das war sein Unfall damals. Na, ja, die Paletten, die waren mitten auf der Straße. Wenn's beim Fuchs, wenn's der Geisenfeld, zur Aral-Tankstelle, hat er das damals, glaube ich, geheißen, Aral-Tankstelle da unten. Wenn's gefahren bist, das war da, wo wir fast unseren Unfall gehabt haben, mit dem Mitsubishi Colt. Aber, zuvor ein wenig. Da haben sie Paletten einfach mitten auf die Straße gestellt und das hat der Speck gesehen, dann hat er auf mich geschaut, dann hat er vorgeschaut und zack, zack, war die Ziegelpaletten da. Und da haben wir einen Unfall gehabt, das weiß ich noch. Dann habe ich einen Blackout gehabt. Aber das war ja, wer steht denn sowas mit der Straße rein, weißt du? Das war kein Scherz. Nein, hat er nicht verloren, die haben's abgesetzt. Die haben's abgesetzt, die war niegelnagelneu. Da war zwar kein Plastikfolie mehr drum, aber die Paletten, ich habe das selber noch gesehen, weißt du? Ja, korrekt. Drei Paletten, glaube ich, in der Hängen, oder vier, glaube ich. Ja. Nein, Mom, das war ein Ziegelpaletten. Das heißt auf gut Deutsch, das war Europaletten mit Ziegel drauf. Mit 11,5er Ziegel. Jetzt kann ich, da waren Ziegel drauf. Das waren gestapelt, das waren 48 Ziegel waren das höchstwahrscheinlich mit 11, das waren 11 Stor waren das. Na, das weiß ich noch. Und da hat er einen Unfall gehabt. Und der war weiß, der kann. Das weiß ich hundertprozentig noch. Na mei, das passiert. Ich hab ganz kurz zurückgeschaut und man sieht da auf einmal, wer steht denn sowas mitten? Da weißt schon, das ist, du hättest überholen können, aber du weißt nicht, was in der Kurven aufwärts dann kommt. Und er hat mir kurz angeschaut, das weiß ich noch, und dann ist das passiert. Und auf einmal kommt, du hast dich, da ist auch nichts da gewesen. Korrekt, korrekt. Das ist vorm Lottogeschäft gewesen. Also das war schon eigentlich, wenn es eine Kurve, aber er ist ja von der Kreuzung, ist er ja nachgefahren. Er wollte ja nachfahren, weißt du, schon heimfahren.
Und dann hat er kurz zurückgeschaut und dann sind wir schon leicht am Berg nachgefahren. Ich sage ja, das ist eigentlich gegenüber, Regensburger Straße ist das, gegenüber vom Fuchs war das gewesen, aber nur ungefähr 50 Meter weiter. Und das haben die so gedacht, wer stellt das ohne irgendwelche Warnhinweise oder sonst was? Da ist er drauf zugefahren und da hat er erst gesehen, da hat er nicht mehr bremsen können. Ich habe einen, das war auf der Autobahn mit dem Vater, wo wir zurückgefahren sind von Österreich, da hat er einmal ausweichen müssen, da hat jeder keinen Warnblinker nicht kennt. Jetzt mittlerweile ist es so, wenn du einen Stau hast, du hast den Warnblinker nicht. Dass jeder hinter dir schon weiß, oh, da ist jetzt was Größeres oder so, oder bleibst du. Das hat es damals noch nicht gegeben. Und der Vater hat, das werde ich niemals vergessen, der hat viermal links und rechts hat der gedriftet auf gut Deutsch. Der war wirklich, der hat er bremst, dann hat er wieder normal weiter tun, dann hat er wieder, wie sagt man da, das Gaspedal losgelassen, dann hat er die Kupplung drehen, dass er wieder links und rechts einfach hin. Na, aber das war über 2, 3 Spuren war das teilweise, dass er abbremsen hat können. Das war, ich weiß nicht, ob es gelingt hat oder was er wegen Nassel war, aber da hat er den Stau nicht spät erkannt. Aber die haben damals die Warnblinkanlage, dass das Neuhaus, weißt du, wie es jetzt ganz gang üblich ist, wenn du schon vorhersehend einen Stau siehst, dass das Neuhaus, das hat es damals noch nicht gegeben. Und einer war vor uns, der hat so scharf abbremst, dass er ihm ins Schleudern gekommen ist, auf gut Deutsch. Und das hat er so gut beherrscht, das werde ich nie vergessen. Und da ist so mein Herz raus und es war einfach, wow, was passiert jetzt? Weißt du, da war ich hinten drin, wo ich mir dachte, was ist hier los? Dann habe ich erst die ganze Schlange gesehen und das Wahnsinn, das ist perfekt. Das war's der Tomi im Schnee nicht gehabt, wo ich gesagt habe, Tomi, jetzt, da sind wir aus dem Hof rausgefahren, dann beim Schneider Michi wollte man die Kurven so reinbiegen. Sag ich, Tomi, was passiert jetzt beim S-Max, wenn du jetzt einmal die Handbremse ziehst? Das mache ich nicht so in der Richtung, weil dann schleudert es mir gleich gegen Blind, weißt du. Und, na, das sag ich, du fährst gerade einmal 15 Kilometer pro Stunde, zieh halt einmal die Handbremse. Das war mal so Gaudi, weißt du, wo wir zum Draht wollte man bloß Hopfergarten und das einmal anschauen, wie es ausschaut. Und dann sag ich, zieh halt einmal schnell die Handbremse. Na, das wollte er unbedingt nicht, weil der hat so Angst gehabt, der hat ja, was, der Tomi, hat er mich vom Wolf abgeholt, da ist er einmal reingefahren. Er ist nicht einmal schuld gewesen. Da hat der eine gemacht. So, warum muss ich die abholen? Sag ich, ja, es regnet, ich kann nicht heimfahren mit dem Rad, ich mache einfach nicht. Deswegen habe ich die früherzeitig angerufen. Aber du kennst ja den Tomi, wenn er Ingolstadt fährt und Schurkaffee mehr hat oder so, das macht er nicht. Das ist, und dann hat er mir so die Schuld gegeben, dass der S-Max beschädigt worden ist, weil nach 2 Jahren, jetzt mittlerweile hat er es 2 Jahre schon gehabt, das Auto beim Wolf unten in Warburg, und da hat er mich so beschuldigt. Da habe ich gesagt, ich habe auch noch die Fotos gemacht für Beweise, für die Versicherung und das. Und dann hat er mir so die Schuld gegeben, hätte ich die nicht abgeholt, war das niemals passiert. Und so. Das war ein Lackschaden, weißt du schon. Aber es war so krass. Ja, hat er schon recht, da so ist es nicht, wenn man als Bauer das nicht anders erkennt. Der hockt ja nicht im Büro drin oder so. Der ist halt, weißt, er hat sein Gehirn aus und macht seine Arbeit, weißt du. Das kennt der ja nicht anders. Das verstehe ich ja komplett. Der ist da aufgegangen, auch wo der andere, der Beteiligte dann auch zu ihm hingegangen ist und hat das gesagt, wir tauschen Nummern aus, Versicherung. Der hat immer gesagt, Christoph, hätte ich die nicht. Sag ich, jetzt beruhig dich, ich mache jetzt die Fotos, dann gehen wir es ihm und dann habe ich es ihm gesehen und das und der war so komplett im Arsch. Okay, das ist nicht seine reale Welt. Er ist halt Arbeiter, aber Farmer, weißt du schon. Ich kann es nicht erklären. Aber war schon krass. Oh, weil. Na. Wie gesagt, ich habe den Unfall live miterlebt, weil ich hintergeschaut habe. Ich habe gesagt, oh Mann, jetzt kommt was und dann war es schon passiert und dann hat es uns geschoben. Ja, aber so fette Audis fahren, weißt du schon. S5 oder was das war, ja. Und der andere kommt auch mit so einem S5, da ich mir gedacht habe, aber ich kenne die bis heute nicht. Also die, ich weiß, dass sie in Geisenfeld leben, aber wo die sind, weiß ich nicht. Nachher noch, okay, ja. Rosengasse eigentlich, das ist Rosengasse. Achso, da hinten, nein. Achso, die Straße kenne ich, S5. Das ist korrekt, ja. Ja, mei, aber die Frau habe ich nie wieder mehr im Leben gesehen. Und ich bin auch froh drum. Warum soll ich drüber schmatzen, mei? Das ist, ich verstehe es, wenn sie schwanger ist, aber warum fährt sie dann noch so Auto und, ja. Was haben wir danach gemacht? Du hast ja unbedingt deine 2 Coupons, wolltest du ja loswerden, dass wir zu dem einer Griechen gingen. So geil. Und da hockt man drin, wo ist ein Kundschaft, wo ist eigentlich die anderen Leute? Und du siehst schon die ganzen Möbel rumstehen. Oh, ich glaube, die stürzen bald. So war's auch dann. Ich glaube, deswegen waren wir die letzten Kunden. Hat aber trotzdem gut geschmeckt. Respekt. Ah, ja. Das war schon ein komischer Tag, ja. Tut mir leid. Ah. Naja, du wolltest mich unbedingt abholen und das. Weil hätte ja gar nicht gewusst, wie ich heimgekommen war. Mit der Bimmelbahn oder sonst was, das erste Mal raus aus dem Bayerischen Wald und was weiß ich. Bist wahrscheinlich weiter. Ja. Der Papa hat mich aber nicht vom Gefängnis zurückgeholt. Da hat mich Oma und der Sandra zurückgeholt. Nee.
Die haben nebenbei eigentlich mein Zimmer dann ausgeräumt, mein Apartment in Moorburg drin. Respekt übrigens das. Also das sage ich ja immer noch. Ich bin das einmal wieder her, aber wie gesagt, wenn ich anrufe, dann ist auch immer bei ihr so, nach einer Stunde ist dann Schluss, dann ich höre dich nicht mehr, die Verbindung. Also vielleicht bin es dann ich, aber es ist halt Steinbach, kann auch schlecht die Verbindung sein. Muss nicht immer ich sein. Aber was, so in der Richtung der Bauleiter fährt dann auch sein Auto. Ja, hörst du mich? Sag ich höre dich klar und deutlich, Georg, ich kann nicht dir ans Mikrofon rangehen am Handy. Bist du noch da? Georg, ich bin da. Und dann, was, da kommst du so tappig vor, wenn dann neben dir fremde Arbeiter stehen und du redest ganz normal mit ihm. Du möchtest ja nicht reinschreien. Aber da hört sich an, als da schon wieder in einer 30er-Zone 140 gefahren, so in der Richtung, so Gaudi halber, sag ich allerweil. Nein, das ist bei der Fahrt schon manchmal so ein Stil, weißt du. Ja, der hat auch immer vorgehabt, einen Rambock gefahren, trotzdem hat er das Auto weggeschirbt. Das waren die ersten, ja, vor 10 Jahren, weißt du, die ersten Jahre, wo er bei Finsterer war. Ja, wenn du unbedingt da vorne irgendwie so ein Gitter drum hat, dass er die anderen Autos wegschirbt, das sind lauter Schleicher. Aber manchmal kommt er aber vor mit seinem Caddy ist das, naja, Renault, ist so Art Caddy, kann man sagen. Und wie gesagt, da fängt, als da einen Kofferraum drin hocker und darf mit dir reden, weißt du schon, und fährt halt seine 130 Kilometer auf irgendeiner Bundesbahn. Aber das hört sich so an, als dass er im Kofferraum hinhocker und keiner lenkt das Lenkrad gerade und er versucht zu reden. So in der Art, ja genau. Die Freisprechanlagen halt, weißt du schon. Ja, Gott. So, Mann, wir haben jetzt, warte mal, ich mal schnell schauen. Das Crisis, ja. Da habe ich jetzt nicht Livestream, aber ist halt nicht wichtig. Weil, wie gesagt, der Link, weil ich mache die Spiele und da gebe ich auch gerne mal diese Saves, was ich jetzt schon erworben habe, was ich schon gespielt habe, gebe ich gern weiter. Und heute hat der Anbieter da bei The Game Tech hat das nicht weitergegeben, der braucht 24 Stunden, ich bin jetzt so bei 17 Stunden. Das heißt, erst am nächsten Tag kann ich ihnen den Link geben für das, was ich eigentlich spiele, den Spielstand, dass die Autos auffahren können und so weit sind mit dem Progress, mit dem Level. Hat eh nicht viel, deswegen alles gut. Aber eine Dreiviertelstunde, nichts passiert. Ja, die Chinesen. Da müssen wir nochmal schauen. Wenn es nach dem Süden geht, Cannabisverbot, ich bin total dabei. Wie gesagt, 2011 ein paar Züge genommen, sollen 6 oder 7 gewesen sein. Ich war bei der Sandra da nicht in Aufhausen. Ich hab nonstop geratscht. Ich hab mich selber gesehen, das musst du dir vorstellen, als hättest du deinen Körper außerhalb gesehen und du sagst dir selber dann, hör auf zum Schnattern, red nicht über einen Opa. Da geht's nicht drum. Doma war dann sauer, die haben sich irgendwas vom Silbereisen oder was angeschaut über Silvester dann. Das war 1:30 in der Früh oder was. Die waren stinknarrisch. Am nächsten Tag war zwar alles in Ordnung und da habe ich denen das erklärt mit dem Marihuana, was ich da geraucht habe, also mit Jan. Ich hab sogar das Paper noch gekriegt von der komischen Egypt-Tankstelle in Marburg. Aber weil die gesagt haben, Long Papers brauchen wir. Ich habe ja nichts vorstellen können. Und dann haben wir halt da geraucht. 2 Leute, die normal geraucht haben, den Joint auf gut Deutsch, und ich halt 7 Züge ungefähr maximal genommen habe. Oder wie man das inhalieren technisch dann. Aber wenn ich jemand heute autotechnisch im Pfaffenhofen, alles Katastrophe. Der Julian fährt eigentlich recht gut, wirklich gut. Und er fährt einen langen Pritschenwagen und ich muss ehrlich sagen, er fährt auch gut. Es ist null, also ich habe nur, aber so deppert die Autofahrer, die keinen Blinker nicht setzen können, dann schaust du das Auto rein, wir sind ja erst 18 Jahre, können wir das auch nicht. Heute war ein schlimmer Tag. Da war eine Frau dabei beim Hit im Pfafferhofer, die wollte einbiegen, dann hat sie sich entgegengeschieden, dann ist nochmal rübergeschlendert und wollte dann da nochmal in die Fahrbahn rein. Da hat der Julian gesagt, was soll jetzt da? Soll jetzt ausweichen oder was macht jetzt die? Die war vielleicht 22 Jahre alt oder was. Das war halt, da waren 4. Das Schlimmste war, wir waren in der Früh um 7:30 Uhr beim Hauptgeschäft Meier waren wir drin im Pfafferhofer und auf einmal kommt ein Schlepper daher, ein Lastwagenschlepper, also wusst halt, wie lang sind die, 20 Meter oder so ein Schmarrn. Na, da kommt er daher, der Trampelstaplerfahrer sagt, du bist ja total falsch gebogen, du musst da weiterfahren, da ist die LKW-Zufahrt und das. Ich möchte seine und der andere ist schon so aufgegangen und eigentlich hat es auch gut gemeint, aber die haben sich dann irgendwie so gestrien. Ich mein's nicht besser, hat der Trampelstaplerfahrer gesagt, der andere hat schon gelacht, der sagt, ich mein's ja auch nicht so besser, aber was soll jetzt da, ich kann jetzt nicht rückwärts rausfahren. Also, was ist denn heute los? Jetzt haben wir schon 3 Autofahrer gehabt, nach Pfaffenhofen, die sich ganz komisch verhalten haben, überholen, ach so, das geht auch noch, das Auto kommt ja schon auf die zu. Jetzt musst du Vollgas abbremsen und wir mit dem Anhänger müssen auch noch abbremsen. Was ist? Und so hat's angefangen, weißt du. Da siehst du Leute umeinander fahren, denken, oh mein Gott sei Dank hab ich keinen Führerschein nicht. Du, es ist Vollmond, Mann. Und Vollmond, das ist was ganz anderes da bei mir. Der Markus müsste morgen in der Früh bei mir jetzt da hinten auch Baustelle haben vom Finsterer, da wo ich heute mal ganz kurz vorbeigeschaut habe.
wo wir eigentlich dann auch zusammen mauern und das und, weil die anderen sind ja eigentlich im Moorburgunden, aber die haben jetzt ein bisschen hergekriegt, Schnurgerüst und das. Und dann fangen wir mit der Fertigbodenplatten, wollte ich schon sagen, mit dem, wie sagt man da, bevor man betoniert, kann man nochmal einen Split rein tun, ausrichten, die Bodenplatten, also wie soll ich sagen, das Gelände. Aber man kann auch so eine Art Beton reinbringen, dass man einfach eine gerade Schicht hat, bevor man das Eisen auflegt und dann betoniert, was schon nochmal die Bodenplatten dann. Die Fertigschicht sagt man mir dazu, hast du vielleicht eins anders da. Aber die, wie gesagt, waren da drüben und wir wollten das nicht schauen. Aber das ist mir jetzt nicht gegangen, jetzt habe ich schon wieder gefahren. Und die sind ja im Moorburgunden und wir sind ja eigentlich dann irgendwann nächste Woche auch da drüben. Aber wir sind ja bloß zu zweit, die sind zu sechster. Also das ist immer so, heute haben wir wieder gearbeitet, wir zu vierter, wir zwei, und dann habe ich gesagt, das wird spätestens 2 oder halb 3 sind wir schon wieder daheim, wo die anderen immer noch rumgarten. Und ihr einen Stundenschirm auf gut Deutsch. Also ich war heute auch wieder so ein Depp und ich habe in der Früh an Julian gesagt, gell, wir schauen mal drauf, dass wir heute einfach mal 5 Minuten stehen bleiben. Aber das geht nicht. Er raucht nicht, ich rauche Zigarillos. Er kann nicht trinken, weil er trinkt auch nichts. Er trinkt nur Wasser und ich trinke halt Bier. Aber wo wir halt, und das Beste ist halt bei mir, das mag ich ja so gern. Ich bin jetzt so einer, der dann rumsteht und sauft und raucht. Ich mache Überlegungen. Da komme ich auf die besten Ideen manchmal. Und das ist, wo der Julian, weil er halt nur so jung ist und weil er halt eigentlich Maler, Karosseriemaler, also so hat er angefangen, gelernt hat. Und das ist halt, man lernt, er ist jetzt auch schon 3 Jahre dabei, aber es ist so schön, weißt du, man kann ja was beilernen, aber die Ruhe hat halt nicht. Das ist halt Ernstraße wieder, weißt du. Hauptsache schnell irgendwas machen, aber sagen, einmal vielleicht das Gehirn einschalten, sie was merken, mal vielleicht an der nächsten Baustelle einmal denken, dass wir das vielleicht auch wieder brauchen und so. Und ja, aber langsam wird er schon. Aber es ist ein super Arbeitskollege. Das ist so ungefähr, ist da die Woche Urlaub nehmen mit den anderen Arbeitskollegen, mauern, abspreizen, isolieren, außenrum im Keller. Und da kommst du wieder zu ihm. Und bis 3, 4 Tage beim Mauerdrucken legen oder beim Tiefbau dabei, so in der Art. Wir sind ja bloß zu zweit. Und nebenbei, wenn er mich nicht hat, kann es einmal sein, dass er mal malen muss. Weißt du, der hat ja seinen eigenen kleinen, ja, sag mal Vertrieb, nicht GmbH, sein kleiner, was halt als Maler halt auch, was, nicht Firma, aber, was sagt man denn da? Genau, ja, das macht er jetzt so nebenbei. Und das macht sein Vater auch nicht anders. Und die sind halt getrennt natürlich von dem her, aber der Vater hat halt immer einen Haufen Zeit, weil er mit Meniskusprobleme jetzt gehabt hat, das Bandel rausgenommen, ein neues Bandel neu ist gemacht worden, in der linken Gehälfte, glaube ich, war das, an der Innenseite. Aber, mei, dann ist er da beschäftigt. Und man sieht sie dann so 2 Tage, oder übers Wochenende dann einmal nicht, Montag, Dienstag nicht. Jetzt, heute haben wir uns das erste Mal wieder gesehen, eigentlich über eine Woche, wo wir dann letzte Woche beim Rockermeier noch Drucker gelegt haben. 2 Platten haben wir reingehauen, eine Stunde aufbauen, abbauen, beim Dienau, ja. Und 2 Platten reinhauen ungefähr in 10 bis 15 Minuten. Der ganze Aufbau, der war für 1,5 Stunden mit Abholen vom Kompressor, zum schneidermäßigen Kompressor mal reinliefern, hat geschüttet und hagelt hat's noch, aber die 2 Platten rein zum Hauen, das war so sinnlos. Diese 10 Minuten und das ganze Aufbauen drum. Jetzt habe ich schon wieder den nächsten Termin am 10. Mai, muss ich Karlshult rein, nach einem Jahr. Hatte das Vordach bis heute noch nicht betoniert, der Martin Winkler. Da werde ich reden müssen, das gibt's ja nicht. Ich war noch selber dabei, wo der Michi und ich, der Meier Michi und ich, das Eisen weggelegt haben. Alles. Und ich weiß genau, da sind die 4 Beck drin, da sind höchstwahrscheinlich die langen Leute noch drin und, Martin, nach einem Jahr, du bist Bauarbeiter gewesen. Was ist los gewesen? Du hast einen Sohnemann, der hat das Haus bauen wollen. Helft jetzt zusammen. Du hast einen Gabelstaplerfahrer als Nachbar, warum hat es nicht betoniert? Selbst der Halbritter, der wo einen E-Strich macht, der hat gesagt, er hilft ihm mit dem Schlauch einen Beton reinzulassen. Jetzt muss ich da rein. Ich habe ihm nichts zugesprochen, aber vor 2 Wochen habe ich ihm einfach gesagt, wie geht's da so, wo arbeitest du so, psychisch und körperlich, was ist denn da so? Und du liest, ab und zu tue ich immer bei WhatsApp ja immer so, Sachen posten, was halt so Community Actor, wie heißt aktuell, glaube ich, heißt das immer, wo ich Battle reinhänge und dann schreibe ich meinen Schrieb unten rein und das bleibt 24 Stunden ja da drin bei WhatsApp. Wie heißt das wieder? Ist ja wurscht. Und da hat er mir, jetzt mal ist er der Erste, der sieht. Dann habe ich ihm mal was geschrieben. Das hat 2 Wochen gedauert, dass er mir geschrieben hat, das ist super und etc. Und dann hat er mir geschrieben, kannst du mir dann helfen, in Karlshult dann nochmal das Vordach zu betonieren. Aha, deswegen. Und ich habe da vor 2 Wochen was geschrieben, wie es da geht und so. Und dann ist er eingefallen, irgendwie so, ist ihm eingefallen, da ist doch noch was. Haben wir vielleicht versprochen, haben wir nicht versprochen, weil das ist ja schon ein Jahr her. Da war selbst der Julian, mit dem ich arbeite, war schon beim Malern. Das ist schon so, komm. Was mein Haus, das ich gebaut hätte, das hätte ich doch noch 2 Wochen schon abgestellt. Ja, ist schon her, Mann. What the fuck?
Da liegen doch Bladel drin und Äst und was der Teufel was. Oh, mei, ja, mei, ja, mei. Und da, und ich hoffe, und bei der Georg, also der Bauleiter und ich, jeden scheiß verdammte Woche einmal drüber reden, wo sind die Bauböck? Wo sind die Respekte, die wir vermissen? Und so bin ich drauf gekommen, als mir der Martin gestern, glaube ich, gestern geschrieben hat, so eine Richtung, vorgestern, Entschuldigung, geschrieben hat und hat, der hat doch noch 4 Beck drin, 3 LAN, dann hat er noch ungefähr 20 Stützen für uns, die Docker-Träger und vielleicht endlich die lange Leute, die wir vermissen, die Staffelei. Aha, wir sind alles durchgegangen. Vom Privat und vom Schwarz und etc., was die anderen so tun nebenbei und ich kenne sie also mittlerweile. Der Georg war ja mal 2 Wochen nicht da und dann schreibst du die Stunden Material und was habt ihr da explizit, du musst Regie schreiben und du bist halt nicht der Chef, aber der Bauleiter doch irgendwie, aber du verteilst Arbeit und schaust, dass Material zurückkommt. Das war halt so 2 Wochen lang. Das hat super mit mir funktioniert und deswegen ist der Chef immer, wenn ich zu ihm komme oder was, sagt er zuerst immer Guten Morgen oder schaut mich schon an mit ganz hohen Augen und so in der Richtung von, sind wir heute super oder, oh, heute ist er heute wieder gut. Der Chef, der schaut mich ganz anders da schon, weißt du, nicht so irgendwie so, ja, der Christopher kommt jetzt also, so, nein, der ist dann schon, hey, Christopher, grüß dich, bei Hackschnitzen anhaben, das ist schon halt so ein bisschen Ehre, deswegen, das ist ein Thema, warum ich beim Finsterer bleibe, bis Licht ausgeht, in 5 Jahren. Nein. Also Arschloch bin ich nicht, dass ich jetzt einfach abhaue und sage, oh, du, ich habe eine Fertigelementfirma gefunden, da geh jetzt einfach hier, vierte, aber die weg mit doch am Arsch. Es gibt Tage, also einmal im Monat, das war eigentlich heute, aber beim Neumond ist es bei mir schlimm. Da lästere ich viel über die Firma. Da schaue ich drauf, wie der alte Chef Dinger tat, wie der Jungchef denkt, wie der Bauleiter oder die Evi, also im Büro drin, oder wie uns Arbeiter eigentlich auf der Baustelle geht, weil uns die Politik alles kaputt macht und jeder kriegt immer Haufen Prozente drauf. Lufthansa, die Bahn oder was, 35 Stunden, sind 36, glaube ich, geworden. Die Lufthansa kriegt da einen Haufen Prozent jetzt so wieder. Ich gönn sie einer ja. Aber für den Bau tut keine Sau nicht was. Die tun schon. Es gibt schon was. Aber nicht in Bayern. Das ist außerhalb so. Eher im Norden oben. Aber um das geht nicht. Deswegen haben wir auch vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3 Jahren 6,5% mehr gekriegt. Und deswegen bin ich jetzt auch bei 20 Euro in der Stunde. Aber das, wenn ich mir andere anschaue, jetzt in dem, du kennst den Seibel Alexander über das, weil ich, deswegen habe ich gesagt, dass der auch bei der gemeinnützigen Arbeit, das heißt, Toiletten, der Bäder herrichtet zum Beispiel, Putzrohr haut, wieder Putzen aufhaut, Fliesen aufhaut und das, oder Bad selber herrichtet, die sind ja zu 4 in so einem Raum drin und das. Der ist bei der gemeinnützigen, heißt das, oder? Die, und da ist er drin. Da fahrt mir Gretschkevci zum Beispiel, Seibel, Alexander. Du solltest du hast ja mal was gesagt, dass du das schon mal gelesen hast. Mhm. PVC oder wie? Mhm. Ja, jetzt warte mal, Holzboden, heißt ja, Holzboden ist ja Bretterart, oder? Mhm. Aber du meinst nicht die kleinen Klötze, oder? Die kleinen Klötze meinst du jetzt nicht? Die, was haben sie, 15 auf 2 Zentimeter oder was die haben, aber dicke weiß ich nicht. Ja, tu das. Ein Holzboden ist was anderes da, oder so, wie du jetzt sagst. Es gibt ja so Klötze, wo schon das ausschaut wie Laminat, aber das ist sehr stabil. Die sind so 2 Zentimeter dick, 2 Zentimeter breit und 10, 12 lang oder so. Das hat ein Muster, weißt du schon, wie so ein V oder so. Macht es, ja. Wenn du sagst, ein Holzboden eingelassen, das ist schon was, nein, das geht nicht. Ich weiß, wie ein Laminat ausschaut. Das sind ja Metertrümmer auf 20 Zentimeter. Aber wenn du, was du jetzt meinst, das sind Kantenplätze, das sei, weißt schon, so Bauplätze, so ganz kleine. Wo schickst du das? Über das Handy. Ich frage mich gerade, über welches Handy was du hat. Das ist noch nicht so gekommen. Ist so WLAN, oh. Passt schon, ist gut. Ja, na, was blödel. Andere ist da. Das ist bam. Äh, das letzte, was du mir geschickt hast, das ist, oh, 30. November 2023. Das war auf dem 0179, okay. Das war der letzte mit dem Auto.
Da wo der wollte irgendwie, da hast du ein Video irgendwie, das habe ich hochgeladen, Entschuldigung, da wo du was nachgefragt hast. Es wird schon mal irgendwo ankommen. Definitiv. 0163 oder 01, genau. Ja. Ja, das ist ja Laminat, oder? Mhm. Ja, wurscht. Aber das war gemeinnützige. Aber da hast du einen Alexander, weißt schon, da hat er noch nicht gearbeitet. Das ist ja, glaube ich, vor 4, 5 Jahren ist das her. Ja, dann schon vielleicht. Aber der hat da vielleicht noch nicht bei dir gearbeitet. Aber du hast einmal gesagt, den hast du einmal gesehen am Computerbildschirm. Ja, weil du das immer verrechnest, oder wie du da gesagt hast, oder? Und da hast du irgendwie dann, wo ich gesagt habe, Seibel und das, der wo ich bei dir so gewohnt habe, DVK, aber gut, das war ein bisschen weiter weg von dir. So Block, wie man sagt. Und da hast du mir gesagt, wo du dann da gearbeitet hast schon, dass du eher mal am Computerbildschirm schon mal gehabt hast, den Seibel, mit der Verrechnung. Irgendwie so hast du das einmal verzeiht. Deswegen frage ich dir jetzt bloß. Aber so wurscht, Ding. Ja. Passt aber ein bisschen auf. Der böse Bub, ich weiß schon. Nein. Ich meine bei dir am Computer, du arbeitest ja da drin. Hast du jetzt falsch verstanden. So beloved guys, I'll be right back. Actually, give me just 5 minutes. And yeah, actually I'm there. Sorry for that. Ja, du hast aufgelegt? Doch, ich habe nicht aufgelegt. Außer es sind schon 2 Stunden geworden und das liegt automatisch auf. Das kann natürlich auch passieren. Das kann schon passieren. So, jetzt bis bei 480 Kilobyte pro Sekunde. Das ist eigentlich die beste Qualität. Vinylqualität. Ja, nein, ich höre das ist Wahnsinn. Jetzt ist das richtig gute Qualität. Vorher war es 320. Hm. Naja, Elon Musk, oder? Naja, Schmarrn. Ähm, aber du bist doch in der Rechnungsabteilung, oder? Na? Und wie hast du dann, weil du hast doch mal was zu mir gesagt, dass du den Seibel schon mal irgendwo gesehen hast, den Computer drin. Weil der ist ja auch bei der Gemeinnützigen, als Arbeiter, weißt du? Also immer noch. Mhm, ja. Boah, da kenne ich mich gar nicht aus. Rechnungstechnisch kann ich mir vorstellen, aber personaltechnisch weiß ich jetzt nicht, was du da meinst. Ist es dann von den eigenen Mitarbeitern, wo du was siehst? Oder, keine Ahnung, Mann. Na wie? Ja, ja, aber was siehst du da? Rechnungen oder was die machen oder, und was treibt man da so? Ah, okay. Mhm. Steuergruppe dann, okay, ja. Ach so, verzeih nicht so viel, vielleicht werden wir abgehört. Ich verstehe jetzt schon. Ja, ich hab bloß Angst. Jetzt ist eine bessere Verbindung. Ja, ja. Warst schon 5 Chinesen an einem Telefonhörer und schreiben sie alles nebenbei auf ein kleiner Bücherl auf, weißt du? Ja, ja, die Zeiten sind zwar vorbei, kalter Krieg, aber man weiß es ja nicht. Das heißt übrigens bei den Chinesen höchstwahrscheinlich dieses, wenn man so ein man nimmt sowas auf, so ein, man nimmt so einen kleinen Sport auf, weißt du, so in der Richtung, man tut das 1 Stunde lang reden und das ist dann so, man kann sich das anhören als normaler deutscher Bürger. Jeder kann das anhören. Bei iTunes oder so. Ah, es wird das ein Buch lesen wollen und das kannst du mit dem Laptop machen oder mit dem, genau, Dankeschön. Und da musst du Obacht geben. Und so ist es bei den Chinesen wahrscheinlich jetzt, weißt du, das verteilt sich, was wir jetzt da reden. Da musst du wirklich Obacht geben. Ja, ja. Okay, so blöd bin ich. Du müsst bei mehr der Dialekt klingen oder so, war ja auch nicht so, keine Ahnung. Und schon mal gehört und nach bei dem Vis-a-vis oder über drüber und das, du wirst halt so die werden sich denken, mei, die Bayern, der hören wir gar nicht ab, weil die sind Supfer jeden Tag. Bayerisches Biergut, das ist Nahrungsmittel, oder wie er gesagt hat. Das beste Wort, ja,
Der Söder ist ja gegen Cannabis, ne? Komplett Verbot. Und ich bin auch voll mit ihm. Cannabis hat nichts bei uns im Sohr oder auch komplett eigentlich nichts in Deutschland. Wir machen aber sowieso alles falsch mit den Emissionswerte und das, aber wegen Schmerzen ist was anderes. Das hat was anderes. Das ist was anderes. Ja. Erleichterung in einer Apotheke oder was? Ja. Die deine Leber kaputt machen und das ist das. Ja. Das kannst du niemals messen. Das kann als Maurer kann ich nicht einmal einschätzen. Das sind 0,2 bis 0,6 Promille, was du dann haben kannst, wenn du Cannabis eigentlich konsumierst. Hm. Breit. Deswegen sind wir heute drauf gekommen, der Julian und ich. Sage, was ist denn heute los? Es ist nicht einmal Montag, es ist Mittwoch. Was fahrt ihr die für einen Scheiß zusammen heute? Oh, okay, das weiß ich nicht. Ja, jetzt schon. Jesus. Heute war schon wirklich viel los. Moorburger sind Arschlöcher. Wenn du rückwärts irgendwo reinfahren machst oder was, die überholen die nur, anstatt dass einfach mal warten und den anderen hinter dir Bescheid sagen, dass jemand einpacken möchte. Rückwärts. Auf der Hauptstraße wohlgemerkt. Die überholen die. Und der Radlfahrer möchte hinten auch noch durch. So in der Richtung, ach, dass ich rückwärts fahre, das siehst du nicht, Depp. Deswegen ist ja damals so viel Unfälle passiert mit der Feuerwehr, dass eine Oma mal da gefallen ist, wo die Feuerwehr ganz kurz zurückgesetzt ist und die Dame, die Alte, ist unter den Reifen reingekommen. Warum schauen die nicht erst einmal, was los ist eigentlich? Ja, warten halt, ja, aber Marburg ist echt, Freising ist ja noch schlimmer. Ja. Na, unser Baustelle, wir müssen immer rückwärts reinfahren, das ist eine enge Gassen. Das, wie gesagt, das geht hinten rein, das sind 40 Meter oder was, wo wir reinfahren müssen, aber wir müssen ja von der Hauptstraße rückwärts reinfahren. Und auch der der Lastzug für Filigrandecken oder für Eisen, was jetzt noch kommt, das ist Katastrophe, einfach, dass die nicht warten können. Die wollen einfach dann überholen auf der Streifenposition, wo du einfach dann links einbirgst, wo wir auch reinfahren wollen. Die überholen da über den Streifen einfach drüber, obwohl er durchgezogen ist. Ich denke, Alter, die anderen Autofahrer kriegen ja auch ein bisschen Angst, oder? Ach, die dann warten, aber da habt ihr der Mercedes, muss da. Und du kriegst einfach einen Schock dann, wenn du selber im Lastwagen als Beifahrer drin hast, denkst du, was für ein Arschloch bist du eigentlich? So in der Richtung, Warnblinker ist drin, alles ist drin, weißt du? Jeder sieht doch das, dass wir sind mal rot. Das ist ja nicht so, dass wir schwarze Autos haben oder so. Das ist echt, das ist typisch Marburg und das kenne ich seit Anfang an vom Etna aber schon. Aber es gibt schon echt Gehirnlose. Aber gut, heute früh aber junge Leute gesehen und das, wie die da gefahren sind. Selbst der Julian hat einmal geguckt, wir sind im Pfaffhofen um 7:30 drin und sind wir um 9 auf der Baustelle gekommen. Als wir mir dann schon einen Anhänger abgestellt haben, sind wir nochmal reingefahren zum Baugeschäft. Aber egal. Du kennst doch die Ampeln, wo der grüne der Pfeil da ist. Das heißt, wenn es rot ist, kannst du trotzdem fahren, wenn du freie Sicht hast und kannst dann eigentlich auf rechts dann rüberfahren. Das machen so viel falsch und das sind auch teilweise alte Leute und das hocken nicht irgendwelche Leute mit 40 drin. Nein, das sind schon 80-Jährige. Und das gibt's in Geisenfeld jetzt auch. Und ich verstehe den Julian total, wenn er dann nochmal schnell auf Hupen drückt, weil da wäre aggressiv, wenn jemand auf Hupen drückt, einfach ohne Grund so ist, weil er sagt, er mag schnell vorwärts fahren, als eigener Mitarbeiter selber, weißt du. Aber ich verstehe es mittlerweile, wenn man denkt, Alter, du siehst dann wie die Schlafer oder wissen sie, und dann siehst du Heilbronn oder irgendwie Rosenheim oder so, oder wo es halt herkommt, oder Mingerer. Das ist was anderes. Ja, Vorfahrt. Scheiß drauf. Ja, genau. Ja. Das gibt's beim Heinz zum Beispiel in Ingolstadt. Ich weiß nicht, wie die Straße war, aber ja, da gehen wir halt in, mein Gott, woher weißt du das immer? Ja, dann, Schmarrn. Echt. Krass. Tja, ja. Buchberger, Heinz, Händel. Schmarrn. Ach, stimmt. Ja, natürlich, der hat ja die Storner. Ja, ja. Oh mei. Die haben viel Anthrazit oder so, die haben so viel schöne Storner da drin, gebrochene natürlich. Er schaut aus wie Glas und ist auch so scharf anscheinend.
Aber die haben sie in den Kisten drin. Das schaut echt, ja, na, Wahnsinn. Na, na. Tja, krass. Aha. Was? Hm. Pogo ist Ingolstadt, gell? Ja. Was möchtest du mit dem bitte schneiden dann? Das, also schon Eisen, nicht, dass du Holz irgendwie schneidest. Okay, okay. Ja, das passt schon. Ja. Schwarz oder wie? Die schwarze oder die durchsichtig transparente? Transparent. Ja, kenne ich. Kannst du nicht mit der Schar schneiden. Das ist ja selbstverständlich, dass du das mit der Schar. Kann keiner schneiden. Ich kenn's schon. Ja, ich kenn's schon. Nachbarin hat sie auch unten. Ja. Hast du mit Akku gekauft oder? Es gibt ja keine mit Stromkabel mehr, oder? Das ist ja akkubetrieben dann eigentlich. Ah, deswegen ist es so billig gewesen. Ah, okay, da macht Sinn. Naja, passt schon. Ja. Woodbox kaufen, da was da rein kostet? Tauchsäge. Also du meinst, das ist, ja, ja, wie nehmen wir das anders da? Ah Gott, wir haben es selten in der Hand, weißt du schon. Das ist kein Kettensäge nicht, aber das sticht halt vorn raus. So eine Art Stichsäge, aber wert, horizontal, waagrecht halt. Wo schneiden. Das Blatt ist 20 Zahn. Ach so, nicht so ein Stichsag. Was meinst du dann? Ja, das war ja so eine, da wo 20 Zentimeter so ein Stichsagblatt rausschaut. Okay. Ach, jetzt weiß ich, Handkreissag, weißt du das? Handkreissäge. Mein Gott, sag's. Hat's lang gebraucht. Geil. Nutzt man jeden Tag. Da gibt's auch spezielle Sachen, wenn du Holz schneidest, da gibt's auch, aber die kosten so viel. Die kosten 130 Euro so ein Scheiben. Die ist auch wirklich verdammt gut. Da kostet alles mit dem Schneiden. Also Wurzelsteg bis zum Plastik und Metall und alles. Die kosten 130 Euro so ein Scheiben. Aber die ist echt wert. Wir nutzen es allerweil und das ist verdammt gut, das Ding. Das war jetzt eine Option, aber die kostet so, ja, die, okay, die kleine kostet vielleicht 65 Euro oder 70 Euro, aber die kostet so viel. Aber ehrlich Respekt von denen. Der Bauleiter hat uns gegeben, weil wir ja alles Mögliche schneiden und er hat ja gesehen, 2, 3 Jahre lang bei einem bestimmten Arbeitskollegen aus Eigelsbach, der auch mit sogar mit Fleckscheiben oder mit Nividerscheiben, also diese Diamantscheiben, wie wir immer gesagt haben, auch Holz schneidet, wo es dann hinten eigentlich schon zu brennen anfängt und Sting anfängt. So, warum schneidest du Bredel mit dem Winkelschleifer durch, weißt du schon? Und seitdem hat er jetzt, ich glaube, das war vor ein paar Monaten oder so, hat er uns die Schein gegeben für eine große Flex und das, und wo ich sage, oh leck mir, die schaut schon gefährlich aus, die ist gespiked so richtig, was schon brutal. So, er hat gesagt, 180 Euro hat die kostet, aber, boah, aber die hat einen gescheiten Rückstoß, weißt du, die packt schon wie ein Kettensack. Schon geil. Ah, das geht mit einem ganz normaler dünner Scheiben, also ganz normale Fleckscheiben, weißt du, ganz eine dünne, wenn du hast, das geht leicht. Mei, was sind das? 0,4 eigentlich eher schon. 0,8 ist die ganz normale Stahlscheiben, weißt du. Aber es gibt für Aluminium, die Aluminiumscheiben, die sind auch gut drauf, die sind 0,4 oder was die haben. Die kosten ein bisschen mehr. Die, ja, da lass dich doch beraten.
Ach, freilich. Ja. Ist meistens ein 10er-Pack oder was. Einzeln kriegst du das ja nicht, weißt du schon. Meistens ein 5er oder 10er-Pack noch. Mhm. Ja, das ist ein 08er dann, ja. Ja. Ja, du mit denen kannst du auch schneiden. Aber fetzt halt, weißt du schon, das reißt halt mehrer. Das reißt mehrer an dem Plastik dann, weißt du schon. Brauchst halt dünnere Scheiben noch. Ja. Lass dich einfach beraten, sag einfach, was du dein Leid hast und dann wissen sie schon Bescheid. Wie gesagt, na, und das ist egal. Mom, das ist egal. Jeder Winkelschleifer in Deutschland ist genormt und diese Scheiben sind genormt. Es gibt keine größeren oder kleineren. Es gibt für große Winkelschleifer gibt's einen und es gibt für kleine Winkelschleifer. Es gibt nur zwei Patente auf gut Deutsch. Da gibt's keine größeren Scheiben oder so. Es gibt kleine und große, weißt du. Da kannst nichts falsch machen. Wie gesagt, da kannst du auch dein Dingens hernehmen, deine Diamantscheiben oder was du jetzt auch hast, weißt du schon. Aber die reißt halt auch so, weißt du schon. So, wenn es jetzt eine dünne, ganz normal, da steht ja immer drauf Stahlscheibe. Es gibt auch welche für ein Mauerwerk. Da steht Stil drauf, weißt du. Wenn Stil drauf steht, dann ist schon die richtige. Dann kannst du mit der super durchflexen. Da fällt sie gar nichts. Aber setz nicht an wie ein Kettensack. Ja, ja, aber setz, ja, perfekt. Sind das die, hast du da so ein Aluminiumbackel oder wie? Da wo die drin sind. Das ist so eine Aluminiumverpackung ist das. Wo du aufmauern kannst auf gut Deutsch, wie so eine Schachtel, also so eine Box, weißt du. Ja, 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 perfekt. Wenn Stahl drauf, ja, passt schon. Aber man tut mir einen Gefallen, nicht komplett am Anfang Vollgas reinschneiden, sondern einfach bloß anritzen. Dass du einfach bloß sagst, du schneidest bloß einen Zentimeter mit dem Winkelschleifer ein. Weil wenn du ganz reinfleckst oder was, dann kann es sein, dass es reißt, weißt du schon. Wenn du bloß anritzt mit dem, dann bist du durch, weißt du schon. Das hat ja bloß, was hat das Wellblech? 2 Millimeter, 3 Millimeter oder was. Deswegen nicht ganz reinfahren, dass du mit dem Schutzblech anstehst, sondern einfach ganz normal so durchfahren, dass du sagst, ah, ich sehe die Führung und das, perfekt. Ja. Und dann reißt auch das ganze Plastik nicht, perfekt dann. Es gibt nur Stahl, das heißt halt Stahl, Stil steht glaube ich drauf, dann auf der Scheibe. Wie du das einsetzen musst. Ja, die Original kenne ich schon. Hm. Na, das passt schon, Metall, das passt schon. Du musst dir mal vorstellen, wenn du Metall schneidest, da ist ein Gewebe drin in den Scheiben. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du Plastik schneidest, dann der verreckt der überhaupt gar nicht. Die hat vielleicht, ist das Plastik ein bisschen ohne die Scheiben, weißt du schon. Aber das tut gar nichts. Das, weißt du, das Schmelzen, weißt du, das ein bisschen schmelzt. Das tut überhaupt nichts. Na, null. Die platzt da nicht gar nichts. Perfekt. Null, nein. Oh mei, was ich schon knien hab. Teilweise richtig dicke Eisen mit den dünnen Scheiben. Boah. Aber da, die haben ja teilweise ohne Schutz, weißt du schon. Mhm. Dass wir so ungefähr 270 Grad dann schneiden können. Ja, ja. Das macht unser, sag ich mal, Pole immer so. Dann tun wir den Schutz einfach wegwerfen und den Rest den behalten wir. Na, da fällt sich nichts mehr an. Und wenn der Schutz drauf ist, sowieso nicht. Wenn du einen halben Zentimeter einschneidest, das ist perfekt dann. Das läuft durch wie nix. Ja. Ja, du, Mann, ich möchte, jetzt ist schon halb elf. Ja, bis um 12 wollte ich. Das passt schon. Alles gut. Bisschen driften noch. Ich hab's Essen, habe ich auch schon vorbereitet. Machst du, was isst du so jetzt noch? Bist du noch so eine, die dann so vorkocht und immer noch so einbackelt in deinem Vakuum-Ding? Immer noch. Also hast du deine Gefriertruhe noch, die große? Also die mittlere, die Dreiviertel, die, wo man sagt dann. Hab ich auch. Ja, der kleine, ja. Mei, der ist auch bloß 1 Meter hoch, glaube ich, sind die, oder? Hab ich auch. Schau her, ich hab auch zwei. So wie du. Ja, schau her. Na, du kennst ja meine Bude. Zwei Fächer hast, oder? Zwei normale Fächer hast du im Gefrierfach und dann noch so ganz ein dünnes, weißt du schon, du hast Butter reinlegen kannst oder so im Gefrierschrank. Ja, so wie. Ja, genau. Ja, so wie. Weißt schon. Der Markus nicht glaubt, dass es A++ ist mit der Energiewert, weißt du schon, aber steht wirklich drauf bei mir. A++. Ja,
Das gibt's doch nicht als Gefrierschrank und also Gefrierschrank und Gefrierschrank, weißt du, also Kühlschrank. Also, scheiß Englisch. Freezer und naja, Fridge halt. Freezer, Fridge. Blöd. Jetzt mal verrede ich mit alle, weil. Ja. Hm. Na gut, Mann. Dankeschön, dass wir geredet haben. Warum auch immer. Ich habe was gesehen. Gut, das kann der Zielgewinn sein. RE, okay, das habe ich jetzt. CO, weißt du. Aber 12, oder was hast du jetzt nochmal gesagt? 12? Oder wie? 12, weißt du. Hm. Nein, weißt du. Ja, alle 12 sollte man schon beieinander haben. Ja, dann Cheers up, Campaign, Strawberry Salute, Salute, Goldbrust und nicht gespielt. Das ist immer so ein Spruch, wenn ich so meine Tequila-Flaschen da hochholt und dann ein bisschen trinkt. Das sieht ja keiner. Das Skelett ist ja bloß Abbild da. Das ist übrigens auch immer live. Aber ich mag dir das nicht senden, wo ich jetzt immer live streamen, weil das ist immer so, der Baum schaut dann auf und denkt sich, was tut der da eigentlich? Der ratscht immer so komisch Englisch daher und das. Und es lohnt sich, klar. Ich rede über Baustelle teilweise am Anfang immer so die ersten 10 Minuten, dann, oh, jetzt koche ich gerade nebenbei noch, dann sind wir bei 15 Minuten, dann fange ich zum Driften an. Und jetzt war es halt heute einmal 2 Stunden lang, wo ich nichts durch hab, der Livestream, aber mei, schauen trotzdem 3 Leute zu. Keine Ahnung, warum die das tun. Ist wahrscheinlich, weil sie Deutsch verstehen. Ja, das Wort ist her ja nicht. Das ist ja der Livestream nicht. Das ist ja nicht, du siehst halt normalerweise die Kommentare, aber die laufen nicht so wie bei TikTok oder so nebenbei, weißt du, dass du immer das transparent im Hintergrund siehst. So einer bin ich nicht, dass ich über die Straße drüber gehe und sage, ja, das ist unser Baustelle und so. So ein Arschloch bin ich nicht, weil das habe ich gelernt. Ganz am Anfang habe ich doch immer Videos draht und das und mit die Arbeiter und das, was wir so treiben und das, mit der Garmin-Kamera vom Fahrrad. Und die habe ich immer noch, die läuft immer noch top. Aber der Martin ist dann draufgekommen, als, oh, der Kamera dabei, filmt der uns. Das war im Fallenbach drüben, bei der Mühle drüben. Und seitdem, das war so, und dann hat Evi mal gesagt, du darfst auf der Baustelle nicht filmen, weil es ist halt gesetzlich und irgendwie hat er gesagt, und seitdem tue ich das ja nicht mehr. Und ja, das gibt halt Ärger, ne? Seitdem mache ich halt bloß noch Fotos von der Baustelle, wo ich sage, okay, das machen wir am nächsten Tag und so kann ich es mal am Abend dann ausdenken, das brauchen wir, okay. Ja, das war ja damals noch nicht so, das war ja, keine Ahnung, 2013 war es schon. Oh ja, digitale Rechtsgebot und ja, ja. Hm. Was hältst du eigentlich davor, wenn in Deutschland Kameras installiert werden, dass 80% ja von China kommt, also die Technik und die Überwachungstechnik für Gesichtserkennung zum Beispiel, was dachtest du davor heute in Ingolstadt drin? Muss das sein? Aber wenn dann Schlägereien sind oder von der Diskothek oder die Prostituierte, die wo glaube ich 80 war und so 2 junge Kerle mit 18, 19, die wo die einfach drüber droschen haben mit dem Baseballschläger, da war ja auch so 360 Kamera in der Nähe von einem Supermarkt, glaube ich. Das ist nicht in Bayern gewesen, aber die haben es dann drüber droschen und haben es dann, bis heute finden sie den einen nicht, aber danach haben wir es gesichtlich dann erkannt. Was hältst du davor? Gesichtserkennung? Rechtlich für dich jetzt persönlich, was du sagst, du wirst jetzt mal erkannt wie in China, 24/7, du gehst 2 Meter weiter, kommt die nächste Kamera und sieht dein Gesicht und macht halt dann das Foto und dann sieht die, aha, das ist jetzt Christa Berger beispielsweise oder so, weißt du, wie man. Naja, genau. Ja, das stimmt ja, aber du zahlst ja auch für GZ. So eine Art, weißt du, so eine Art. Ja, ja. Genau. Hm, genau. Ja, weiß ich nicht. Jetzt habe ich dein Foto gesehen. Du hast aber gesagt, das ist, so ist das. Ja, das sind die Blöcke, Mann. Das sind die Blöcke, also das ist nicht wie eine Laminatverlegung. Das ist teilweise, wo die einzelnen Dinger selber verlegen, weißt du schon. Die Blöcke. Das habe ich ja gemeint, weißt du schon. Diese Bauart-Prinzip. Das sind Blöcke. Wenn du das selber rausreißen darfst mit dem Hebeleisen oder was, dann kommen bloß kleine Blöcke raus. Also diese Stiften, kann man sagen. Die haben das damals selber so verlegt. Nein, nein, ist wirklich so. Ich sehe doch das Battle, Mann. Ich habe doch Erfahrung. Schau mal das, wenn du siehst schon die Leisten, die sind 6 Zentimeter breit. Aber das sind halt so Blöcke, weißt du, die haben selber reingeklebt. Da ist Untergrund, ist erstmal mit PCI vorgeklebt worden, und da kannst du die draufkleben, weißt du. Die sind, bei dir sind es 30 Zentimeter auf 6 Zentimeter ungefähr, oder was? Ja, ich sehe 40, sind halt 40, meinetwegen. Und die sind händisch verlegt worden, Mann. Das ist nicht so, dass du, korrekt.
Das ist nicht so ein Laminat, das du einfach draufballerst, hinhaust und so. Was da hinten sieht ein Laminat. Ja, da hinten sieht ein Laminat. Schlafzimmer, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Laminat. Im anderen Zimmer warst du schon. Ja. Aber das ist, wie ich gemeint habe, diese Blöcke, weißt du schon. Das ist nicht so, dass du das einfach so verlegst. Du musst dann einen Untergrund haben. Ist egal, ob es da PVC oder so drauf hast. Die machen Klebemasse drauf. Und das ist stabil, weißt du. Das sind so ungefähr 1,5 Zentimeter. Die sind richtig Dinger, weißt du. Das ist Hartholz. Da, wenn du was fallen lässt, kein Thema. Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Scheiß Laminat, sagst du. Ja, wenn halt was rausfällt, ja, ja, jetzt warte mal schnell. Na, warte schnell. Ich suche gerade das wegen dem Bein, aber ich möchte vom Mauer drucken. Ich habe wieder 2 Videos gesehen. Das kostet einfach laufen lassen. Kannst du morgen auch noch schauen. Ah, wo ist das Beinchen? Warte, ich mach schnell ein Foto da vom Beinchen. Okay. Eiskaltes Händchen. Warm, keine Ahnung. Jetzt muss ich den Hax hochlegen, weißt du. Schaut aus wie ein Sauerbraten jetzt. Ja, Schmarrn, so Schmarrn. Moment. So, das wird jetzt schon mal geschickt. Also du schickst mir über 163. Aber was ich mit dir rede jetzt gerade über 1, also 0179. Oh Gott, das sieht man. Geht das? Professionell. Mhm. Warte, da lege ich noch was auf. So, passt. Da ist das Beinchen. Liegst da bei Ding oder so, dass das Schlimme ist. Es tut nicht weh, es ist gar nichts. Aber das habe ich jetzt seit ja, guten Dreivierteljahr bis ein Jahr. Der Eberli hat auch gesagt, so in der Richtung, das ist nicht schlimm. Ich sag, das gibt's ja gar nicht, das ist ein Raucherbein teilweise schon. Ja, oder so. Na, aber diese Verfärbung. Diese Verfärbung macht mir Sorgen, wo ich mir denke, was ist das? Es ist vielleicht von der Steuerung oder kommt doch vom Raucher oder das habe ich, das ab und zu juckt's und dann jucke ich und dann kommt das. Das geht auch wieder weg. Also wenn ich jetzt einmal 2 Monate daheim war, so Gaudi halber, über den Winter, dann ist es nicht mehr da. Aber ab und zu juckt's und dann kommt's wieder. Über die Drüsen kann man sagen oder so. Keine Ahnung, Mann. Und das andere ist von der Windmühle, sage ich schon, wo ich Diesel versus, wie gesagt, Windkraft gerechnet habe, weil mir hat er gesagt, na, das war Absicht wegen der Skalierung so in der Art, weißt du schon. Und das andere Bein hat gar nichts. Es schaut ganz normal aus wie ein normales Bein, hat keine Schäden, keine Riss oder sonst irgendwas Schmarrn. Das ist nur das Bein, wo ich so viele Unfälle schon gehabt habe, weißt du schon. Deswegen ich schieb's auch ein bisschen auf das. Quetschungen und Blutergüsse und was ist der Teufel, vom Mauerdrucken irgendwann und das kannst du nicht erklären. Und wir hatten heute einen Regenbogen. Das war so ungefähr vor 4 Stunden, ja, zuvor. Ago. Da habe ich ein bisschen mit der Kamera gespielt, wie das geht. Hm? Ja, Alter, ja, wie gesagt, 15 Minuten. 2 Minuten habe ich im Gehirn braucht, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich das aufschreiben. Nein, das geh langsam durch, gell. Und das andere musst du ein bisschen leiser tun, weil das vielleicht laut ist wegen dem Schlagen und das. Das ist beim Rocker mal gewesen. Ja, genau, so schaut's bei Ihnen aus. Das passt schon, so wie es sieht. Ich habe mit der Kamera ein bisschen umstellen müssen, wegen die ISO-Werte und den Schmarrn und Helligkeit und das. Und ja, das so genauso schaut's aus. Ich verstehe nicht, was es ist. Es wird nicht größer, es ist nicht mehr geworden oder so von den Pusteln oder wie man sagt, aber das kommt ja direkt von die, wie soll ich sagen, Drüsen oder so, weißt du schon. Ein paar schwarze Dinge, ich weiß es nicht. Da sind ja Haare auch noch drauf, weißt du schon. Ich weiß nicht, was das ist. Und das andere, die ganzen Löcher und das kommt vom Baustell. Haust die an, schneidest die am Eisen wieder und das ist ganz normal. Ich weiß nicht. Der Eberl, der sagt, das ist Verbrennungen oder so, ja. Aber das ist so, Hautflechte, hat der Georg heute noch gesagt in der Früh, wo ich ihm das gesagt habe. So Hautflechte, aber was ist das? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das noch wieder? Gäh. Ja. Ah.
Neurodermitis dann. So. Null, gar nichts. Es ist nicht einmal, dass du, wenn du drüber fährst, das Buckel hat oder was. Es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist halt wie ein A4-Blattl, was du, wenn du drüber gehst. Es ist ja schon ein bisschen härter oder so, aber es geht wieder weg. Also wenn ich jetzt 2 Wochen nicht arbeiten darf, dann darf es wieder verschwinden, dann siehst du bloß noch die Ausgänge, also die Poren, weißt du schon, dass da noch so rote Flecken sind. Mhm. Macht das, ja. Es pressiert nicht, ich stirb nicht, wie der Michi, da habe ich einen Cut gekriegt, jetzt habe ich auch schon Krebs gehabt, bla bla bla. War mir der Stor nicht auf den Zehen aufgefallen letztes Jahr im Mai, aber alles gut. Es ist einfach bloß, wo ich mir denke, wenn der Eberle, der Hausarzt selber, der Apnoe und sowas auch schon macht, und wo ich mir denke, warum weißt du davon nichts? Du machst Apnoe, das heißt auf gut Deutsch, du tauchst ja und du lernst ihnen bei, wie man Flaschen bedient, wie man tief taucht und so und Korallen sieht und das. Aber denk mal, warum kapiert er das nicht, dass ich sage, habe ich ein Raucherbein, da ist der meiste Unfall, der hat ja alles protokolliert im Computer, weißt du, was ich alles an Unfälle gehabt habe an den Knie. Keine Ahnung. Na gut. Na, wenn du Zeit hast, meint das ist, wie gesagt, es pressiert nicht, ich brauche keinen Sanker nicht. Reden wir ein Jahr drüber, wenn das ganze Bein dann da drüber gefallen ist, dann war ich schon links im Krankenhaus. Und einfach mal abmutieren und das. Ich bin so an der Überlegung auf der Toilette vor ungefähr, bevor der Livestream angegangen ist, wie passiert das? Das Knie wird unter der Kniescheibe abgetrennt, Vollnarkose oder müsst dabei sein? Aber du bist Alkoholiker. Das heißt, die ganzen Spritzen, die werden dann nichts helfen mit dieser, wie nennt man das nicht, die Teilnarkose, sondern örtlich, oder so. Irgendwie so. Und, aber was, das ganze Gift, was ich schon drin habe und das verflüssigt, das Blut ist ja verflüssigt da. Das heißt, da können sie mir geben mit Morphium. Das war jetzt ein bisschen ein Scherz. Nein, kein Scherz, aber das kann in 20 Jahren daherkommen. Was passiert denn dann? Du hast ja ein flüssigeres Blut als ein normaler Mensch, der die Spritzen, du hast da 3 Spritzen unten oben und so rein, und dann bist du ja ein teilgelähmt, so in der Art, weißt du schon. Und, aber was passiert mit mir? Auf einmal sitzt der mit der kleinen Flex so in der Richtung und dann sagelt der den Knochen und spätestens dann merkt, oh, das tut weh. Das tut weh. Das hilft gar nichts. Wie damals beim Zehenziehen. Wo der andere mir 4 Zehen gezogen hat und dann hat man den einen Zahn auch noch gezogen. Der Unterarm hängst, weißt du, da wo man echt, wo ich mir gedacht habe, 2,5 Stunden, 15. Da wo ich mir gedacht habe, der hängt jetzt wirklich ein Hebeleisen an. Der verbirgt mir das Gebiss und das reißt mir jetzt gleich raus, das Kiefer, weißt du. Da hast du mich, glaube ich, abgeholt, oder? Ich glaube, die Schwester war auch dabei, bin mir nicht mehr sicher gewesen. Ja, ich gedacht habe, Alter, wenn ich jetzt, ja, ganz ein kleiner eigentlich, beim Weißer, ja, genau, ja, das ist ja übernommen worden damals. Mhm. Aber wie ist das? Und dann macht man sie, und heute früh habe ich, Beispiels, ich gebe dir, okay, das ist das letzte, jetzt was wir jetzt noch reden. Ich kriege einen neuen Ofen. Also, mit nicht Ceranfeld oder Induktionsherd, weil musste ja alle die DEF dann tauschen. Ich habe jetzt bloß die Pfannen, die wo induktionsmäßig, aber ich möchte bitte auch wieder die alten haben, den Ofen wieder, mit den Massenherd-Ding, weißt du, wo es da praktisch musst du sauber machen, ein bisschen, ja genau. Habe ich ewig lange im Internet gesucht. Genau, richtig. Und heute in der Früh, ich war um 2 bin ich nochmal schlafen gegangen, weil ich schnell bieseln war. Und der Albtraum ist bis um 5 gegangen. Am Samstag kriege ich den Ofen für 335 € und Versicherung nochmal dazu. Also die, wie sagt man, die für 4 Jahre praktisch eine Verlängerung Garantie, ja. Also 6 Jahre habe ich dann praktisch. Und kostet ein bisschen mehr, ist mir ja wurscht. Ceran, Thomas hat immer so geflucht mit dem Abschirm und das mit dem Ceran, mit dem Induktionsscheißdreck, weißt du, wenn du immer das Zeug drauf hast und das. Und da habe ich gesagt, na, also ich möchte das auch nicht, habe so einen bläden Schirber dann allerweil den Aluminium-Ding da, weißt du, und scheiß drauf. Ich muss die Depp auch neu kaufen für 200 € oder so ein Schmarrn, weißt du, und da sage ich, na, ich hab bloß die Pfannen dafür. Aber ich möchte den alten wieder haben, der Deckel ist auch wieder drauf, Umluft hat er, 300 Grad Grillfunktion hat er sogar noch drin, das was der jetzt auf jeden Fall nicht. Bei mir geht ja bloß die Unterhitzen nicht. Der hat jahrelang immer dunk dunk gemacht unten drin. Und der Zimmer hat mir mal gesagt, in Geißenfeld da drin, der Albert, der hat mir mal gesagt, also wenn das passiert, dann kann es sein, dass unten das abgerissen ist und das kann man nicht reparieren, hast verschissen auf gut Deutsch. Und der Julian, der hat einen Ofen, der geht auch nicht. Der tut seit einem Jahr schon umeinander, der kann nichts mehr. Und ich bin ja so einer, der Brot backt oder Pizza macht oder sonst was. Weißt, aber ich brauche die Unterhitzen. Du kannst nichts machen, kein Muffin, gar nichts mehr. Oberhitzen ist einfach Kacke. Du musst einfach reflektierend Alufolie auslegen, damit es irgendwie nach unten geht. Das hat mit dem Brotbacher gar nicht mehr hin. Da kannst du bloß noch Baguettes oder so machen, aber so richtig normales Bauernbrot geht nicht, weißt du? Das ist Pampe. Fängt schon bei der Pizza, oder musst wieder Taco musst zusammenlegen, wieder umdrehen, dass das schön wird mit dem Teig und, aber egal. So.
Das kommt am Samstag, 7 bis 19 Uhr bitte warten und wir schauen, dass wir vorbeikommen. Der natürlich wird er mitgenommen dann, der Alte, wo es nachtragen muss ihn. Und so, aber der Albtraum war ja, wie tust du die kurzen Kabel, weil ich konnte die nicht wegrucken. Das heißt, ich weiß haargenau. Nudeln, Karotten, irgendwas, Kucamba oder was weiß ich, irgendein Scheißdreck oder jetzt bloß die kleinen Stücke sind. Und das war ein halbes Jahr, wo ich mal ein bisschen weggeguckt habe, aufgekommen habe und rausgehört habe, wie das jetzt schon wieder ausschauen muss da unten drin. Also das heißt, am Freitagnachmittag muss ich definitiv den Ofen sauber machen, dass ich mitnehmen kann, die unten den Untergrund sauber machen, aber ich weiß nicht, wie ich die Kabel wegbringen muss. Weil das ist ja ganz anders da. Nicht so Steckdosen, weißt du schon. Das sind ja, die Pole stehen ja, sind ja direkt in der Wind drin und die gehen ja direkt zum Ofen rein. Das sind ja bloß Kabel, weißt du, so offene, kleine Kabel. Das ist so verreckt. Und da habe ich so einen Albtraum gekriegt, wo ich mir gedacht habe, ich stecke dann hinten drin. Aber ich habe schon gesagt, Stani, das war vor einer Woche, bitte helf mir. Weil du kennst dich aus mit sowas, auch wenn du Pole bist, aber du weißt das. Aber ich habe einen Albtraum geschoben, da wo ich dann hinten drin hing und langer Kabel ist letzten Jahr, möchte abreißen, weil ich mich nicht auskenne. Habe einen Schock dann halt bei, was weiß ich, über 40 Volt oder so und dann hänge ich da hinten drin. Und keiner vermisst mich. So bin ich gestorben. Das war so ein Scheißtraum. Nein, ich tu alles rausmachen. Ich tu am Freitagabend tu ich alles raus, bevor ich den Ofen rausschiebe, kein Thema. Weil das ist nicht einmal beschriftet bei mir, weil das hängt ja im Gang draußen der Sicherungskasten, wo jeder hingelangen kann. Das muss doch mal gehen. Das ist ja schlimmer, als wenn du noch die eigenen Schraubdinger drin hast, noch was du in der eigenen Bude. Das ist ja schon verboten. Ist ja wurscht. Ich tu alles raus, weil es nicht beschriftet ist und fertig aus. Kriegt der Computer einmal nach einem Jahr einen Neustart. Ja, so ungefähr. Der läuft ja auch permanent durch. Ja. So. Gut. Macht ja keinen Kopf wegen dem. Wie gesagt, also am Freitagnachmittag ist der Stani eh da. Das Kabel ist aber so kurz, weil sonst da den Ofen rausschieben, hinten immer sauber machen. Das geht halt nicht. Du musst ihn aufheben. Das war, ich glaube Dezember war das, wo ich alles sauber gemacht habe, wo du mich besucht hast. Was Dezember? Ich glaube schon irgendwie so, ja. Ja, wo es dann mal vorbeikommt. Ja, genau. Da habe ich ja unten drin auch alles sauber gemacht und das war so eine Scheißerei, weil deswegen war ich immer so aufgebracht. Hm? Na, der Albtraum war nur, das Zeug liegt da und du ziehst das letzte Kabel raus und weißt du schon, und das war so nach 3 Stunden Schlaf und das ist ja wie Zeitlupe im Albtraum, weißt du, das ist, du meinst, das sind 5 Minuten, wo du träumst oder dann wachst du wieder auf. Na, das waren über 3 Stunden lang. Das ist so komisch, als war es normal 5 Minuten oder so, aber das waren halt 5 Sekunden, aber das war halt über 3 Stunden der Albtraum. Wie wach waren die immer, Alter, was ist los mit dir? So schlimm wird's dann. Du hast alles kalkuliert schon. Du hast alles vor 3 Wochen geplant und alles. Was ist denn los? Aber dieser Albtraum kommt dann auf einmal. Na, ja, freilich. Ja, nicht nur das. Geht auch nicht um das. Weil der Georg hat gesagt, warum nicht bei eBay Kleinanzeigen? Fahrst halt nach Augsburg auf mit dem Steini und dann holst du den ab und dann tut's den Altgerät einfach einen Werkstoff rein. Sag ich, ja, fahr die erstens zweimal, fahr mal Augsburg oder sonst irgendwo hier, Regensburg oder was, wegen dem, und dann geht's vielleicht nicht einmal, das Klump. Dann hab ich gesagt, na du, ich kauf mir lieber einen gescheiten, den wo ich dann in die nächste Wohnung mitnehme, oder wenn ich sage, jetzt wohne ich noch 10 Jahre drin, aber es ist halt die Garantie dann auch noch, wo du dran hängst, und na du. Aber es ist Ergo, und das ist das Einzige, was mich begeistert, Ergo, die verfassen alles. Ich habe ja, wie gesagt, mit der Hausratsversicherung nicht das gewusst, dass ich da immer noch drin stehe und das, und ich habe mir erst angemeldet in der Zahnarzt-Zusatzversicherung. Und das war dieses Jahr am 24. Februar war das, wo ich mich angemeldet habe, wo die gesagt haben, rückwirkend, können wir auch machen. Da waren es 160 Euro, haben es nicht gezahlt. Und das war auch am Anfang Februar, am 5. oder ich weiß nicht mehr, welche Daten, es waren 2 Daten auf jeden Fall, im Februar, rückwirkend einen halben Monat. Das war's gewesen, haben es verweigert. Und jetzt haben sie aber zugesagt zu dem. Hätten sie da nicht zugesagt mit den 308 Euro, dann war ich rausgegangen aus der Ergo. Dann hätte ich gesagt, okay, mit eurer Zahnarztzusatz, jeden Tag werden sie mir E-Mails schicken, auf gut Deutsch, am Handy oder am Computer halt, über Yahoo, Brillenversicherung oder haben sie das schon mit Hagelversicherung, weil man denkt, Alter, das hat schnell dran, gell, weil ich will ja Geld verdienen, klar, verstehe ich ja. Wie der Immobilienmakler oder sowas schon, aber, komm, hör mal auf, aber. Mhm. Ja, das sagen sie auch alle, weil Frühlingsangebot oder wie es jetzt heißt. Ja, nein, ich verstehe das schon. Aber ich kann ja nichts mehr aufnehmen, ich habe ja schon alles. Und was war die DEVK dann eigentlich? Deutsche,
Was ist dann Deutsche Versicherungskasse? Na, aber wie darf das ausgeschrieben heißen? DIVK? Deutsche Versicherungskasse? Na, keine Ahnung. Ja. Na, du hast halt da bloß gewohnt damals. Ja, ja. Ich hätte halt gemeint, dass du da. Okay. So, Mann. Ich habe mir jetzt ein neuer Tequila rausgeholt, der ist jetzt eiskalt, weil ich habe jetzt ungefähr so 300 Milliliter von einer anderen Flasche schon knuppelt mit dir. Und ich bin immer noch da. Sie fixen uns. Alles sauber. Ja, wir hatten da aufgeräumt. Warum ist die Socke eigentlich mit einem Loch versehen? Ah ja, ich kann das nicht nennen. Das sind so billige Socken vom Bau, weißt du schon. Okay, lecker. Das tue ja ich, warum rufst du mich nicht an? Du kannst ja bei WhatsApp auch mal ein Plädelbettel reinschicken. Mhm. Du brauchst doch bloß ein Bettel von der Arbeit oder sonst irgendwas schicken, was du sagst, das regt mir jetzt gerade auf und dann schreiben wir drüber. Muss ja nicht gleich angegriffen werden, aber ich kann dann einfach einen Text schreiben. So wie ich es mit der Renate jetzt zur Zeit auch immer schreibe. Das und ja. Weißt was mich jetzt ganz kurz nochmal mit WhatsApp, ne? Es gibt ja, wenn ich neue Freunde habe, da gibt's immer die selbstzerstörenden Nachrichten ab 24 Stunden oder so ein Schmarrn. Jetzt habe ich es deaktiviert zum Beispiel mit der Renate, richtig? Nicht nur im Status, das ist auch die Nachrichten selber. Ich schreibe dir, es passiert nichts, weil wir uns vielleicht schon seit 2 Jahren jetzt über WhatsApp kennen, Gaudi halber. Also ist ja so. Aber wenn ich der Renate beispielsweise, ich hab's auch nicht verklären können, aber da steht immer drin, deaktiviert. Ich hab's jetzt deaktiviert, die 24 Stunden deaktiviert, selbst zerstörende Nachrichten nach 24 Stunden. Aber irgendwie, sie hat mir vor 2 Wochen geschrieben, das Battle ist nicht mehr da und die Nachricht ist nicht mehr da, ob's nicht rüberkommen kannst noch. Hä? Oder sie hat das löschende Ding da drin. Kann das sein, wenn beide Seiten nicht einnehmen, dann deaktiviert haben, dass sie dann, okay. Ah, das macht Sinn. Aha. Ja, aber sie kennt sich auch nicht so aus. Sie hat zwar Haufen Freien drin und das war's ja. Okay. Ja, weil heute habe ich wieder geschrieben, alles Gute zum Geburtstag und das und, na, Bullshit. Renate, hallo, das ist ja, oh mein, du, das ist, die ist schlimmer als die Oma. Na, wie soll ich es erklären? Die ist ja, das ist so nicht der Oma-Ersatz. Niemals. Aber ist halt vom Altchef, weil am Altchef immer noch dran hängen, auch wenn er schon lang verstorben ist. Ist halt, wie gesagt, die kehrt er nicht an den Hof, aber sie ist halt diejenige, die, ist halt die Frau vom Chef gewesen, vom Altchef. Das heißt, der Hans, der Juniorchef, der mein Chef ist, die kehrt ja der ganze Hof. Und Renate wohnt ja noch unten drin und versorgt der mit Essen oder hilft halt und die macht ja den ganzen Garten, hat einen Hund, der Kater ist jetzt letztens verstorben und alles so Schmarrn und die hängt halt an dem Hof und ich kann es nicht erklären. Es war jetzt beispielsweise Rosa Berger, war jetzt nicht Rosa Berger, sondern die da der anders da heißen, nicht Berger, war aus einem anderen Hof von Unternehmer raus. Ja, so eine Art. Ja, genau, ja. Und die ist ja schon so lang da, 40 Jahre schon, weißt du schon, wie man. Und das ist halt für mich die Chefin, auch wenn sie es nicht ist, aber sie ist halt Senior-Chefin, oder wie man dann sagt. War auch nicht Senior-Chefin, aber ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall, das ist, ohne die da gar nichts gehen. Im Garten oder sonst was im Außenbereich, müsste man so viel immer helfen, Markisen immer und so ein Schmarrn. Na, passt schon. Okay, Mann, ja dann. Du hast frei jetzt morgen, oder was? Aha. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber was ist jetzt mit den Tabletten? Begeistert bist du jetzt, begeistert bist du auch nicht, oder? Ja. Jetzt muss ich leider noch mal fragen, eine Leber hast du aber schon noch zum Verarbeiten, oder? Weil irgendwo muss ja die Tablettenscheiß, ja, oh mei, nicht, dass das das nächste ist, was schon. Okay. Die Bauchspeicheldrüse ist ja eigentlich bei der Leber dabei. Also, das habe ich jetzt mittlerweile noch. Hinterhalb, weißt du schon? So hinterhalb von der Leber. Die ist halt so, mit alles mögliche zusammengemacht. Also, das ist schon eine schwere Operation. Wie haben sie noch das rausgebracht? Haben sie da aufschneiden müssen oder wie ist das dann? Oh Gottes Willen, wie geht denn sowas? Das kannst du nicht durch den Hals machen. Na, wie haben sie das gemacht, dass sie es rausoperiert haben oder wie geht denn das? Haben sie da aufschneiden?
Ach so. Was ist da nochmal raus? Na, was hast du dann rausnehmen lassen müssen? Mit Bauchspeicheldrüse? Äh, na, schon im oberen Bereich. Ach so, gar nichts. Ach so. Ich hab das bloß an mich verzeiht sogar, die habe ich schon, aber oh mei, das ist auch schon 2 Jahre her. Du weißt schon, die Bauchspeicheldrüse ist ja eigentlich zwischen Leber und, ja, nicht Herz, aber Arterie und sowas und das ist eigentlich hinterhalb von der Leber, ne? Da habe ich mir gedacht, oh Gottes Willen, warum ist da das? Und mei, du Mann, das ist ja 2 Jahre her, wo ich schon alle Gedanken mache. Okay, korrekt, ja. Ah, ja, okay. Da geht ja gar nichts mehr eigentlich. Ja, eben. Das ist wie der Blinddarm beim Darm, weißt du schon. Das ist, man, die Bauchspeicheldrüse, die produziert zwar was, der Blinddarm macht's ja nicht. Der stopft aber, wenn er voll ist, dann ist er voll, dann eitert er, etc. Aber brauchen wir, echt? Na, da noch nicht. Vorletztes Jahr habe ich Zwicker gehabt, ja. Du sagst mir nochmal. Die hat aber nicht in dem Eckhaus gewohnt. Hm. Ach, da bist ja du hinterhalb von Michi. Der Michi hat gesagt 18 Zentimeter. Aber Michi habe ich gesagt, bitte sag's mir nicht auf der Baustelle. Michi, jetzt nicht. Da wollte er schon das T-Shirt hochziehen und die Hosen runterziehen. Ich sag, Michi, jetzt nicht. Das geht, nicht auf der Baustelle. Weil das war letzten Freitag war das. Denk mal, Michi, bitte, jetzt hör auf. Das ist so, weil der redet über den Tod und er stirbt bald und ja, Krebs habe ich jetzt auch schon gehabt und das habe ich jetzt überwunden. Was mit dem Zähne passiert im Mai, dann hätte er höchstwahrscheinlich Krebs gehabt und er hätte sich verteilt. Ja, das ist richtig. Deswegen ich bin ihm gar nicht mehr böse auf das, dass er mal ein schwerer Stor auf dem Zehen aufgefallen ist, dass er sich einen Bruch hat, weil dann ist er ins Krankenhaus reingekommen und haben das festgestellt, weißt du schon. Im urologischen Bereich, wo ja der Mann anders das sagt, aber naja. Na, also das ist Glück gehabt. Der war niemals der Mann. Du kennst ja die Männer, weißt du, ab 45 Darmuntersuchung, Krebs halt, Krebsvorsorge, dann ist niemals hingehen, so eine Art. Aber das ist genau sein Alter, weißt du, der ist ja jetzt eh schon über 55 und der war da niemals zur Krebsuntersuchung hingegangen. Und ich rede auch wirklich mit anderen Leuten auch. Aber so, wenn ich mit den Arbeitskollegen zusammenhocke, die älter sind, über 50, wie der Werner, der Markus und so, wo jetzt auch bald kommt und ja, also er schon, aber der Werner, der schämt sich dafür, weißt du, dass er das macht. Ich sag, du tu dich da nicht ab. Das geht um deinen Körper, das geht um deine Gesundheit, habe ich noch immer gesagt, weißt du, das weiß ich nicht, Mann. Warum soll ich da Narkose kriegen? Mhm. Ja, ja, okay. Zwickt halt ein wenig, oder? Warum? Ja, es kommt ja drauf an, was der da hernimmt und wie viel Gleitmittel der dahinter, aber ja, ich kenne das. In den After heißt das. Erst einmal 12 Finger dran, gell? Danach. Ja, Panik oder wie? Ja. Echt? Nein, nein, das passt schon. Nein, ich hab da kein Thema nicht. Du weißt aber schon, was da passiert in der Zeit mit dem Ding, dass das eigentlich 90 Grad rummächt, oder? Ah, 45 Grad, Entschuldigung, 45 Grad. Du, das sind Blähungen deines Lebens und das 10-mal stärker. Ich verstehe das schon. Nein, nein, alles gut, ja, passt schon. Das Dumme ist halt, weil das Ding, weißt du, das birgt sich ja nicht gleichzeitig mit. Er zirkt zwar am Strick oder so, aber wie das heutzutage ist, hey, ja, genau, ja.
Ja, was hilft dir das? Bei mir war es jetzt so, ja, aber bei mir war es halt lieber, Mann, bei mir war es halt lieber so, als da das Merker, weil wenn der dann durchsticht aus Versehen, weißt du, dass der, was, du merkst es dann nicht und dann hast du Blutvergiftung, würde ich sagen, du hast da Blutung innen drin. Ich weiß, es ist rund, ja, ich verstehe das schon, aber trotz alledem, lieber bin ich dabei und merke das, was da los ist. Weil, man kann sich den Darm vorstellen, aber bei dir verstehe ich es. Alles gut, das ist klar. Das ist auch so. Was wird denn eine Klinik zahlen müssen oder sogar pleite gehen oder total, wie sagt man, dann runterkommen oder dann abkappen müssen, weil so viele Patienten dann gelitten haben oder sogar auch Verblutung gehabt haben und ja, was da selber mit dem Gesteck, was dann vergessen und einnahen und oh Gott, ja. Bist du dann so eine, die sich denkt, du bist professionell, du hast einen Doktor gelernt, du musst wissen, wie es geht. Bei meinem Zahnarzt beispielsweise ist es immer so, wenn ich beim Zahnarzt bin, dann weiß ich schon genau, was jetzt er da einsetzen möchte, was er tun möchte oder wie dir verbohrt und ich merke das auch und ich mache mir auch keine Spritzen nicht rein. Aber ich beratschlage ihm dann teilweise, wo ich sage, ah, das hat die Frau Güttler zum Beispiel anders da gemacht und so und dann beraten, ohne Scheiß, der hört dann auf, dann reden wir 2 Minuten lang und dann erklärt er mir das alles und wo ich sage, wow, also das habe ich noch nie gehabt. Das ist für mich irgendwas anderes da. Nein, nein, nicht da vorher, unterdessen auch, Mom. Okay. Oh, na, da bin ich anders da. Aber von wem habe ich das dann? Von wem habe ich das abgefuckte Scheißding dann einfach? Das habe ich doch nicht vom Vater, oder? Das gibt's ja nicht. Der, jetzt als Vater mittlerweile in Wien oder in Salzburg, Österreich halt, Radl und so. Das war ja vor 2, 3 Jahren, wo er das Bettler mal geschickt hat. Da wo er einfach sagt, körperlich, ich muss jetzt wieder besser draufkommen. Von wem habe ich das dann? Vom Walter? Vom Toming? Wie war der Opa drauf? Oder was du ich mein, wo habe ich den Scheißdreck dann her? Das gibt's ja gar nicht. Das abgehärtetes Blödsinn und Nachfragen und man kann sich vorstellen und lass mir das leider auch tun, dass, ja, was, beim Zahnarzt ist jetzt mal beim zweiten, ja, nicht mehr 3-mal dran, weil da, letztens hat er ja vergessen, dass er einen Patienten noch innerhalb hat. Dann hat er gesagt, machen wir das dritte auch noch. Sag ich, kein Thema nicht, wenn Sie Zeit haben. Und dann ist die Rezeptionistin reingekommen und dann gesagt, oh, Sie haben einen Patienten, da waren wir aber schon mittendrin, Sie haben eine Patientin, haben es da hinten noch im Raum drin. Und er so, oh, jetzt haben wir gedacht, ich bin eigentlich der, also Sie sind eigentlich Herr Berg der Letzte. Und so, da habe ich mir auch gedacht. Und ich habe aber Sie extra davor noch gefragt, haben Sie nur Zeit für mich? Weil es war 15:15 Uhr am Freitag und es ist halt so, wo du da denkst, die werden auch bald eigentlich Feierabend haben. Und da haben die echt, also er hat dann vergessen, das ist ja neu, aber schon der Kumar, der ist neu bei uns, der Güttlerin ist ja letztes Jahr am 27. Mai verstorben, 26. Mai. Und er ist halt jetzt eigentlich, am Anfang halt mal überspringend, dass er jemandem was beibringt, einer Dame, die auch schon ein bisschen älter ist, im gleichen Alter, so 45, glaube ich, ist er. Oder es ist so in der Deutsch-Inder, weißt du schon, ich kann schlecht einschätzen. Haarstängeln auf jeden Fall ohne Gel. Und wie gesagt, die hat die Dame vergessen und jetzt müssen wir fertig machen. Und es war so, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich schuld. Jetzt möchte ich habe ja auch selber gesagt, aber ja, zeitlich, es war schön. Aber ich gebe mir keine Spritzen nicht. Und er ist oft am Nerv drüber, wo Güttlerin gesagt hat, du musst der Spritzen geben lassen, wenn wir dann weitermachen wollen, wegen die Zwischenräume. Und er, ich weiß, Präzision ohne Ende. Er zittert, sagen wir, dünne Arme und das, aber er zittert ein wenig ein bisschen, aber er macht das sowas. Und ich merke nicht einmal beim Abschleifen von den Zähnen, dass er am Zahnfleisch ist. Null! Und ich schaue dann im Spiegel, wenn ich heimkomme und spüle erstmal aus und das, und schaue hin, das gibt's nicht. Keine Blutung, gar nichts, aber perfekt. Ich muss leider sagen, er ist leider besser als Güttlerin, die wo echt seit, ich glaube, 4 Jahren bei mir dran war. Und die Dame war echt eine super nette Dame und mit der habe ich mich verstanden. Die haben mir immer die Schütte hingehauen, so eine, ach, Herr Berg, das wird schon wieder und so. Und das war schön. Aber bei ihm ist halt nicht nur professionell, du kannst langsam kommen auf so einem Level wie so Kumpels oder so. Möchte man natürlich nicht haben im professionellen Bereich. Nein, das sollte nicht so sein. Weil das, nicht nur von Scrubs oder so kenne ich das, aber das sollte nicht sein, weil passiert ein Fehler, dann bist du besser auf ihm und das wochenlang, aber bist halt so rein technisch unterwegs und sagst, wenn dir das noch einmal passiert, dass du da ausrutscht.
und so redst du da mit ihm. Nein, da sage ich dann schon sie oder so, das ist dann schon was anderes. Das macht man nicht. Da machst du ihm ungewiss und die ungewiss und das haut nicht hin. Weißt du schon? Nein. Muss man schon professionell angehen. Aber das ist schön, weil er ist es brutal. Aber er ist immer am Nerv drüber, er sagt, und dann habe ich immer danach gesagt, also Frau Güttlerin hätte mir Spritzen geben müssen, hätte sie von sie aus machen müssen, weil sie gesagt hat, der Nerv links und rechts, der kommt jetzt dann zwischen die Räume dran. Aber das war eben bei ihm nicht der Fall. Ist sicher, ich habe den Wurz gemerkt und den Nerv, aber wurscht, habe ich gesagt, und zieht das da wegen und wird da kalt, kriegst Gänsehaut. Aber das, wo ich mir denke, wäre nicht weitergehen, weil er sieht das selber schon, weil er hat so einen Glaslauf, weißt du. Er ist Brillenträger, aber da gibt's immer so die Lupengläser, weißt du, auf Brillen drauf nochmal. So wie früher, das 18. Jahrhundert höchstwahrscheinlich. Na. Aber der Kerl, ja, die gängen ja noch kleiner dann. Das geht groß, klein, immer kleiner, weißt du schon. Und das ist brutal bei ihm. Er braucht's nicht, aber da sieht er besser. Und ich hab kein Zahnbluten, nichts, gar nichts seitdem. Also bei ihrer habe ich es allerweil gehabt, danach auch ausspülen und immer Blut schlucken. Wahnsinn. Das tut er ja, Mann, das tut er, aber diese Präzision, was der macht, das ist das Kranke. Ist es nicht wegen weiblich-männlich oder weil er jünger ist als sie damals, die Frau Doreen Güttler, die an Krebs gestorben ist? Na, die hat zweimal schon Krebstherapie hinter sich gehabt und das dritte Mal hat es leider nicht überstanden. Jetzt sehe ich einen Vollmond. Ey, geil. Und warum ist das Gesicht von dem Vollmond so nach unten gehängt? Ja, okay, weiß ich nicht. 23:10. Ja, gehen wir schon wieder zurück dann zum Elon. Ja. Das ist der Elon Musk mit seinen Satelliten. Ja, oder der Chines, der da oben eine Station bauen möchte. Alles klar. Mhm. Na. Schlimmste ist der Amerikaner mit seinen, ja, okay, reden wir dann irgendwann nochmal. Ich hab mir gedacht, du warst halt bei der Oma drin, als ich das Auto gesehen habe, habe ich gedacht, vielleicht warst du bei Oma drin, habe ich das so neu gerechnet. Julian, das kann mein Mann gewesen sein. Und dann ist so Ingolstadt, ich weiß ich nicht, aber 67. Und so habe ich mit ihm geredet, bevor wir an Kreuzung hingekommen sind, und wenn du dann von Manching kommst, auf gut Deutsch, wo eine Backerweier, Braun und bla bla bla. Fährst Wiesen, fährst doch durch. Da kommst du Geisenfeld rein. Das ist doch Manching, fährt man doch da, oder? Bin ich da richtig? Ja, über Bundeswehr, oder? Fast Wiesen, ja. Jetzt muss ich selber nachdenken. Da bin ich total verfahren, Mann. Wenn ihr Geisenfeld rausfahrt, gibt's ein Reichertshofer, da geht's aber zum Aldi Lidl hinter, geht's ein Ernstgarten, aber da gibt's ja zwischen den zwei Dinger gibt's ja, da wo du am Manchen doch fährst. Da ist ja, der Ettenhofer heißt da, dieser Baustelle, das ist ein Hof, da wo Trainer immer draußen rumlaufen. Grütze, fix noch eins. Du fährst da Winden aus, oder? Hast du das? Winden dann, wenn du Reichertshofer fahren möchtest, in die Richtung raus. Genau. Da ist der Ettenhofer, der sich die Pressmaschine ausgeliefert hat, vom Tommy, vom Schneider immer, der hat sich ausgeliefert. Genau, ja, passt schon. Das ist Reihershofer, da wo, genau. Aber du fährst dann nochmal rechts, weißt du, bevor du geradeaus fährst, fährst du mal rechts, weißt du, zwischen die Bauernhöfe. Lachermeier und Ettenhofer. Und Forstwiesen geht dann wohin? Manching? Okay, Gott sei Dank. Sieh dich damit schon. In der Früh steigst du ein und dann musst du genau, du musst beispielsweise Manching fahren. Und es gibt halt einen Michi, der fährt über Ernstgarten auch noch, wenn es sein muss, und dann birgt er wieder links ein, weißt du, und solche Geschichten, wo man denkt, wo fährst du eigentlich? Aber ist der kürzeste Strecke, da fahren nicht so viele Autos in der Früh und die überholen die nicht, so Tappi. Ja, in der Früh, da pressiert immer. Deswegen, manchmal, wenn man denkt, wenn ich Autofahrer bin, ich bin nur Beifahrer gewesen, ich merke mir alles außenrum, aber die Strecke selber, Katastrophe mit mir. Da muss ich wirklich Google Maps dann holen. Also da bin ich ja Niete, ohne Scheiß. Mhm. Also über Knorrdorf und sowas. Ja. Mhm. Ja. Das ist brutal. Ich weiß, 10 Jahre, 11 Jahre bin ich in der Firma dabei, 10 Jahre intensiv dabei als Beifahrer. Und jedes Mal weiß ich nicht, wo waren sie jetzt lang? Richtung Reihershofer, bin ich jetzt da oder bei Ernstgarten, wo bei Aldi Lidl, wo ich mir sicher bin, da fährst du durch Dinge durch. Das sagt der Tommy immer dabei, da hat er Feld hinten aus, ein Neding habe ich ein Feld hinten, genau, ja. Nicht Ting, aber ich weiß schon, ja. Da hat so viel Schwierigkeit mit dem Brennstoff gegeben. So geil.
weil dann deppt der andere Bauer alle den Grenzstein geworfen hat mit seinem Gruber, weißt du schon. Dann hat der Tommy alle den Grenzstein einsetzen müssen, aber der hat er nicht mehr gewusst, ist jetzt ein Meter bei ihm oder bei uns drüben, aber ich glaube, der scheißt den schon, wie man gesagt hat. So geil. Okay, Mann. Also, danke, dass ich die angegriffen habe, aber wieder angegriffen habe, heute, zweimal eigentlich halt schon. Geil. Ach, Mann. Echt. Aber dann hast du bei 0163 angegriffen. Schau. Die Wiederwahl, ja. Also wenn du die Wiederwahl hast, die 0179, das ist mein Privathandy, wo immer daheim liegt eigentlich, nicht auf der Baustelle ist. Und das 0163, das ist das, was ich immer dabei habe. Ja, wie gesagt, ich habe 3 Handys, aber 2 Handys gingen. 325 ist privat, genau, ja. Das ist, liegt halt leider immer daheim, Akku bereit und genau, das andere Bauhandy, so in der Art. Ja. Ist zwar im Rucksack drin, aber wie gesagt, ich schreibe immer gern zurück, wenn ich Brotzeit habe oder was. Weißt schon. Jetzt wird Zeit für Funk Music. Ja, natürlich. Du rufst aber schon mal die Oma an. Aber wenn du die Oma rufst, da geht immer der Tommy oder der Walter hin, gell? Da geht die Oma nicht hin. Der ist da mal gern nachfragen, macht er keinen Kopf nicht, gell? Der ist gerne anrufen. Aber die Oma kennt sich halt nicht mehr so aus und das ist mein Ding halt, wo ich sag, ich tue mir jetzt auch schwer, dass Tommy fragt ab und zu, soll der Oma gehen, sag ich, Tommy, du, wir haben mehrere zum Reden und du kennst die Situation besser als ich und selten, dass wir über Brigitte reden oder das mit dem Hofrecht und den Schmarrn, aber das ist halt, mich interessiert, was der Tommy tut und der Walter, schlaft er schon wieder, was tut er schon wieder und das, was tut Oma so und ja, so reden wir halt, weißt du schon. Ach, da brauchst du gar nichts ab, da, das ist der Bruder, hallo. Bin ich schon ganz normal mit dem reden kann. Schon, der ist immer kulant gewesen. Das ist so ein Witz. Was ich mit dem schon gestritten hab, mit der Hopfer da und den ganzen Scheiß, was wir davor schon, sag ich, eine Woche davor, jetzt fangen wir mir erst an. Ja, was ist los mit dem Vortag sowieso da, wo wir gestritten haben. Ah, mei. Das sage ich ihm jetzt mal, glaube ich, halt, mei. So herrlich. Hilft ja nicht. Ja. Ja. Sag einmal, bist du aber nicht mehr so partymäßig ja nicht mehr unterwegs? Du Schneider Michi, wann hast du den letztens mal gesehen, wo du gesagt hast, dass der Schneider Michi gerne mal auf Partys geht? Der schaut aus, als war er 40 noch. Was ist mit dem Kerl los? Letzte Woche? Ja. Landwirtschmatz. Ja, ich verstehe schon. Ja. Also. Aha. Am Freitag, ja. Nein, öfters sehen wir ja, jetzt haben wir einen Kompressor vom Finsterer haben wir übergeben wieder und so alles mögliche ausbessern und neu korrigieren, Lichtmaschine und Filter austauschen. Na, geh rein und ich weiß ja, wo er ist und das ist normalerweise unter Bullock drin oder das, baut er gerade auseinander, und CAD-Maschine oder wie das heißt, die Fräsen. Michi! Also nein, der hat keine Antwort. Schneider! So wie bei Simpsons, weißt du, Skinner! Weißt du, also richtig neiblärt in die Halle. Weil ich gesagt habe, Julian, bleib draußen stehen, passt schon, gleich können wir reinfahren. Dann geh erst mal rein. Dann hat er Kundschaft gehabt, da war er ganz oben, ein Holzboden. Und, oh, Michi, tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Passt schon. Dann habe ich einmal Gesicht angeschaut, natürlich sein Mitzelhaar, wie sagt man, die Mutzen halt mit dem Knoll oben drauf, weißt du, hat er halt wieder angehabt, wie allerweil. Ja, die Ding, ja, den mit dem Knopf halt oben drauf, den Wollding da halt, also wurscht. Und dann, oh mein Michi. Es ist Wolle, es ist eine Mütze, aber es hat oben noch einen Knoll drauf. Das ist das ist, sag mal, Zipfelmützen, oder? Sagt man da allerweil. Zipfelmützen oder so. Ja, allerweil immer drauf hat. Sag Michi, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass du Kundschaft hast und das. Passt schon, der Georg hat schon angerufen. Und das wird so rausgekommen. Dann hat der Kundschaft erst einmal absolviert und dann sage ich, jetzt gehst mit, was haben wir denn? Dann sage ich, der Kompressor, Lichtmaschine und Batterie gehört gewechselt. Ja, genau, jetzt muss ich meinen Gabelstapler schnell umwerfen, wartet noch schnell, gell? Und dann hat's zum Hageln angefangen am Freitag, wie es halt immer so ist, ne? Ich hab die Kettensagen habe ich vergessen, weil ich wollte die Kettensagen, wollte ich schleifen lassen bei ihm. Aber wir haben ein Netz drüber, das ist schwarz und da habe ich nicht mehr reinschauen können und ich hab das total vergessen. Weil ich gesagt habe, Michi, tu dein Gabi nochmal zurückfahren, nicht, dass da der Kompressor fällt. Passt schon, hat er gemacht. Und in der Zeit habe ich alles vergessen und ich denk mir, dann Michi, gell.
bei dir wollte man doch noch ausbauen und das. Und ich habe die Kettensäge total vergessen. Der Georg dann auch am Montag dann, oh mei, sag ich, ja du, das war ja mein Wunsch, dass das nachgeschleift wird bis zum Herbst. Aber wurscht. Müssen wir eh nochmal hin. Ah, der Michi. Aber der schaut aus, du meinst nicht, dass der 54 oder so 56 ist oder was? Der ist 45, 40 oder so. Der hat keine Falten fast im Gesicht, das ist brutalst. Ja, aber das ist, also da seit Zeit stehen bleiben musst schon, als hat er Cremes daheim oder so, also brutalst. Ich wollte dich bloß fragen, weil du hast immer gesagt, er geht ja auf Partys ab, also diese Clubs, weißt du, oder wirst. Genau. Ja, ist schon klar. So geil. Der eigene Cousin, weißt du. Ja, geil. Na, der hat sich nicht geändert, also seine Art und das. Aber ich weiß bloß nicht, seine Mom, weißt du, ob die noch da ist oder schon verstorben ist, weiß ich nicht. Ja, nur da meinst du? Ja. Hm, hm, ja, krass, ja. Ja, die hat ja Kinder gekriegt, oder? Das zweite hat sie ja schon, oder? Die Single? Jetzt hör mal auf. Gerade die. Hm, kann jetzt das sein? Krass. Ja, ja, die, wo halt einen Hopfer immer eingefahren hat, das ist ja Karin, weißt du. Damals hat sie einen Hopfer eingefahren. Ja, ich weiß schon. Immer noch nicht. Ah, oh je. Also, ist dann, ja, Espanol. Ja, krass. Die war immer höflich zu mir. Ja, die war immer kulant. Tja. Ja, ja, freilich. Aber ist es dann, was denn, dann ist ja so, es gibt ja so, sag jetzt mal Frauen, die sind ja, es gibt Frauen, die wollen Familie haben und die anderen sind, wie sagt man, Business, also arbeitsgeil, was schon so eine Art. Da gibt's einen bestimmten Ausdruck. Die wollen mit der Karriere einfach fixiert sind. Ja, echt, das hätte ich niemals gedacht bei ihrer. Ich weiß, ja, bei der ist halt anders da. Die geht ja nie fort. Der Nette da, der niemals fortgeht. Der Nette ist ja eine, die geht in die Arbeit, aber geht ja nie fort. Jetzt bist du wieder nicht da. Ach, die Chinesen immer, ne? Oh, jetzt, ich hab drauf gewartet, dass du anrufst, aber jetzt hör mal echt einmal auf. Jetzt ist Schluss, weil ich muss jetzt langsam mal was saufen, aber es ist haut nicht hin. Nicht, dass der Georg morgen sagt, ja, du hast noch eine Fahne. Aber ich konnte das schon erklären, so ist es nicht. Ja. Aber wie gesagt, Annette ist halt eine, die nicht fortgeht, auch, du weißt schon. Das ist auch so, nicht ein Nesthäkchen, aber, mhm. Mhm. Sag mal, der Michi ist zwischendrin. Ach so. Oh. Und bevor ich bei Michi wieder irgendwas falsch mache, wer ist jetzt die Jüngste und wer ist der Älteste? Der Tommy ist der Älteste und dann kommt wer? Du oder der Walter? Also kommt Brigitte vor dem Walter oder Brigitte dann nach dem Walter? Ja, leider nicht, nein. Okay, und 67 haben wir abgeklärt. Also wenn der Michi da irgendeinen Schmarrn fragt, wegen einem Kasten Bier oder so, das ist echt. Einmal hat er gewonnen, weißt du? Danke, passt, alles gut. Aber der Brigitte hat ja mal frei, gell? Danke, Brigitte, mal frei. 4. Februar. Hast du von der Brigitte oder von der Helga noch das Datum? Ich möchte es genau zeichnen. Einmal frei. 63. Also 63. 4. Was? Am 4.4.? Du scherzt. Am 4.4. Da hat der Hermann mein Pflegevater Geburtstag. Ja, Alter. Wolfgang. Na, na, deswegen habe ich mich kurz verstanden mit ihm.
krass. Und Helga hätte, was nicht, ja, 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 schon klar. Das muss unter Membach sein, oder? Ja, okay. Ja. Mhm. Ja. Da steht ja bloß Thomas und Thomas drauf. Also Thomas eigentlich. Wo ich mir gedacht habe, damals, wo der Kircherturm, ja, da ist der Turm umgefallen vom Finsterer, aber der Finsterer war nicht schuld. Da war also eine andere Firma da gewesen, die hat die Steine aufgehauen und da wollten sie eigentlich nur das Aluminiumblech, eigentlich das der Sperrbahn wollten sie legen. Und der Hans hat dann schon gesehen, der alte Hans, dass der Kircherturm praktisch Risse kriegt. Und da wollte er große Stützen holen und in der Zeit bin ich unter bin nicht ausgestiegen, wie ich es immer da hab, damals auch wegen der Beerdigung von Wolfgang, 98, wo du dann aufgelöst auf der Treppe geguckt bist und dann hast du gesehen, dass ich da ausgestiegen bin oder was. Und das war halt so, jede zweite Woche, glaube ich, wollte ich zu Oma am Freitag dann und da bin ich immer, und da bin ich ausgestiegen, bin unter dem auch reingelaufen. Und an dem Tag, wo ich reingegangen bin, das war, da ist der Wolfgang schon nicht mehr da gewesen, ich bin hinübergegangen und der Tommy hat gesagt, jetzt kommt der Sandsturm daher. Und dann bin ich halt in der Zeit den Berg noch gelaufen, und habe ich, also gegangen eigentlich in der Hinsicht. Und da sehe ich schon, dass irgendwas daherkommt. Ich hab's nicht, aber ich habe ja nicht gewusst. Also auf gut Deutsch, ich habe einen Hans Finsterer damals schon, ich glaube, da war ich 9 oder so, habe ich kennengelernt, dass der Turm da umgefallen ist. Und das hat der Hans hat immer so verzeiht, dass, und ich habe bloß ein rotes Auto durch den Nebel durch, also durch den Sandsturm durchfahren sehen. Und ich habe nicht gewusst, dass das war der Hanamak damals noch beim Hans Finsterer. Und da ist der Altchef mit den alten, mit den langen Stützen ist er da eigentlich zur Kirche wollte reinfahren und das nur unterstützen, damit der Riss nicht weiter groß wird. Und dabei in der Zeit ist der Kirchturm umgefallen. Und der Tommy hat mir verzeiht, als ich zu ihm reingegangen bin, weil er war schon drin, und da bin ich hinten ins Mechkammer reingegangen und das war richtig staubig, das also hat richtig gesandet. Und der Tommy mir was verzeiht, als er im Hof drin gestanden ist, da war glaube ich irgendwie mit Getreide oder so umeinander da, ja, jetzt meine Kinder Sandsturm oder so, jetzt muss ich reingehen. Der ohne Scheiß, so hat er es verzeiht. Und so bin ich reingegangen, weil ich habe ja immer, wenn du vorne reingehst beim Originaleingang, also bei dem schönen Eingang halt, da habe ich doch immer so einen Tisch gehabt, wo ich gelernt habe und habe geschrieben, wegen der Stirb halt den Schmarrn. Und das war halt mein Platz. Und da bin ich halt außen und da bin ich innen reingegangen und da hat mir der Tommy so gesagt, ich bin jetzt gerade im Hof rausgestanden und man jetzt kommt der Sandsturm daher. Und dann später haben wir gemerkt halt, dass der Turm, aber ich habe ja nie erfahren, dass der Hans Finsterer dran mit beteiligt war auf gut Deutsch. Aber das war, und das wird immer neu geworfen. Und so ist Feuerwehrheisel weggekommen und da ist jetzt die, ja, ja, du warst, aber warst du nur da gewesen? Ich hätte von dir immer Ärger gekriegt, weil ich bin immer da ausgestiegen und da bin halt jede, ich weiß nicht, zweimal in der Woche damals noch, aber dann jede zweite Woche, da wo ich gesagt habe, unter Binat, da geht der Bus so lang, angesprochen um dann, über die Hauptschule und da bin ich mal ausgestiegen. Und du hast, wie gesagt, das war halt der Zeitpunkt 98, wo du mich halt nicht erwischt hast, oder war das Zufall, haben wir uns da, nein, das war nicht abgesprochen. Ich bin da ausgestiegen aus dem Bus und du warst aufgelöst am Friedhof dann, unten bei der Staffelei, wie sagt man da, bei der Treppen halt die, marmorierte, würde ich schon sagen, ja, die Steine halt, wo du halt raufgehst am Friedhof, weißt du schon. Ja, natürlich. Und da haben wir uns doch getroffen. Da, wo du aufgelöst warst und geh her und das und der Opa ist gestorben und wo ich das gar nicht kapiert habe. Das war 98. Ja. Oktober, glaube ich, war das, oder? Ah, da müsste die lügen. Aber volle Kanne war das. Ich schon. Dann sind wir selber nur aufgegangen, weil du dann gefangen hast und hast gesagt, jetzt gehst mit und dann sehen wir die Grabstätten noch. Das war der Wolfgang. Der Berg Wolfgang, weißt du? Nee, das war derselbe Tag. Weil du hast mich da mitgenommen auf die Grabstätte, das war 98. Ich glaube Oktober war es, wo er verstorben ist, der Wolfgang. Hm. Ah, super Kerl. Kevin allein zu Hause kennst, oder? Mit die Farbdosen. Das habe ich mir in Opa leider auch da. Ich hab da mal gerufen, da waren wir in Engelsbretzmünster noch drüben, weißt du schon. Da wo ich einen Teddybär rausgeworfen habe aus dem Dinges, aus dem Fenster oben drauf, aus der Gaumen und habe ich einen Strick da und dann wollte ich ihn wieder aufziehen und dann der Opa mit rot gezogen und dann weggerissen. Wo ist mein Teddybär? Und da habe ich ab und zu übernachten dürfen und das mit dem Pool hat Sandra auch gesagt, der ist so tief, dass der Stück, dass du halt, stirbst wegen, ja, das Wasser in die Lungen reingeht und das. Dann hat sie mir das erklärt mit der Ilm, warst du bei uns. Und da hat sie mir das erklärt, wie die Psycho, dann hat sie einen Delfin basteln und das und es war ganz schön. Aber wie gesagt, die Farbdosen, das war unabsichtlich. Ich wollte einfach bloß wie Kevin allein zu Hause einfach, wie der kleine Kerl da, wie die Farbdosen schwingen. Und das war halt Planter drüber und der Opa ist gerade aufgegangen und wollte mir einfach bloß sagen, dass es jetzt ein Abendessen gibt.
Und eine Farbdose ist ihm leider ins Gesicht reingegangen, weißt du. Das ist nicht aufgegangen, die waren ja la, aber das Klümpern, das immer das Bunk, das habe ich immer noch im Kopf. Aber du warst, und da war 11 Jahre alt dann, da ist ihm das, weil ich war mit 9 Jahren, bin ich alle unter bin halt ausgestiegen und zu Oma wollte ich rübergehen in der Stirbenmann. Einfach bloß wegen Arbeiten, weil du hast am Wochenende, du kannst rübergehen, kannst am Flohmarkt mit dem Tommy, im Kofferraum dann, das war immer mein Geheimding immer, so Kassettenrekorder mitnehmen, Kofferraum verstecken, in Ingolstadt mitfahren, Obi und dann schaust halt, was er so treibt, machst hinten einen Kofferraum, beim Opel machst du ihn auf, da hat es immer so ein Ding jetzt gegeben, da hast du Eischlaufer rausgekommen und dann hast du einen Kofferraum aufmachen können. Oder hast zwischen die Bänke durchgekickt, ja, ich weiß, das warst du vielleicht nicht, aber das habe ich alles auf Tape. Und solche Sachen. Bis der Tommy mal in Neding draufgekommen ist, also gehalten hat beim Feld und hat seine große Brezen gefressen, also draufgekommen, der Rappel hinten drin. Dann hat er einen Kofferraum aufgemacht. Und ich bin drin geguckt und habe gerade ein bisschen ganz leise im Kassettenrekorder reingeschmackt, jetzt meine ich, jetzt hat er mich. Und dann hat er aufgemacht und gesagt, oh, wie lang fährst du da schon mit? Bist du die? Dann hat er mir das Ganze erklärt, wenn das Auto auffährt und das ist gefährlich und sag ich, das mache ich jetzt schon das 8. Mal oder was? Ohne Scheiß, ich bin da im Kofferraum drin gewesen, bei dem okay, jetzt kommen wir wieder drauf, diesen Menstruationsrot Corsa, was die gehabt haben, nicht Corsa, Omega, oder? Bordeaux, ja, Bordeaux, okay, aber nicht Omega, der Vectra haben's gehabt, oder? Das wurde dann zum Feld, Astra, das wurde dann zum Feldauto einmal geworden ist, nach dem blauen Auto, weißt du schon. Aber da bin ich mindestens 8-mal mitgefahren und die Kassetten, die habe ich jetzt auch noch da und ab und zu habe ich mir nicht gehört früher noch und das war immer gedacht, Alter, wie geht das? Und das war schön, aber es war unanständig. Teilweise ist auch noch der Stecker vom Hupfer drin gelegen oder so, aber ich bin einfach reingeschlafen, weil ich gemerkt habe, Tommy fährt bald, da bin ich reingegangen, über den Hupferboden nachgegangen, weißt du schon, in die Garage rein und dann habe ich mich hinten versteckt, habe ich zugemacht. Nein, Kassettenrekorder mitgenommen, was wir Thomas und der Tommy geschenkt haben damals. Und da bin ich reingegangen, habe meine Kassetten reingelegt, das 60 Minuten ist das gegangen, und so habe ich laufen lassen. Ab und zu gestoppt und das hat er nicht gemerkt, weil der immer so, ich weiß nicht, wie die Musik, also aber egal, der hat halt, ja, die 90er Jahre oder 80er Jahre Dinge halt, weißt du schon. Aber das hat er nie gemerkt. Er ist auf den Flohmarkt gegangen und ich war öfters beim Flohmarkt auch bei ihm dabei, wo er durchläuft und du kommst gar nicht nach als kleiner Bub, wie interessant alles ist, aber er, interessant, geht weiter, oh, du bist gar nicht mitgekommen. Und so hat mich das so aufgeregt, da habe ich gesagt, jetzt muss ich einfach in meinen Kofferraum reinsteigen und so. Und das war so gefährlich, aber mit der Barbara habe ich das haben wir schon gemacht, auch mit der Mülltonne und so ein Schmarrn. Aber das werde ich nie vergessen. Und dann hat er mir aufgeklärt, wenn ein Auto auffährt oder was, bist du tot. Und so habe ich dann gesagt, ich gebe es auf und mache das nie wieder und es tut mir leid. Und das war ein Neding draußen am Feld, das wo jetzt nicht mehr da ist. Wo es immer so viel Unkraut und das gegeben hat und werde ich niemals vergessen. Ja, wie gesagt, also das mit Unterbinnert, du warst aufgelöst, auf der Treppe bist geguckt und ich bin zufälligerweise da ausgestiegen, weil ich zu Oma rübergehen wollte, so Rosa halt auf gut Deutsch, aber Margit, Sandra, die waren da, der Andi, glaube ich, war auch da. Wir sind sogar noch in die Kirche, glaube ich, reingegangen dann auch. Das war eigentlich, du hast dich dann gefangen, hast mich mitgenommen und gesagt, jetzt gehst du mit und schaust dir das an, da ist jetzt praktisch auf gut Deutsch die Grabstätten. So ungefähr hast du das mal gesagt noch. Das weiß ich hundertprozentig noch. Das war für mich ein Schock, weil ich dich gesehen habe, dass du da hockst, wo der Bus auch stehen geblieben ist. Da wo er mich rausgeworfen hat auf gut Deutsch. Der Jens hat ja damals geheißen, der Busfahrer, aber da hat so viele Schwierigkeiten gegeben. Da haben fein Notbremsen gezogen und so als Kinder und das und wo ich mir dachte, aber spinnt oder was. Und der Binder, da wo der Tommy sein Holz hat, da haben sie einfach mal die Notbremsen gezogen, der stinkt narrisch geworden, der Ossi war schon, und das werde ich nie vergessen, deswegen Jens, den Namen kenne ich einfach, und der brennt sich ein, halb glatzköpfig. Aber als ich da ausgestiegen bin, wollte ich nur zu Oma übergehen. Und ich habe gewusst, dass Sandra jetzt gerade in der Susterplast jetzt nicht daheim ist, deswegen gehst du einfach weiter. Sonst war ich bei der Sandra gewesen, hätte ich ein bisschen geratscht oder vielleicht Gameboy gespielt und dann war ich zu Oma übergegangen. Das war der Freitag immer über die Hauptschule. Und Oberbinnert, Unterbinnert ist der Bus nachgefahren, weil Oberbinnert haben auch ein paar Personen in der Hauptschule gelebt und deswegen ist er da immer rumgefahren und nicht über Ohr gesprochen und dann retour. Aber also bin ich ausgestiegen, war so geschockt, als ich die dann gesehen habe, und dachte, oh mein Gott, jetzt kriege ich Ärger von dir. Aber als ich die dann so gesehen habe, wie du aufgelöst warst und gewarnt hast, warst du ohne Scheiß, das ist kein Witz. Und dann haben wir gedacht, okay, was ist jetzt eigentlich hier los? Ich war total verwirrt dann. Da bin ich langsam über die Straße drüber gegangen, links, rechts nochmal geschaut, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt kriege ich Ärger, aber ich war total weg. Und dann hast du gesagt, der Wolfgang ist verstorben. Dann war ich komplett im Arsch.
Und dann spät, das hat 2, 3 Minuten gedauert, was du gesagt hast, wo du die dann auch gefangen hast. Jetzt schauen wir uns die Grabstätten auf gut Deutsch an, dass du das verstehst, wer jetzt wirklich und, jo. Und dann neben oben, wie gesagt, haben wir vor 6 Jahren haben wir Drucker gelegt und dann bin ich einmal aufgegangen und habe mein Gebetchen gemacht. Das war vor 7 Jahren, als wir bei der Frau Denkheller hat die geheißen. Das war vom Vater beispielsweise, das, wie hat er jetzt geheißen? Ah, wurscht. Aber auf jeden Fall, der Herr Denk, das war ein ganz gut beieinander. Der hat auch viele Geschwüre und so gehabt. Der Chief, nein, wie hat das der geheißen? Beim Fußball ist er wurscht. Aber und dann habe ich Taylor kennengelernt. Das war die Frau von ihm und den Denk selber, den kenne ich auch gut, weil er trocken liegt und das. Und das ist so, wo ich mir denke, scheiße, und das war so die Zeit. Er ist dasselbe Alter und das mitgekriegt. Aber werde ich nie vergessen. Mom, ich kann leider keine Bilder zeichnen. Das ärgert mich. Ich tat gern. Aber diesen Moment, da die einfangen. Dieser Stangelmeier-Bus, dann fährt er weiter, diese Granitstorner, dann das Tor oben, was schon, das war damals sogar noch golden oder was, also eigentlich Bronzen, irgendwie lackiert. Und ich weiß auch genau, wo der Wolfgang, was schon, seine Grabstätten hat und da ist ja die Uroma auch drin, weißt schon. 93 war das mit der Uroma. Oh nein. Das war ein Geißenfeld drin, oder? Stimmt das dann? Hab ich dir das vorgeworfen, dass ich's? Ja, ja, ja. Du kennst die Geißenfelder Kreuzung, oder? Oh, Schubert. Okay, sag mal, die Kreuzung kennst du ja, wo du zu den Banken hinfährst, wo du abbiegen kannst in die Richtung Aldi Lidl oder zur Bahnhofstraße zu mir noch oder in den Marktplatz rein zum Bauer. Und genau, was, und da hat Oma immer gesagt, da oben ist Uroma. Da pflegt sie es allerweil. Bei der Volksbank, nicht bei der Hypo-Vereinsbank. Jetzt, wie heißt denn jetzt wieder? Aber eins, genau. Aber in diese Richtung, was du, also Richtung Engelsbrett, Neding aus, was du in die Richtung Aldi Lidl, was du jetzt, wenn es wandert. Auf derselben Seite, da hat's gesagt, oben drin, da ist die Uroma drin. Das war nicht ein Altenheim oder so, aber das war so ein Pflegeheim oder so eine Art, wo es halt vielleicht ein Apartment oder so gehabt hat. Die Margit sagt mir das, die darf mir das heute noch sagen. Und das hat's mir immer gesagt, wie wir heimgefahren sind, einkaufen waren oder was, hat's mir immer dann aufgeteilt, da ist der Uroma gelegen, da drin. Das ist, wenn du die Volksbank aufgehst, nicht die Volksbank, die Hypervereinsbank, oder wie es immer heißt, das ist immer Zahnwaffe, eins weiter von der Straße selber, eins hinterhalb auf gut Deutsch. Da oben drin hat's immer hingezeigt, auf das Fenster. Und da hat's irgendwie, da hat's ein Pflegeding gehabt und da hat's immer, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber sie hat mir das immer mit dem Finger hingezeigt. In der S-Kurven drin. Welches Treppenhaus? Ja. Du fährst der S-Kurven rauf oder nur unten? Bist du bei unten bei der, wo die Seiner geschält worden sind? Die Säulen, also die Seiner halt. Ja. Ja, ja, Uroma. Passt schon. Uroma. Ja, für mich. Ja, ja, passt schon. Oma halt. Ja, Mama halt. Ich rede von Geißenfeld. Alles gut. Weil du jetzt gerade gesagt hast, da unten warst du. Bei der AIM, hast du gesagt. Da war die war später drin, wie gesagt, bei der Kreuzung oben. Da hat Oma immer aufgeteilt, da musst du jetzt bald wieder rauf und musst halt da umeinander. Ich habe ja das nicht verstanden. Also sie hat immer mit den Fingern aufgeteilt und da ist der Uroma drin, hat sie immer gesagt. Das ist, ist ja, und das sagt auch der Michi, das war eine Halbwertspflege. Unten drin hat jemand drin gewohnt, aber oben drin war ein Pflegeheim, hat er gesagt. Und deswegen, seitdem glaube ich das auch, was Margit immer mit dem Finger damals draufgeteilt hat, wo ich noch jung war, aber da hat sie immer drauf geteilt. Und das weiß ich halt, dass da oben drin, ja, weißt du. Ja, weißt, Margit, wenn ich angerufen hat, die ist halt auch nicht mehr so ganz zugänglich. Jetzt ist aber die ja 9 Jahre jünger, ne, als Doma. Schon krass, ne. Doma ist 34 geboren, also der Mama ist 34 geboren und Margit ist 43 geboren. Jahrgang warst du schon. Margit ist 43 geboren. 18. Oktober.
Münchner. Ja, Tschechien, das ist, ey, das darf man nicht sagen, gell? Diese wie nennt man das? Diese Rucksack, Deutschen, oder? Rucksackdeutschen heißt das doch. Das darf man nicht so sagen. Die ist ja bloß aus Tschechien ausgewandert wegen dem scheiß Krieg, weißt du schon? Deswegen ist er drum gegangen. Rucksackdeutsch. Ah? Ah, ja, da habe ich auch was gehört, okay. Aha, korrekt. Mit Wolfgang. Korrekt, ja. Die Wohnung hat's mir auch damals gesagt mit Beitel. Das war ganz eine kleine Wohnung eigentlich, ja. Schön eingerichtet, ja. Flusenteppich und so, ja. Was? Ach, Schmarrn. Er schon. Äh. Na, der Vater, der hat ja bei Bayern 1 oder Bayern 3 hat er praktisch dann erklärt, oder? Beim Radio, kann man sagen. Mhm, mhm, ja. Ja, der Opa hat schon noch ein bisschen weitergemacht. Also mit dem Ü-Wagen und das weiß ich, mit dem Rüstwagen hat er ausgebaut noch damals, mit dem Vater in das Münster. Aber warte mal, der Opa, der hat doch Kutschen verkauft, oder? Ach, das war sein Hobby. Jetzt haben wir das hat er beruflich gemacht, auch Ungarn und das und Spanien. Ach so. Nö. Ja, das war zweimal, ja. Wir selbst Pferdl Fußball gespielt haben mit riesengroßen Bällen. Geil. Das werde ich nie vergessen. Die Dalmatiner, ja. Ja, na, das weiß ich ganz genau noch. Barbara war ziemlich klar noch. Barbara, glaube ich, war was einmal dabei. Ich war zweimal dabei. Weil einmal waren wir vom Kamin. Das war ein Foto, was Margit oder du mir einmal gegeben hast. Da ist ein Foto dabei, da wo der Wolfgang drauf ist, wo Barbara sehr jung war und die vom Kamin mit ihrer geguckt ist. Die Dalmatiner waren zum Sänger. Das weiß ich nicht, ob das drauf ist. Ich muss das Foto rausholen. Das andere weiß ich nicht. Brummer ist auf jeden Fall drauf. Mhm. Und Sandra hat gesagt, sie hat einmal ein Foto gemacht, wie wir eben die Pferde Fußball gespielt haben. Mit dem, für mich sind es jetzt 1,50 Meter große Bälle. Damals waren sie ja, wo ich dachte, das sind 5 Meter. Weißt du, als kleines Kind siehst du eine Garage, wie ein riesengroßes Haus. Eine Garage. Aber wenn du jetzt eine Garage reinschaust, die 2 Meter auf 3, 4, 50 Meter oder sonst irgendwas, dann wirst du denken, was? Das hat mir der Wolfgang damals gesagt, das ist ja riesengroß, aber jetzt siehst du das anders da. Das sind die, ich glaube, die Bälle, die waren maximal 1,20, 1,50 oder so. Aber die haben halt gespielt mit denen. Die waren drauf auf die Viertel und das war so halber der Meter Schnee und das. Und keine Ahnung, die Koppel durch und die haben den Ball einfach gekriegt. Das hat schön ausgeschaut. Na, das Haus, das war ja mitten in der Pampa, oder? Da brauchen wir gar nicht reden. Das, ja, genau. Das ist wunderschön. Das weiß ich nicht, Mom. Das waren 2 Zimmer. Das erste Jahr war ich mit der Tante zusammen irgendwie, oder mit dir, glaube ich, in einem Zimmer. Und das zweite Jahr war entweder mit der Sandra zusammen. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja, das war's ja schon. Das ist nicht groß gewesen, weißt du, so wie mein Zockerzimmer jetzt. 3 Meter auf 4 Meter oder so. Ja, oder so, ja. Als Kind siehst du das anders da. Mhm. Aber war schön. Wilchmeier sagt mir auch schon wieder was, ist ja Geisenfelder. Ah, und Mainbach. Langsam kriege ich Angst. Was, ich bin auf Baustellen teilweise, wo ich die Leute vom Namen, wo mir was sagt, aber ich kann keine Verbindung nicht aufbauen. Und ich kenne wirklich viele Leute in Geisenfeld, die im Moorburg genauso viel kennen. Was du mir nicht erzählst. Ich sage ja, jede Connections, egal was du mir jetzt gerade gibst, das sind Synapsen, die sich einfach verbinden, wo ich sage, ja, das macht jetzt langsam Sinn. Ah, waren die ganzen Albaner, Portugiesen nicht, dann da wir uns untereinander kennen und da das wir unter Membach oder unter Binnerzeit Dorfgeschmatze. Weißt du, so Gaudi, oder? Ja, krass. Mhm.
sind auch so schlau, dass Nägel machen. Was Friseusen haben ja immer gesagt, das war vor ungefähr 10 Jahren, das Gehalt langt nicht, machen wir doch auch Fingernägel, was schon, so Gaudi, aber machen sie das auch? Oh, war aber intelligent, dann so nehmen, was schon ja, okay, verstehe schon. Es war ein Nebenverdienst für die damals, was schon. Kosmetik, ja. Ja, würden sie ja. Mhm. Ja, schade. Ja, okay, das war ja der gute Nebenverdienst. Wenn bloß eine Assistentin da das macht, aber ja, Entschuldigung. Nein, das kenne ich echt von der Realität leider, weil Handwerkskammer damals und so habe ich es kennengelernt, dass die so wenig verdienen, was schon 400 Euro und Scheißdreck und dann haben sie ja gesagt, machen wir 200 Euro Nägel und das. Ja, ja, ja. Ach du, die kostet ja 40, 50 Euro, wenn es da schon Tauschschnitt macht und nebenbei am Partner, was du, kostet das schon teilweise 45 Euro bei uns. Beim Buchner nicht, die sind nicht ausgeschrammt, die sind nur bei 20 Euro, wenn du den Haarschnitt machst, war ich aber schon lange nicht mehr, ich mach's ja selber. Und auch am Bart. Aber weil ich schon öfters beim Renovieren drin war oder Restaurieren und das, und da hat's mir immer gesagt, wenn du was brauchst, dann mach ich's umsonst und das, und dann habe ich immer gefragt, wie viel kosten das eigentlich? Da sagt er, also bei dir mit einem ganz normalen Bauerhaarschnitt auch, wie da natürlich auch sagen darf, 20 Euro. Aber mit Bad und das sind es halt 5 Euro mehr. Aber der Türk, der darf gleich 20 Euro draufhauen, weil der haut dann Mittel rein und dann schmiert er rum und geh ihm auf. Übertrieben. Zum 60-jährigen Geburtstag vom Vater habe ich es machen lassen. Das waren 60 Euro. 60, Entschuldigung. 60 Euro waren das. Aber ich mir gedacht habe, okay, es waren glaube ich irgendwie 58 Euro oder was, wo ich gesagt habe, gerade aus 60 machen wir, ich komme wieder, aber das nie wieder. Das war, hat der Vater 60 gehabt. Jetzt sind wir schon wieder soweit. 67er bist du. Da war der Vater 58er Jahr. Na, halt, Entschuldigung. 64er oder 65er Baujahr. 62. So schlimm? Wann hat, wann hat der Tommy Geburtstag? Oh, okay. Das schreibe ich mir gleich im Kalender rein. Ja, aber ich drehe mir die Zahlen um. Wenn 480 geht, dann sage ich 48. Der Tommy. Der vierte, zweite. 51, sicher. Gut. Passt schon. 18. Mai? Ja, 17. Mai, Entschuldigung. Brigitte. Steht sogar da. 63. 3. April. Passt. Ja, ich schreibe mir das gerne rein. 4.4. ist Hermann und Wolfgang. Passt schon. Was? Wow. Wo bist denn du jetzt mit dem Walter? 21. Gell? Der Walter hat am 21. Ja? Der Tommy hat auch gesagt, hat der heute Geburtstag? So, ich aus dem Kalender rein. Aber wahrhaftig hat der heute Geburtstag. So geil. Und der Bauer Ludwig hat ja dann auch an denselben Tag. Wie alt dann nochmal? 66. Ja, weißt schon. Ich habe ihm gratuliert. Jetzt wollte ich bloß mal eins fragen. Wann der Robert nochmal 62? Na, das kann nicht sein. Was? Wäre ja schon 62 heuer. Puh. Ja, vor 2 Jahren war das mit dem Haarschnitt. Und so bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Ja, krass. Ja, ich werde auch nicht jünger, 37. Ich denke heute noch, dass ich eigentlich 31, 32 bin. Das war so die Situation so, mei, jetzt sind wir 30, 40, das dauert noch, jetzt sind wir schon 37. Und ich komme mir vor wie so ein kleines Kind noch, weißt du? Ja, weil halt das Zocken du und, aber keine Ahnung, ich bin ja am Bau auch dabei und ich kann auch Führungspositionen übernehmen, das ist alles in Ordnung, aber das ist halt nicht, irgendwas feit da. Aber ja, nicht, dass du denkst, der Frau, gell? Das ist halt bei mir verzwickt. Ja, Wohnung kostet auch für Kohle, Autoführerschein mittlerweile schon 4.000 Euro, ohne Anhänger. Also Schmarrn, was du denkst, du hast dir den Stiefel noch an,
da unten ist alles in Ordnung, weißt du, wie man Kinder dein technisch. Wenn andere, wie der Alexander Seidel jetzt mit 44, 43 und 45 Kindlein kriegen, weißt du. Und das hat er bei Markus auch gehabt, die haben ja Zwillinge gekriegt. Und ich habe sogar einen Fan. Da kann ich da ein Battle mal schicken, weil ich habe ja Bilderrahmen von der Anna und der Marie. Die sind jetzt 4, werden 5 im Juni. Und ja, die Marie ist halt immer so auf mich irgendwie fixiert. Kind mehr vom Vater, aber die Intelligenz, weil sie wachgerüttelt ist wegen dem Stand, praktisch um die Hirn, die ist ein Jahr eigentlich, die sind zwar Zwillinge, aber wenn jetzt Anna 4 ist, ist Marie eigentlich ein Jahr immer voraus. Das heißt, wenn die jetzt eingestuft werden in die Grundschule und Hauptschule, kann es sein, dass sie ins Gymnasium geht, Marie, und sie geht dann in die Hauptschule als normales Kind. Und das wird halt noch schwierig mit denen, mit Zwillingen, was du das ist. Aber sie ist halt fixer drauf, weil sie hat so viel mitgekriegt in der Kindheit, dass sie so aufgerüttelt ist und so hyperaktiv und ein bisschen ist, was schon. Ja, sie ist halt, fragt immer, Papa, was hat der Christopher heute gemacht und so. So kommt er heim und wird schon angeschrien und das und möchte halt, obwohl der Papa sagt, ja, der Christopher war heute nicht dabei, er ist traurig und er malt halt, weißt du schon. Und da habe ich jetzt so einen A2-Bilderrahmen, habe ich auf gut Deutsch, und da, jetzt hat's halt ein Rutschenfight halt noch. Das erste Battle fight noch für ihre, aber ich mache halt das mit so, wie soll ich sagen, Heftklammern und mit Reißnägeln, oder? Was das ist? Ja, nicht die Reißnägel direkt, aber ja, Reißnägel machst du. Und da stapel ich halt jetzt mittlerweile. Und Anna hat endlich auch einmal Herz zeichnet und das. Aber der Markus hat dann schon gesagt, so, wenn dann die mal so 9 oder 10 werden, dann werden sie vergessen, weil sie den ersten Boyfriend dann haben. Sag ich, ja, ich verstehe das schon. Aber irgendwann, wenn sie dann mal 18 sind und ich habe alles dann beieinander, dann übergebe ich ihnen den Bilderraum und dann wird's ihnen richtig so, hä? Die schauen wir sich dann, weißt du, so, du mit deinen 67 oder so, weißt du, so, ich weiß nicht, wie alt ich dann bin eigentlich in der Zeit, aber heute mal, das waren ja 30 Jahre älter. Ja, okay, 18, das waren dann 14 Jahre plus, das waren dann da war ich 51, oder? War ich 51 und gebe ich einer der Bilderraum, wenn es dann 18 werden, das habt ihr mir alles immer gesehen. Eben. Mann, das macht man nicht. Marie hat mir ein Ei gezeigt, also der Markus hat mir ja gesagt, Marie hat jetzt ein Ei gemacht und hat's halt gefärbt und so, und aber ich hab mir dann was gegeben von der Marie, das war halt so ein kleines Papierli, wo es halt ein Ei zeichnen wollte, und hat ein Gummibandel rumbinden und hat's da, und dann hat's noch so ein Stahlbandel rumbunden, und so hat's mir's gegeben. Und als ich das gesehen hab, ja, der Markus hat mir auch gerade gesagt, ich hab's da im Hof hingehängt, an die Steckdosen, wo ich hingemacht hab. Und passt da, okay, dann habe ich das gesehen, ich kann Ei nicht. Ich sehe bloß den Fetzen und das Gummibandel drum und den Stahlriemen und das. Und wo ist das Ei? Markus, war da Ei dabei? Sonst gehe ich gleich zum Chef nach, weil der Juniorchef, der darf das Ei abreißen und denkt, ja, das ist jetzt für mich, das schaut schön aus. Und dann habe ich mir gedacht, oh, also du, dann sagt der Markus, na, Marie ist noch nicht so weit. Die kann kein Ei also anmalen und das, also ausblasen, Ei, anmalen halt und das, und hat's gesagt, das hat's bloß auf den Zettel drauf gemalt, wie halt der so ein Ei ausschauen darf. Ich hab gesagt, Markus, ich war kurz davor, dass ich zum Juniorchef aufgehe in sein Büro und dass ich ihm sage, gib sofort das Ei her, was du da von der Steckdose noch angerissen hast. Weil er ist schon so einer, der ist auch so einer, ach, das schaut schön aus, das nehmen wir mal mit, so in der Richtung. Ja, du bist jetzt sofort fertig, aber jetzt zuerst muss ich Markus anrufen. Dann hat er mir das erzählt und gesagt, hast du Glück gehabt? Sie haben mit dem Juniorchef noch gestritten. Ja. Nein, das war schon schön. Ah, nein. Ich komme ja öfters raus, angesprochen, weißt du. Deswegen sage ich ja mit Burgweg ab. Und das mit der Eva, oder wie es damals geheißen hat, die eine, und nein, jetzt Haus verkauft. Hoffmann oder Schlagbauer sagt da wahrscheinlich auch nichts, und der hat jetzt auch geheiratet, und der ab und zu da bei uns auch Bagger fahren, Baugrum auffüllen oder raus tun, und nein, keine Ahnung. Das ist ein super Kerl auch. Er hat aber gesagt, er ist zwar in Orgelsprach, aber er fühlt sich nicht als Orgelspecker. Als Orgelspecker, das ist, haut nicht hin. Die verstehen sich untereinander nicht, da kommst du dir ein Geschwerdel vor manchmal. Er ist jetzt so lang schon drin, ich glaube 20 oder 24 Jahre, der hat jetzt Drillinge und das, und also ein Kind mehr als der Markus, der lebt ja auch in Orgelsprach, und deswegen, ja, die sind halt altersunterschiedlich gleich, und als ich am letztens mit dem Markus gesehen habe, ich gedacht, warum darf ich jetzt eher einen Meterstab eher auf dem Hirn alle auf transalieren? So immer Markus, und wir stehen mal vor der Baugruppe und das, sag ich, was ist denn eigentlich los? Ja, den kenne ich, den rufe ich ungern an, aber er kommt ab und zu, und dann hockt er sich ins Planschbecken rein und dann ratschen wir miteinander und das, und Kinder schauen zu, und der war mit der Markus, ich hab mir gedacht, du hast keine Freunde nicht, und das, ja, ist halt auch so
er lebt in Orgelsbach lange Zeit, aber er fühlt sich wie ein zugezogener Eigelsbecker. Also Eigelsbach ist halt auch nicht wirklich was. Orgelsbach ist wie dahergeschwappt. Und vorher habe ich im Livestream gesagt, der Noppi und der Gemeindehaus, Feuerwehr, kennst du auch noch. Den Noppi habe ich gut kennt, weil wo ich den ersten Stor drüben geschnitten habe, bei dem, was habe ich jetzt vorher gesagt, Nettberger, ja Mann, ich bin auch schon so weit. Nein, nicht der Schlagbauer. Nein, das war am Anfang vom Livestream, habe ich was gesagt. Wo ich auch einen Traum gehabt habe vor 2 Tagen, wo ich im Sandhaufen drin hocke, die Stiefmama ist schon da und mit den Sikobulus habe ich da praktisch hinterhalb vom Gemeindehaus habe ich spähen dürfen, auf gut Deutsch, als kleines Kind, weißt du. Und da habe ich da einen Nachbar gehabt, der Rocky, das war der Bernardiner, und ich weiß jetzt leider den Familiennamen nicht mehr. Und hinterhalb hat er der Sohn jemand gebaut. Da habe ich den ersten Stor durchgeschnitten, Ziegelwerk, am Steinwerk selber, mit 5 Jahren. Und da war der Rocky immer da und der hat immer beit und hat mich nicht kennt, weil am Samstag ist, jeden zweiten Samstag bin ich bis zum Tomin übergefahren, weißt du. Aber es hat immer Samstag gegeben, wo ich gesagt habe, dein Geburtstag bedeutet mir nichts, das ist wie ein normaler Tag, geh raus zum Spielen. Das war mir ihr Spruch dann, wenn ich Geburtstag gehabt habe, das war Stiefmam und das war halt die Zeit und da bin ich zum Sandhafer hinterm Gemeindehaus gegangen, also nicht weit weg eigentlich vom Burgweg 8 und da habe ich gespielt und der Hund hat immer beit, hat mich nicht kennt und das war mir so ein Traum und wo ich mir dachte, wow, das ist so lang her. Wenn ich den Kerl nochmal, das war der Herbert, hat er geheißen, aber Wolfsteiner, nicht Wolfsteiner. Das ist so, du kennst doch die Aluminiumhütten, wo der Baum gestört hat. Orgelspach, Burgweg, da haben wir einen Baum gehabt, der war groß, hat immer auf das Blechdach draufgehauen. Und wenn du jetzt auf Hauptstraßen ausgehst, zu Ernüber, gehst noch eins weiter, da war der eine, okay. Und der Hund hat mich immer angebellt. Und dann irgendwann habe ich einfach als kleines Kind mit 8 Jahren habe ich einfach mal Bratzen übergelangt und habe ihn gestreichelt. Und der war eigentlich schon scharf. Aber da hat er sich so gefreut, dass er endlich mal jemand gefunden hat, dass er einen Hund streichelt. Weil jetzt mal, das war so einer, der alles angegangen ist. Und der hat mir immer Spähen gesehen dann, so 3-4 Stunden Zikopulle am Vormittag, die Sonne rumgegangen ist, dann bin ich weitergegangen oder Zoomann übergefahren dann. Aber das war so die Zeit, da wo der Hund, der hat keine Kinder vertragen. Und der war so begeistert. Und der war damals schon 50 oder 60. Und der ist dann ab und zu rausgeguckt, weil vom Mittagessen oder so hat er dann gewartet und das, wenn es halt Essen gegeben hat sie dann neiblärt und das und hat sie hinausgeguckt, hat er mich gesehen, dass ich den Hund streichel. Er hat gesagt, lang den Hund nicht an, der beißt und nicht tut er das nicht an. Aber der Hund, der war so nett, der hat geschlabert ohne Ende. Na, da haben wir gesehen, Alter, die haben Partnerschaft, irgend so ein Baum. Ich war so lang, weißt du, über Wochen lang, also Wochenende, war ich immer an dem Sandding, wo hinterm Noppi, also da beim Gemeindehaus, wo das Feuerwehrhaus jetzt das neue steht, wo man, ja, Kindergarten kennt's ganz gewiss. Den Kindergarten, den alten kennt's ganz gewiss noch. Und da ist doch ein Gemeindehaus davor gestanden, mit dem Dracher drauf, mit dem St. Martin, oder? Ich glaube St. Martin, der wo den, Fragen wollte ich schon sagen, den killt, den Dracher tötet hat, auf gut Deutsch mit dem Schwert durchs Herz und das durch den Dracher. Und hinterhalb war, wie gesagt, so ein kleiner Sandhaufen. Wie gesagt, das ist auf der Hauptstraße, ist ja wurscht. Aber der hat mich so zusammengeschimpft, so, ich darf den nicht. Sag ich, ist doch alles. Aber ich hab das nicht gesagt, ich hab einfach so da. Der hat mich respektiert, der Hund. Aber der war schon scharf, der Hund. Aber mein, na. Okay, Mann, danke schön, dass du gerufen hast. Und jetzt hast du einmal angerufen, das freut mich. Es ist jetzt kurz vor 0 Uhr. Oh mein Gott, Georg. Die werden jetzt noch 1 Stunde fahren und dann habe ich jetzt, was haben wir morgen drauf? Pflastern fertig, Rollkissen einfüllen. Scheiße, das war's leider schon. Da wären wir auch um 2 fertig. Ja, Fleck in Pfaffenhofen. Na, schlafen kann ich gut, das ist Vollmond. Aber es geht eigentlich nur, dass ich nur 1 Stunde zocken möchte, weil ich nichts davon gehabt habe. Jetzt haben wir schon fast 3 Stunden eigentlich. 4 Stunden ist der Livestream schon alt. Schaut immer, was ist denn los mit euch? Die Kinder Deutsch, okay. Aber die hören die nicht, gell? Nicht, dass du das meinst. Na, der eine Ohrstöpsel ist eh schon ausgegangen. Muss ich sowieso meine Earplugs ändern. Naja, guck jetzt auf zum Laden. Okay. Ja, Bursche. Ja, definitiv, ja. Der ist da mal anrufen, gell? Dass du das ja nicht vergisst. Aber ruf ruhig einmal Tommy an, gell? Dass du auch ein bisschen was weißt. Der geht sowieso an. Außer der Walter geht da. Wie brauchst denn du? Aber passt schon. Ja. Aber Terry, mach's gut. Gute Nacht, gell? Vierte. Ich hab zuerst abgelegt. Was ist denn das wieder? Gut.
Also spätestens im August werden wir uns wieder hören. Oder früher, wenn die Oma verstirbt. Aber das ist genau der Stöpsel, leider. Here we go. Jetzt geht's. Ja, krass. Hofmann, Schlagbauer, Milchbauer, was wird's? Beifinanz. Die haben wir schon ein Geschäft gehabt, oder? Das muss da mal geben. Nehmen Sie diese Kopfhörer und Sie fühlen sich wohl, oder? Halt doch dein Mai. Diesen Koffer. Nummer. Ah, die musst du aktivieren, ja. Ja. Oder? Ah, sehr los. Ja. Schauen wir mal. Was bewegt kann. Das Lacher. Komm schon auf Außen nicht. Also hübsch. Das kann ich sagen. Mhm. Was ist denn für Scheiße? Natürlich. Jetzt. Du hast gesagt, der war selber. So. Oh, here we go again. Is the microphone still on? Hold on. Man, it's so late now. Oh, crap, man. So many people just watched and nothing happened. I'm so sorry for that one. So, hold on. Okay, a second. What's going on? I called my mother. We talked 3 hours long. In German, of course. What happened? Oh, crack. Now I didn't drink actually alcohol a lot. Try and actually be focused. And I promised myself, it's still my safe as oh man, the Hickings. Oh, I hate Hickings. Must be actually online now. Let's see. Ah, fucking Hickings. Oh, what the hell? For Christ's sake, not online now. You peaches, what the heck? Alright.
3 hours mother talk on cell phone, sorry. Now it's Thursday, 9 to 4 o'clock, sorry. Two one two four. Be right back. One hour I wanna drift before food from 5 hours ago and sleep at 3 o'clock, 3 hours before work. Oh hell, Be right lol. back. Jetzt ist morgen Donnerstag, also heute, jetzt ist gerade Donnerstag, ne? Morgen muss mein Ofen reinigen. Wenn ich jetzt, kommt hin, oder? Ach, das kriegen wir leicht hin. Heute schlafe ich länger, aber noch einen Livestream zu führen, bis um 24 Uhr morgen, also heute noch. Wieder kurzer Schlaf. Aber jetzt haben wir gestern so lange geschlafen. Ich bin jetzt noch topfit und ich fühle mich nicht mal angenüchtert. Was ist hier los, Mann? Es ist jetzt 24 Stunden her, wo ich einen Rausch hatte. Jetzt saufe ich wieder und ich bin eigentlich nüchtern. Mir ist bloß ein bisschen kalt, ein bisschen verkühlt, die Knochen tun weh. Und ich fühle mich so, keine Ahnung, inspiriert. Ich habe kein Gefühl der Besoffenheit oder sonst irgendwas. Ich weiß haargenau, in 6 Stunden brauche ich einen Energy Drink. Einfach zum lustig sein oder zum Aufwachen. Das habe ich ja noch nie. Ich trinke nie Kaffee oder Energy in der Früh. Aber ich glaube, heute bringe ich es mal. Die 535 oder was sind 553 Milliliter oder was das dann sind. Diese extra Plus Dinger da. Ich glaube 500. Das sind 650 Milliliter dann. Pisse stinkt nicht. Die Pipi ist schon weiß, gelblich. Also das ist eigentlich gar nichts. Ich sag ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss schauen, dass ich sofort irgendwas sauf. So, eine Stunde voll Action. Gib mal die Jacke jetzt. Yamamoto in Nigeria. What the hell you think you're doing? Du wolltest noch ein Bild schicken? Oh ja, natürlich. Wo ist denn die Jacke? Ja. Ah, ごめんなさい、ゆるけさんのことが答えては、そういうのじゃまたすぐつかです。わかりません、なくないで。本題で、行こうよ、今に。Schick mal 007, 007. Ekelbeingeschichte.
that shit. The hell is that shit? That's so good. Passend. Awesome. Ach so, ja, das geht auch, warte mal. Was ist denn noch das? Welcome back to Core Export 2 Unlinked Fully Drifty Wednesday number 330. I'm sorry, I was talking actually to my mother actually close or more to 3 hours. Yeah, you know, these bound. So I'm sorry for that one. So, well, live stream was a little bit going wrong, and instead of actually talking about instead of this doing drifting instead actually blah 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 instead actually I know, I'm sorry for that one. So, well, I have to say that was actually a lot of fun with her to talk about, and yeah, this old stuff, right? That's so crazy. Let's see if I'm focus eyes because my fingers are actually blue, violet. Let's see what's going on in here. Kabarimas. Chisop Campana Strawberry Solito, it's called next stream. It is actually after 12 o'clock. The full moon is still out there here. Up actually 90 degrees here right now. Full shining into my room. It's 15 minutes after 0 o'clock. It is actually first day. Chisop Campana Strawberry Solito, it's called next stream. Wenn ich es nicht vergessen habe. Tadaimas. More. Let's see what the Mesite is actually doing down actually in Chapin.
road. Gambarimasu. Teasing down the points. What the hell? Need to change my earplugs, hold on a sec. Ouch. Down below the description actually you find everything you wanna need. The description down below is standing actually my DJ work, my DJ Volume work. You find actually a Mediafire game save for my 2 accounts directly because the community didn't fit out actually with the tech game a com today with the game save, so it's coming up maybe in the next 6 hours. So the next live stream the night on first day the night at 18 o'clock 19 o'clock pending European timestamp. You will find actually the link then down below and so on. I have to say, well, you find actually earlier my Definition Core X also actually on Core X DRO Drift Racing Online a playlist. Already 4 likes I already got, so hello, you're welcome. Sorry, maybe I'm just talking shit because the music is so loud I can't actually concentrating on just talking. Bloop 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 Pisces. Was there a beer for me? That is looking hard. Let's share it. Activities or messaging? Activities. Let's go activities. Shirt up. Ice cold fingers. Yeah, it is ice cold fingers. My fingers are really freezing. But nothing to deal done. Actually, they're nipping a bit and smoking cigarettes. On Core X, Part 2. What's it calling today? Unlikely. Hold on, maybe I'll just still have it. Unlikely. Here we go. Drifty Wednesday. Wednesday. Part, hold on. 330 now. Yeah. Here we go. Put it up. Enjoy.
Oh gosh, that light! I'm a vampire! That's just kidding. Sup? Peace out. Sup, Gaba Mac? Nitro the Bad. You fun ass. Enjoying? Cheers up, Campana Strawberry City, so das Gott hat nicht mehr gespielt. Gambaremasu. Rex vs. Shark, Shark vs. Rex, fighting. Draw. Amazing drift. Morning sunshine, full moon. Get a World of Thieves actually out. I'm still full waking up here. I'm good, I'm fine ass. Sorry for that one. High seas, yay! Oh, it's cold. Even have to take care actually a jacket on myself. After actually a long time of, you know, t-shirt. Spend some time, Chiquita. Another nice. Oh, that was the same Easter? Oh, I can't believe that. That's a gold, okay. Sweet. It's just some short now. West Coast area, Intinori. Amarimas. Love is a beautiful thing. Who's gonna love me? Huh. If you give me a chance by your 4,000 followers. Beer's running out. Still have a lot, but you know, just not a cold one. Gambaremasu. Intinori.
again. I'm so sorry for that one. It's a long corner. I thought I forgot that one. Next. Excuse myself. 0:26. Yeah, that music is pumping in. I love that so much. Be right back. Need to get me a cold beer, and then it's over today. And not even was eating today much. Awesome. Diarrhea soon. Isolation. Isolation. Yeah, it is. Diarrhea soon. What's with my neighbor? He's not working for Hafna anymore? For the construction work? It's confusing. What's wrong with this dude? Tried actually, but he's not, and I think he's gone. Delbane just take the first order. Yamamoto Yanijiro. Der Bauleiter wird jetzt aufwachen, wird sich denken, Livestreamt der immer noch. Aber gesoffen habe ich in der Zeit leider nicht viel. Ich sag jetzt mal, auf die 3 Stunden habe ich aber halbe Bier gesoffen und 50 Milliliter Tequila und 40 Rivers gekauft. Auf 3 Stunden. Du vergisst einfach die Zeit, wenn du mit deiner Mama redest. Du wirst doch noch nostalgisch, gell? Das ist so brutal. Oh, kommt aber so kurz raus. Und das war's schon, oder? Die Kartuschenkette haben wir noch gefüllt. Die wollte doch den Link von den Ohrstöpseln. Achso. Direkt. Aber das hast du bei Amazon wieder gekauft. Ach, weißt du was, ich habe eine Idee. Ich brauche was die Hausnummer für ihre Geschenke ihre. Die sind Gold wert. Die kosten nicht viel. Ja, okay, kosten schon was, aber... Aber Christa ist ja Christoph und das ist auch benannt, oder? Mit dem Namenstag. Ich hab schon eine Idee. Mit jetzt. Lass das laufen. Kriegt da keine halbe Bier. Da sind dann 18 halbe noch drin. Das Sekt ist auch noch drin, unglaublich. Nicht einmal geöffnet. Junijiro. Angst haben. Kommst du aber schon in die Arbeit. Na, freilich. Tschüss auf Kampaner, salut, salut, Gold, nicht gespielt, langsam redimiert. Jan de Halle. Wakarimasen. Oni Suyi Baden. Scheich. Schief gemacht. War durch unser BB30. P31. Let's try it out. Red Rock hast du schon, du Arsch. St. Paris. Alter, du hast das Auto echt geliebt. Okay, Nürburgring. Deine Chance für Wiedergutmachung. Hau rein, junger Mann. Überprüfen Sie Ihre bevorstehende automatische Lieferung. Sparabo. 28. April. Das ist ein Sonntag. Hä?
Schön. Das ist die Dame. Krass. Was für ein Sommer da. Aber hallo. Der Terror kommt nicht aus dem Kopf bei einer Frau, er kommt aus dem Bauchnabel. Wenn du das noch nicht verstanden hast, dann hast du vom Einstein gar nichts. Ich habe vom Einstein, ich lerne gar nichts. Vom Freud oder vom Einstein, ich lerne gar nichts. Ich höre nur. Mach mir meine eigene Meinung. Aber der Bauchnabel einer Frau ist ihr sehr wichtig. Und so geht's halt weiter. Wenn das Umfeld nicht passt, dann wird sie dick, fett und dann irgendwo wird sie aggressiv. Dann wird sie gelassen. Und wenn dann alles passt, wird sie, wie sagt man dazu? Naja, dann ist ja alles da. Man muss nur noch einkaufen gehen und pflegen. Wenn's aber ständig kein Heisel nicht hast und machst da Weltumreise, das gefällt dir, weil sie Witter ist als Sternzeichen, dann wird der Bauchnabel immer fettfrei sein. Aber kannst du da mithalten? Irgendwann fängt's dann an zum Jammern an. Komparimas. Fingers, I'm so sorry for that one.
Ha. Erwischt. Was Bock ist DJ Volgin? Naja, aber andere Autos, oder? Mach doch mal. Fancy looking, right? Mate. St. Petersburg. Okay, I'm on. Compartimas. Let's see, actually. Normal drifting going through. Doing extra packaging in with the drift box and stuff with the point to point. Okay. So normally we should actually adding by 1000 XP. A cigarette, please. Oh, 1 million already. Oh, Craig.
Ach, sag mal, wie geht denn das nochmal? Bin ich jetzt dumm oder was? Ja, eigentlich schon, ne? Ich glaube, der Button funktioniert nicht mehr.
9 people? That's weird. Eh? Yeah, why? I don't understand. I was in a race, or what? There was no direction, nothing. Excuse me? That was a mistake. Huh. That is weird.
jetzt immer so schlimm wird, die Rosalinde? Möglich. Definitiv. Oh mein Bruder. Ich hab schon so viel durchgemacht. Ist mir kalt, oder? Boah.
nice. The food. Now, finally I get drunk. Congratulations. Oh my god, it took so long. Some vegetables. Some seafood. Some shiny noodles. Pack sandwich. Actually, Mexican food. There we go. Here we go. You know, can we have that a little bit of discovery? What's that meaning? Oh, just nothing. You can clean up here. Bojack! Yay! Mom, is Buzz on the outside? Buzz. Actually, boss is still awake. Producer for the company is actually some architect plan. Hello, sir. How are you rocking? From blood to pump. I need to go to sleep. 4 hours I need to go to sleep then. Go forward, have fun.
ist noch ein Flugzeug aus. Lichtmaschine über die Batterie. Oh oh, da hat einer zugesagt. Oder auch nicht. Ah, Double, okay, warte mal. Das machen wir hin. Kriegen wir hin. Alles gut.
Normally actually 10k. Okay, that's weird. I'm having enough. I think I just found a soulmate. I'm drifting. Oh my gosh. This guy's awesome. Wow. I got pictures? No problem. So find out first. Thank you very much to have you guys. Now I have seriously at 2 o'clock to find myself. Bye bye. Thank you very much to have you guys. That was very much fun. I'm sorry about my, mother and stuff like this shit. Have a nice time. Huh? I still can do this stuff? Okay, hold on. Takes a little time. Rich work. Just give me that food with barbecue. Enough? Full moon, eh? Fucking full moon. Open up the window, get the coldness in. I remember how cold it can be. I just give a fuck. Oh, there is something standing. Correct. No? Here we go. Usually pack. Usually pack. Muslin pack. Huh? Well, I'm pressing this button and I have this muesli pack, right? Here we go. Storage, capture gallery. It takes the time. At the same time, we can eat. These super skills and all this stuff.
And to like it first, before he liked it, it's Italy.